Guten Morgen. Guten Morgen. Good morning, everybody. Good morning. Can you hear me? Yes, we can hear you very fine. Hallo Ruth. Guten Morgen. Habt ihr gerade was geschrieben? Wohin? Im Chat. Ich habe es in den Chat gestellt. Ja. Wunderbar.
Good morning, everybody. I hope you can hear us. It's so great to see so many of you, many people we know, and also new people from all over the world interested in that field. And also warmly good morning to our president, Rector Gerald Bast. So maybe let's start. My name is Ruth Matthäus Bär, and I'm professor at the University of Applied Arts at the Department of Interdisciplinary Education and Didactics of the Arts. And we would like to warmly welcome you on our symposium, Art, Communication and Dementia. And this symposium takes place within the framework of the project PEG A609, funded by the Austrian Science Fund. This is about artistic research. And this project takes place as a cooperation of the University of Applied Arts in Vienna and the University of Music and Performing Arts in Vienna. Today, we will invite you to a journey of different inputs from experts in the fields of dementia, research, art therapy, music, medicine, and we'll also hear the affected person's perspective. But we are especially happy to present you our state of the art research, of our artistic art research. In the morning, the program will be in English and in the afternoon in German. And a small information about the platform Zoom. We ask you to turn your camera on because if it's necessary due to the pandemic to do everything online, it is a little bit more human to see faces. And in addition, we ask you to set the microphone to silent. As an information about the procedure, every presentation of the expert will be about 30 minutes. Then there will be a possibility to ask questions. We will ask you then to give or to press the hand signal or write in the chat. And there will be also very short breaks in the between the presentations. But now I would like to hand over the floor to our rector, Dr. Gerald Bast, for the official opening. Welcome and thank you, dear rector. Thank you very much, dear Ruth. Welcome also from my side. Good morning, everybody. Let me have a few words on the topic and on this university, why we are doing such things. Well, there are over 55 million people worldwide living with dementia in 2020. This number will almost double every 20 years, reaching 78 million in 2030 and 139 million in 2050. You know these figures. These are figures from the WHO. Dementia mainly affects older people, although there is a growing awareness of cases that start before the age of 65. You know these figures very well also. By the year 2050, the number of individuals aged 65 or over will be 1.5 billion. 1.5 billion. We are an aging society, and this is an increasing effect. Arts, communication, and dementia is the topic of this symposium. Art has been part of human civilization since the beginning. Art has been part of people's life. Since the beginning, the meaning of the arts has been connected to communication. Banning the arts into museums, galleries, concert halls
opera houses, and even worse, into high security Freeport strong rooms. This is a phenomenon only going back, let's say, the last 100 or 200 years, whatever we are looking at. If we are looking at the civilization, art for the most time has been connected to people's life. And what we say at this university is that art has to become part of people's life again. Art has to be situated in the very center of our societies again, because art can do more than just be a solemn object for viewing in museums and galleries, more than just be an object for financial speculation. Looking at art and design as an instrument for societal improvement already was part of the founding idea of the University of Applied Arts more than 150 years ago. And I'm proud and happy that we, the people at this university, succeeded to transforming this idea into the needs of the 21st century. This is why we are engaged in research projects like Demenz. This is why we are organizing symposia like this one today. So thank you very much, Ruth Matthäus Bär and your fabulous team for organizing this symposium. Many thanks to the honorable speakers, and thanks to all of you for participating. Unfortunately, only via Zoom, but anyway, we keep on striving. I wish you an inspiring day. Thank you very much. Our next lecturer, I want to introduce Teresa Torres de Eca. She's a visual artist, visual art educator, and researcher. Thank you, Christina. Good morning, everyone. So thank you so much, Ruth and the Demenz team, for inviting me again to these wonderful conversations that really interested me, and also my colleagues in Portugal. So thank you for making this online and open access. It's really a good resource. So today I thought about bringing to this table, to this conversation, bringing our worries, our problems when we make community arts project with people, with vulnerable people, and maybe share with you our concerns, and maybe you can help us also to deal with them. So I think it will be in the continuation of what Gail said about the voices of participants and how to ensure our participants can have a fair representation of their voices, and they can communicate with others through relationships. So I'm going to show you a very short video, if you allow me. So you can see our participants and how the way we work.
So this is us, the artists, social workers, health workers, our companions, people with disabilities, and the way we work and the way we relate between us. We always relate in a friendship way. And now, if you allow me, I will show you some slides so it will guide my conversation. So in our work, we really have problems, unsolved questions from experiments in Portugal where we work about whose voices are we showing up in art-based research, type of research we do, and in projects conducted with people with multiple disabilities. Oops. We work always using arts-based research projects. And in these projects that we used to do with communities, we exchange knowledge, information, and we try to establish communication ways. And we know that exchange of knowledge, information, and power is not equitable in public spaces, especially for people with disabilities and members of marginalized communities, as several researchers are putting it out. We know that communication skills and also the spaces for visibility in public are not granted for everyone. Many people are outside the visibility of the spaces. And in order to promote counter-hegemonic narratives and to be able to make visible the voices of our companions, of our co-workers, citizens needs to master technologies of discourses, representation, and social communication. It's not always the case. So we ask ourselves if artistic and collaborative process may provide other means of expression and storytelling for everyone. In our work, we have been exploring learning situations through this kind of artistic process with adults, normally hosted by non-profit organizations working in the area of disability with people, adults from very low economic backgrounds. And in our work, our co-work, we expect that art and design can be able to embrace process of learning, communicating, and making with communities. So in the end, we can enable the visibility of different voices as pedagogy of resistance, as activism. So we really use artistic process of storytelling through several art language. We use participatory and collaborative strategies based on activist art and also on pedagogy of hope by Paulo Freire, as you should know. So we are the Association of Teachers of Expression and Visual Communication, APEC, in Portugal. And over the last 10 years, we developed this kind of artistic projects with the groups of people with disabilities, providing workshops with artists that work with us, with educators, to explore relational art and design process. Our principles are very easy. Establishing trust activities, making collaborative design of the action. So we create the project with everyone and always create some kind of design or artworks. And after, promote the public visibility of the process and of the product. All the image that I'm showing, just to ensure we have the consent of everyone and they agree in having their image represented in this conference. And I shared with them this presentation, so I have their approval to show you what I'm showing to you. So this in this year, we are working with a new group, Vitor Fontes, in the scope of a European project called AMAS,
Acting on the Margins, Art as Social Culture, is founded by the Horizon 2020 project under the Agreement Act 7062. So this project is a big project with several countries in Europe, and in Portugal we use what we know, which is participatory research, art space, participatory art and design, and again this framework of pedagogy of hope. And in this case, we are working with 21 adults with multiple disabilities living in a home, in an institution called Vitor Fontes. And we are also working with 8 researchers, artists and art educators from APEC, and 5 caregivers, health workers from Vitor Fontes. We did a protocol between APEC, our association, through the Research Center Community Arts and Education, and with the director of the association, because we did a very formal approach between both organizations to start this project. And then it was COVID-19, and we could do nothing. We could not go in, and they could not come in. So we were really in a big problem. And then we start to talk through WhatsApp, because in the Vitor Fontes, the health workers, they use a lot of WhatsApp, and say, what can we do to create this relationship, to know each other, to create this project together? And then we thought, maybe you can make old postcards and send by post. And so we did it. And during several months, we did normal postcards, artists, educators, friends of us, the people living in this home. So we exchanged postcards. And it was fantastic, really, because we could touch him. It was not, it was not a post on the cell phone. It was something that was physical, and it was a smell and taste. And it was really great. So we established the first relationship between the outsiders and the insiders through the postcards. And then we also talk about other ways of communicating, our ways of creating relationships in this lockdown period. And then they like very much to make videos. So from Vitor Fontes, they said, why not to make videos with the Instagram and with WhatsApp? And we sold all the, all the consent forms for data protection and so on. So, and we start to send videos through Instagram. The artists, the care workers, the educators, the researchers, the participants, the people living in the home. So it was a great conversation, sending videos about, I am Teresa, I like very much to eat chocolate, I like very much walking dudes. And then, for example, Maria said, I'm Maria, I like very much to dance and to swing. And we start the conversation from these very, very amateur videos. I cannot show them because they're a bit long. And then by May, lockdown was more or less opening up, and we start to have meetings, not with everyone, but only with health workers and educators and artists. And we start to organize the first workshops. So we have this feedback from videos, from postcards, and we start to make a program, and 1 week program of workshops, intensive work, trying to reply to the demands, to the demands of the people, trying to answer to their expectations. So what we proposed was, if they wanted to make a workshop on textile art with Celia, on multimedia with Carlos and Juliana, and the other one on performance with Dori and Abel. So these were our artists working with us. And during 1 week, we stayed at really intensive work, and we made art products. We made tapestries,
we made stop motions, and we made some exercise of body expression, like I showed in the beginning. And it was really at that time that we built the relationship. Of course, the postcards were okay, the videos are okay, but this physical part was crucial to establish this trustful relationship and to build something together. And then we have another problem. That's sometimes our companions, they don't speak, they have difficulties in expressing themselves. Some of them they can write, some of them they cannot write, some of them they can draw, which is great, some of them they can't. So it's difficult to evaluate the projects and to represent their voice. And this is one of our problems, that we don't know exactly how to do. So we collect all types of data we could collect: drawings, videos, interviews, focus group with health workers, also with caregivers, with artists. And we have all this amount of data, but still we don't know what to do, if it is really a fair representation. So this is one of our questions. So in the end, we discuss and we discuss and discuss, and we in the end we said, okay, but this is, we don't have to have a unique answer. It's all about multiple narratives. It's the stories of the host, it's the stories of the director, it's the stories of the health workers, the caregivers, it's the stories of the researchers in APEC, the stories of the artists, and the stories of the people living in this home. So this is really what is now worrying us, and we'd like to share with you these concerns we have. We'd like to know, in your opinion, how can you ensure a fair representation of participant voice in the results of research projects? So it would be great if you can help us in this imbroglio. Thank you so much. Thank you, Teresa. Are there any questions maybe for Teresa? It would be great if you hold up your hand. Lara? No, it was just clapping hands. Sorry. Oh, okay. Anybody else? I'm not sure. Marie, please, if you would, yes. Hello, can you hear me? No. Yes. Good. Ah, perfect. Just an understanding question. Does multiple disabilities mean that people would have, like one person would have more than one disability, or that you would have people with a variety of conditions in the team and in the project? Yeah, it's more people with variety, different conditions, different abilities, and sometimes they can also have plural disabilities. But it's also very heterogeneous. The group, we can have group with mental problems, with physical problems. So sometimes it's also difficult to work in these conditions, because you can have a group with someone who really can read and write very well and very fluent conversations, and you have someone that cannot speak, and it just can touch you and embrace you. So sometimes I'm thinking that when people touch you and taste you, we have I remember one person, the connection is tasting. So this is the way that person has to relate with other, and how can I tell her stories? It's very difficult. So we really need to think in other ways of communicating and making storytelling. And sometimes I know with data protection law, it can be complicated, but if everyone agrees, if the legal tutors agree, because in certain cases it is the director or it's the family,
it's important also to tell the people, you are beautiful and you have the right to be represented as a person, because you are so beautiful, and your way of expression, even if it is not talking, you can use your body to express, and it's also a way of communication. And I can help you to tell your story as an artist, or as an educator or a caregiver, and I think this is what we want to do as pedagogy of hope, bringing emancipation and self-esteem, and telling, yes, you are the right to be represented as you are, and not through surveys and all these kind of things. But of course, there's so many problems and tensions. For instance, we have the tension between researchers, between institutions, and also between the context where we work, because the researchers, they want to write articles, right? The directors, they want to make press releases, and they want to be really open to get more funds and so on. And the artists, they have another way of seeing things. And when we are in these projects, they are really co-designed. We need to listen to everyone, to understand everyone's point of view, but especially to respect our participants' point of view, because they are the most vulnerable voices. Thank you. Ruth has, I think, a question. Please, Ruth. Yes, first of all, muito obrigado. Thank you very much for sharing your project. I had very touching impressions and feelings watching the videos about the feelings of the participants. And I would like to go back to actually your question, which I think is very, very interesting, how to disseminate the voices of the people. And I was wondering why is the drawing or the expression of them not enough? Maybe our society has to change expectations of perfectness, of perfect, elaborated, branded dissemination, because actually our society and we as human beings, we are not perfect. And I think we need to get off this perfectness and have to put this into the middle of our concerns, that the answers from people are diverse. And I would imagine also people without any impairments, many people would have problems to draw an answer. So I think to go into the visuals, to the art, I think it's very interesting, because very often I believe that drawings of children, which also are not capable to draw the perfect perspectives or the perfect sizes, are much more interesting to interpret than the perfect, well-educated, academic trained person. So this would, I don't know, my question back, or maybe also a kind of an answer, how I would see your question. Yeah, thank you, Ruth. Yes, drawings are really a very useful tool that used when people can draw, but also sometimes videos, even if they cannot talk, they can. I remember one of our companions, he could not talk, and we asked, because the researchers, they will, you need to ask the problems they encounter, if they like, if they don't like, and you need to make a video, and this kind of interviews. And then I was making the video, and Raquel, she must be also listening, and well, I think they understood the question. It's just that they could not reply, because a camera is always intimidating. Even if they are used to, the camera is intimidating. And then they make gestures. She makes gestures, and she makes the gestures of a bird flying. And this is a reply. Of course, it's very subjective, but even with the written language is very subjective.
And in another case, there was another lady, and I asked her, did you like the activities? What do you think we could improve the activities? And she said, I like very much Anya. Anya, she was the caregiver, and she embraced Anya. And this was a reply. And she had the right to give this kind of reply, even if she didn't reply to the questions. She was telling me another story. And for her, it was more important that I knew she liked Anya than the question I was asking her. Thank you. Lisa has a question. Hello, I really liked the movie in the beginning. It was for me very soft, the lightning and the way it was edited. I liked very, very much. And I also think that it was nice that there was no sound. And I wanted to know if this was a conscious decision to make it without a sound. And I also felt like the needing of touching and having people around you is very important. And now also the mask, now we read it like in the context of the situation now, but I also think like it makes another question, like do the people have a voice and something like this? And yeah, so, and I wanted to ask if the performance was the piece of art, or was the movie the piece of art? Like, what was the goal? Thank you, Lisa. So about the sound, my idea was first show you the film without sound, and in the end, as a goodbye, I'll put just a small fragment of the film with sound, because it's different ways of seeing the same story, with sound and without sound. So, and the other question you asked, Lisa, please remind me, I don't know if I understood you correctly about the second question. The second question was if you made a performance and filmed it, or you said, I will make a film and we perform. Okay. So the way we work with artists is that first we explain to the artists that they should make a collaborative work. So the process is also, it can be, the process can be the artwork, or they can make some products in the end. They need to discuss this with the group. And each artist, in that case, they have seven companions, 7 people to work with, and 1 or 2 caregivers. And they discuss it, and for example, that group, the performance group, they decide not to have a final product. So the final product should be the film, the recording of everything they have experimented during the week, and the artist should edit. So they trusted the artist to edit, and then the artist edit and they show, and in group they decide, okay, we want this more like that, more like that. So they discussed a bit how to edit the film, and sometimes they said, well, the voice is too light, and we need it speedy and more slowly. So everything was discussed, and for the performance group, so the final product was the recording of the process as the voices of the group. For the multimedia group, they did first the multimedia group, they were very interested in all the record machines, video, Super 8 videos, and the artists, they brought slide, these projectors of slides, old films. And they had some slides and old videos, so they could see in this old machine. So they start to talk about what was multimedia before cell phones. It was a group of only men. It was seven adults between 20 and 30 years old,
And they were very interested in multimedia, but also in knowing the story behind what was before cell phones and before television and things like that. So they start like that, and then after they said what they like to do, and they said they like cars, moto, they are men, of course, and football and moto, so on, and bicycles. And then they start to make some performing exercise, acting like someone who's driving a car, acting someone who's in a big moto, and the noise and so on. And then they decide, after those exercises, that they also learn how to film and things like that, how to frame and light and so on. And then they decide, okay, we want to make a final product. And it should be a stop motion, because they learn how to make stop motion. And they did this final product, the stop motion. And then after, it was 2 weeks ago, the artist came with stop motion completely edited after several group discussion. And they said, okay, that is what we think it should be. So it was a process of co-working when all the participants, they have a talent. And they put all the talents together, and they do something together. Even if the artist, they will edit, in the end, they will edit the video, but it's a common decision. It's really a group decision. In the case of the textile group, they were, all of them, it was also 7 people, 1 man and 6 women. They all already have experience in some kinds of textile crafts. And they did a loom, and it was the first time they're working with a loom, a tapestry. And they decided not to make an exhibition, because the idea was, no, to make it. No, because they really enjoyed it. And they were so self-empowered. They said, oh, I can do that. I was able to do that alone. This is important also. I was able to do that alone. I want to bring this to my family. I want to give this for Christmas to my father or to my niece or nephew or whatever. So we don't have the final products, because it was really, the product is the process. And once they decide that they want to offer it to the family, that's fine. And there was another thing interesting in that group, is that they said, we should now continue the project and make more tapestry to sell, and we can also make a shop, and we can make a company. And they were already, thinking in so many possibilities. It's amazing, just because we tried out this tapestry and in a collaborative way, not directive but collaborative. So we don't have products. No, it depends on the groups. Of course. Thank you very much. Gail Canning would have a question. Yeah, and it's a sort of question, I guess, framed in a comment too, because thank you for your presentation. And one of the questions you framed at the end is, how do we hear the voice of participants or hear the position of participants? And I think, that's something that I feel is really important. And I've been looking increasingly at how you engage with people. You use the lovely example of somebody who communicates through touch or licking or taste, and one of the areas that we're looking at the moment is related to intensity and frequency. That if you pay attention to somebody who does something often or with affect, it actually gives you pointers as to what they're communicating. And I think it's something in the arts that we can really take up and run with, because that's, a space that we can play with, because we're very much aware in that arts field about repetition in art modes, but also intensity and affect. And I just was interested in your views on that sort of thinking. I don't know if I understood you correctly. Yes, but I think it's this different means of expression.
fruit emotion, through the five senses. Because in our society, we only have predominance for visual and for things that you can see or you can hear. And we really don't use, for example, taste or smell. We don't use it, and we lose it since we are small. Slowly we lose these talents, these abilities to communicate through other senses, unless you work as a gastronomy or an enologue. Normal people, they don't use it, but in the case of working with people who are impaired, who cannot have all the sense developed, they can have, the taste is really well developed. And I remember with that group, with the postcards, we talked a lot about food, because the health workers, they said, well, please, in your postcards, say what is your preferred food, because they really like to know the kind of food the others eat and how it smells and how it tastes. So this kind of discourse we don't have normally. We have learned with them. So we also learned with them, and all the affection, as you said, Gail. We also learned so much with our companions about affection, about hugging, about touching, even if sometimes we could not touch, and we just simulate the touching in distance. It was so complicated. But yes, I think you are right, Gail. We have five senses, and we have ways of communications using the five senses, not just sight and hearing. So it's so important, yes. So we remember when you are a little baby and we communicated through other senses. Thank you. We have time for one last question. Marie, please. Thanks so much. It's actually two questions, but you can also decide on which to answer. The first one would be, what do participants say? Because you were wondering, do we reflect or do we echo their voices correctly or enough? What do they actually say when you ask them, do you feel represented in a good way? And the second question would be, how do spectators react to the artworks? Because I could imagine that there would be a range from respecting the people over and infantilizing them maybe, or also some like worse reactions like, oh good that it's not me and I'm living a normally abled life, or I don't know. Yeah, these would be the two questions. Yeah, just the way of representation, and if when people view the products and the films, the way they react. And that's why we think it's so important. Everything is done collaborative. So the participants, they recognize themselves and they think, yes, this is the image I want to pass to the others. And this is the image that I want the others to see me. And then when we show, we don't show in many contexts, but when you show in conference, or when we show, for example, to the director and in policy making, and we always explain first, this is the image, and we have consent to reproduce those images, and this is the way they want to be represented, and those people are beautiful. And normally the audience, they understand, maybe because also the videos are well edited, they feel touched, not because they are different, that's what is the point, but because they are beautiful. And the products is not because the products were made, the tapestry, for example, not because the tapestry was made by someone with some disability, but because it is a very nice product. So this is really what we aim in all our projects, not treating people in the same way and making them
very good products and helping them to be represented in a beautiful way. That's why we are from arts, I think. And we can help the others to do this kind of representation. I'm going to put in the chat the link to the video so you can see it with sound, because I think I don't have time for showing you. Okay, so here it is. Yeah, it's in the chat. So if you want, you can see now with the sound. And this is us again. This is us. This is us working together. And I hope you enjoyed and you really felt the beauty of our group. Thank you so much, Teresa. Thank you for your work and your presentation today. Thank you. So we're having now a short break and we'll be back in 4 minutes.
Yeah, welcome back. We are now pleased to present our artistic research work. Our project, as we already presented, is called Demenz, which stands for Dementia, Empathy, Arts and Education. So we focus firsthand on artistic research and then on also how to empathize the youth for dementia or cognitive impairment, as we say now. I would like to present the team. Laura Girotto, an art pedagogy student, as Lisa Kielmeier. Lisa is also an art therapist. Susa Mutzler, which is a somatic dancer and pedagogue. And we told you already that we are collaborating with the University of Music and Performing Arts. So there is also Dietmar Floßdorf, a musician, and Agnes Heider, who will also present today also in a special slot her work. There is Christina Kali, which you already met as a moderator, Pia Schala, who is also, besides her artistic research, responsible for the design and the branding of all we are doing. Jasmin Scheidl, at the moment at a mother's leave, she's an art educator, but especially performer since many years. Yeah, to give you an idea how we started to work. So as I already said, our target groups are schools, people living with dementia, relatives and caregivers. And I had to smile of empathy when Teresa von Ecker mentioned that she started, or they started, the Horizon 2020 project, and then there was Corona, and all the approach to work with caregiving homes and schools all of a sudden broke down. So to give you an idea about our project started in February 2020, and in March 2020 we had the lockdown. So you can imagine what happened to us. So what we did is we changed to go online. We started to have online workshops, which we still offer to everybody to participate. It's for free and it's online. You can book them. You can just write us an email to our homepage. And then we continued with our online workshops with small breaks in between when there was no lockdown. We did some real workshops and started to plan our workshops in schools and at caregiving homes. But again, Austria is in a lockdown at the moment, and we are pretty much on an edge, highly problematic with new infections. So we hope, besides all challenges we are facing, that we have a good proceeding with our project. And actually, the project officially would finish in February 2023, but there's always also a possibility to prolong it, a project. Okay, so I will start. I'm honored to start. I'm artist and art educator and researcher myself, and I will present now the projects. I have the project lead in this program, and we all have our artistic work and our educational work, which I will present to you. My first work I will present to you is called Be Present. And I'm gonna press the movie. Is that all right? Yeah, please. So what I started at the last symposium, I showed that I started to work with the online workshops and ideas from people participating. Continuing, I started to make collages with parts of the work which came into existence by participants. And then I continued to make kind of a future painting all on canvas, which I painted with a very tiny brush and tried to look at every detail. And then when I was finished, this was actually a really very big challenge for myself. I put a big fog over the
whole painting. So actually what happened is that I worked on the disappearance of colors, which also happened to people with cognitive impairment, but which everybody might have experienced being an artist, for example, during the lockdowns, and feeling this kind of isolation, but also the difficulty in understanding and perceiving connections between special parts of an image we are having. Yeah, so it's one and the same image or picture painted on oil on canvas. The title is The Disappearance of Colors. And yeah, and it was kind of getting in also into the moment of people with cognitive impairments, or the how do you deal with all of a sudden not seeing the colors in that clearness anymore and not understanding the connections anymore. Yes, the next project I would like to present to you is the movie Be Present. And I just want to invite you to watch very carefully. And afterwards, I will give you a task to solve. Thank you very much for watching. I would like to challenge you now and take your handy and get the QR code. And please write down there on the homepage where you meet this, your thoughts while you were watching this video. Question is, can we be present? Can we pay fully attention to somebody? This movie was made because being present, we can learn from people with dementia.
And give it a bit more time so that people can get the QR code. It's okay now. So, it starts again. I think it's okay to continue. But I think it's okay to continue. Okay, fine, thank you. So thank you very much for answering the question on Padlet. I'm sorry if it didn't work with the QR code. I hope it works with the link. And if you didn't have the chance to answer now, maybe you can do it later on. I was also engaged, as all of us, in developing tools to collaborate. This toolbook is planned to be online the further and as an open source to be used by everybody. So we designed different tasks for caregivers and affected person, people with cognitive impairment or dementia, at their caregiving relatives. So these are just two short snacks of what I've been engaging in. And I thank you very much for listening, and I will pass on the work to my colleagues of the team. Thank you. Hello, my name is Christina Carly. I'm a product designer and graphic designer, and the title of my work is A Room Full of Stories. The concept is, since I'm a product designer, I'm very three-dimensional and I looked at the personal object of people which are actually everywhere, where we're at home or we're at work, maybe little things we take along in order to remind us of specific experiences, of maybe values you have. So these objects we actually have, which standing around, are maybe not only objects we should forget about. We should actually share those stories. So that is actually the main aim of it, sharing stories between caretakers as well as also youngsters and their grandparents. And my work is interplay between my artistic work and, of course, the educational concepts we are developing, we call toolbooks. So as Ruth already explained, we started off having online workshops, and this was the opportunity to see in one's homes and guide the participants to look at what kind of objects they have in their room, and then identify these objects which have a personal story behind them, rediscover these stories and re-experience them and share them, which would actually result in a connection between these people. And even in workshops where there were basically strangers participating, there was empathy at the end of the workshop, because people shared a story, a personal story, and also got personal stories told by the other participants. In my artistic work, I also use these
objects of meaning. And I basically work with digital and analog techniques. And the aim is to create such memory objects, individual memorabilia. Here you can see, for example, a hand I formed with plaster and then digitally replicated in a computer program and then 3D printed. As you can see, you can actually create everything you like in certain dimensions, and the aim is to have at the end a collection of jewelry which represent those very special memories. Thank you. Hello, my name is Lara Girotto, and I'm a research assistant and art educator. And my artistic project within the Demenz project is called About Grandma Carl, Coincidence and Fantasy, a Space for Dementia. First, I give you some short information about the background. I had my first encounter with dementia as a child. When I was about 10 years old, my grandpa got dementia, and at that time, I didn't really understand what it was and why my grandpa wasn't acting the way he usually did. And the topic of dementia was very foreign to me. And for a long time, I really didn't know how exactly to categorize it. And yeah, through my project, I have now worked this up by creating a space for dementia. While cleaning up our attic, me and my mom talked a lot about my grandparents and about grandpa's dementia, and also how my mom was doing as a caregiver. And during this conversation, many of my grandparents' old tablecloth and bed sheets fell into my hands. And then I ended up using these to create my project. And my artistic exploration of dementia is a participatory installation consisting of these blankets and sheets of my grandparents, and which I printed with the 13 printing technique. Unfortunately, this is not possible now because of the online mode, but actually you as a viewer should walk through these printed sheets and look to them from all sides. And yeah, next slide, please. I printed these sheets with the following print technique. I put a thread, which I dipped in dark green acrylic paint. This was the favorite color of my grandpa, between two sheets. And then I pulled it back, and these print patterns shown here were created. And for me, it was a matter of giving up control in artistic work and trusting in coincidence, similar to the state of dementia. And yeah, I had little or no really influence in the artistic work and on what emerged in the end. And each time new interesting compositions and forms came out, and by coincidence, very individual figures were created, which should stimulate the imagination of the viewers. So when you walk through this installation, each viewer perceives different figures in the images, which opens up a completely individual space for dementia for everyone. And next slide. This project developed from a workshop which I made. It's called Fantasy Figures. I created it for students and for people with dementia, for caregivers, and also for interested people. And here I used the same printing technique I just explained to create similar fantasy figures on paper as on the fabric panels. And in the workshop, the aim is to stimulate the imagination of the participants through these figures and to enter into an exchange with people with dementia. Thank you. Yeah, hello. My artistic project, which is still in the middle of the process, is a graphic novel. A graphic novel is a comic in the format of a book. And my graphic novel, and please to the next slide.
The graphic novel is created with a man. He's called Andreas, and he is living with forgetfulness. And it is very important to me that we do this book together. Of course, I'm responsible for the creative part, like drawing, writing, but as far as possible, everything I do is discussed with Andreas, and I'm very happy he will join us later in the German part. Yes, at the beginning, it was important to clear up the goals for the graphic novel, like encourage those affected and relatives, change the image of society, show that there are also preliminary stages, and clear up prejudices. Please to the next slide. Yes, the story tells from the time shortly before the diagnosis to the life with the diagnosis. It talks about sleeping problems, visiting many doctors, and ways of dealing with it. But it also talks about everyday life and the present, like jogging through the gardens of Schönbrunn, playing ping pong, playing games on the laptop, weight training, regular meals, and what I can say from my experience with Andreas, a lot of humor. I got to know Andreas as a life-loving, funny, creative, sporty man who can tell many, many stories from his life. And these aspects, and especially his passion for technology, are an important part of the story that is told in the graphic novel. So in the graphic novel, Andreas becomes the inventor of a story preservation station. The aim of that station is to save all his stories. Like, it's a wide mix of technical stuff, and if a story wants to be preserved, it passes 5 stations: audio recording, visualization, mix, emotion, and jam output. The end product is memory jam, like marmalade, which is bottled like a conventional jam and preserved through the special process I told you before. And so the story is in the memory jam, or the jam is full of stories. So the color of the jam, the way it feels, the smell, the taste, the sound when the jar is opened, makes you feel like that you're experiencing the story again. And of course, Andreas knows everything about his stories, but in this way, other people can also empathize with this, can imagine how he felt, how it was, and believe me, it won't be boring. And now you can maybe think for yourself which of your life stories should be processed into memory jam and maybe saved forever. So yeah, next slide, please. Yes, as I'm working as an art therapist with people with forgetfulness, I chose a workshop that is not invented for me, but I think it's very nice to do with people who are living with forgetfulness. It's about feeling the colors. In the first step, the people can choose colors that are warm for them. In the second, they choose colors that are cold. And in the end, it's the goal to put the warm colors and the cold colors together. And it's possible to talk about the image, like how did you feel? Do you want to show it? And so on. So thank you. Hello, my name is Pia Schala. I'm a designer with the background for industrial and graphic. In the last couple of years, I developed a focus on the haptic field. So today I want to present 2 different things I'm working on, 2 projects. One is really in the beginning, so I'm sharing a process. I call it tabletop. We're looking at a sketch of what I imagine a tool that could help to interact. So it should be an icebreaker, a non-verbal table with no rules. Where do I imagine is such a table standing? In caretaking homes, in the coffee area, in the meeting area, in the family room, however the building, the institution is structured, it should help with
a non-verbal conversation. So these balls represent different haptics. Here's a prototype where I'm trying out with the sizes of the balls. They could be, imagine tennis balls, golf balls, they could be rubber, they could be bouncy, they could be soft, they could be heavy, they could be light. And then these patterns, it could be helpful with organizing or also disorganizing or just playful back and forward rolling with whoever comes to visit. Or, I mean, I know it from my own experience. I always struggled what I should talk to my grandma about. And it was hard to get in contact. So I imagine this could be helpful to make it easier to come into an institution where you are coming from a busy outside life with different problems and then into a totally different speed. And it should be a connection tool, let's say like that. The second project that I want to show is, let's say it's a mix, because I do it as an art form or expression form of mine. I recreate newspapers or magazines, and I developed a workshop for schools, but also with adaptions. Caretakers or people living with dementia could download these sheets, these toolbook sheets that we all showed so far. The imagine here is to create new news, because we're all surrounded with all kinds of news, quick news, fake news, very good news or very bad news or very, like a lot. And it's everything very quick. And isn't it also sometimes very nice to just decide by yourself how you want to see it, change it, adapt it a little bit, give an irritation to it. So you take shapes from something and stick it together and then have the meaning switched a little bit. Yeah, so that was it from my part. And we finished with an overview of some more of our sheets. Maybe Ruth wants to say something to that part, or should I? You want? She's already smiling. Yeah, well, thank you very much. I think it shows the big approach from a very diverse team from different disciplines collaborating within the arts. And the objective of this project is also to give some tools for society as an open source, because we figured out that many people are asking, what can I do with my father? What can I do with my mother? How can I interact with them? How can I teach this very difficult topic in school? How can I approach this? And so we investigated quite a lot of time in defining this tool kits, which very soon we will put online. And we would ask you also to go to our homepage, which is www.Dementia.Arts.com. And we would highly appreciate your signing in for our newsletter. Then you can also get our newest informations about the toolkit or other events, or you can sign up for a workshop we are giving. We are also very happy for connecting, networking, or planning things together. And yeah, here's just a short overview to get an idea. So for different target groups, just for caregivers or for students in secondary 1 or secondary 2, and many other and maybe we need to say that in future they will be translated in several languages. So yeah, thank you. So now there are some in German and English, but we are planning to translate them into the languages that caregivers in Austria are speaking. So we want to approach them, because many of them stay the whole time together with people with cognitive impairments and need some help also how to interact, positive interact. And yeah, thank you, Pia, for reminding me. My pleasure. Well, yeah, I think we are quite good in time. We could stop now and ask, we can leave this slide maybe if you want. I don't know if you want to write down our homepage, or if you
or maybe we put it into the chat. I've seen Lara was so kind and already put it, so we can turn it off, the slide, and switch over to feedback and questions from the audience. I'm happy to receive some. So are there any questions or thoughts? Jakob Köhle, yes, please. May I ask about the graphic novel with Andreas, since it's pretty interesting that you're working with like with an actual person, you know, not just the whole thing about itself and like dementia itself, but you're working with an actual person and his actual like things he remembers or tells you. So I was wondering if he's like in some kind of special relationship with you, like his family or like a close friend of an uncle, or I don't know, and how you do it. How do you work? How do you like decide what to put in there, what not to put in there? Does he decide it? And are you aware of like that there's a certain kind of, sounds bad, but there's like a time pressure, you know? So at some point he might not be able to tell you anymore. Probably. This sounds so bad, like speaking it out loud, but it's might just be the truth, you know? And how do you cope with that? Like producing something with a person, about the person, well knowing that at some point he probably won't be able to remember producing it or won't be able to read it, or no. That's quite something. Not really a question though, but rambling around. Yes, thank you for your question. I think that if the book is finished, it can be a very good piece for him to remember things he maybe would have forgotten, like, but he is in a state where he is very in the beginning of a state, and I don't know how fast or how slow it will go on, but as I know him now, I hope and I think he will stay in that state for a long time. But I know what you're thinking. I'm also sometimes thinking, I hope we can finish that, like, but I think we can, I'm quite sure. And I know him, I didn't know him before. I was just asking in a Facebook group who wants to make that with me, and now we do much things together that I can know him better. And at these appointments, I'm showing him all the time and what I did, and then ask him, what do you think about, what should I do else, and stuff like that. So it's all the time like a ping pong. So yes, I'm all the time writing what he's telling me, and then I try to paint it and write something. And maybe it's essential that Andreas is not living alone, that you're not meeting him alone. Isn't there a wife? Yes. Yeah. Oh, yeah, he's not living in a care house, he's living at home, and yes. And I think it's also, if I may also add something, I think it's also the kind of the moment we are living in. We cannot calculate if something will be finished in our lives. I mean, I think everybody's facing this, do we? I mean, if we all of a sudden go into a serious health condition, we don't know if we can finish our plans. I doubt that. But thank you for the question. And Antonia, welcome. One of our experts joined us. Thanks for coming. Could I please ask you to postpone your question?
Yes, I don't know, I can't remember who presented the workshop about with the colors, the warm colors and the cold. Was it also Lisa? It was Maya? me. Yeah, it was you. I wanted to ask you, did you do some workshops with persons with dementia already, or did you involve the relatives too? Yeah, I'm working with people with forgetfulness in a care house, and I already did this workshop too. Yes, I don't do it with relatives. I'm focused on the people with forgetfulness. Yeah. And what was your experience? Did the people there make a difference between cold colors and warm as we do? Do they have the same impressions? No, this was very interesting because for me, I learned in school like which colors are warm and which are cold. And it's very nice to see that you can feel what you want. And I also experienced that it's most of the time very nice to talk about the feelings. And this makes it also very nice to do with people. Okay, yeah. Thank you. Thank you. Yeah, thank you very much for the question. There are some other questions. We also appreciate comments, suggestions, feedback. I thought it was nice reading that some people from the audience already seem to participate at our workshops. So thank you for the feedback. It's kind of a recommendation. So maybe you would like to join in our workshops, and we currently try to overwork them and offer new workshops as well. And we also had a feedback, especially to the work of Lara Girotto, as she's showed a different practice for people who cannot draw. So people were thankful to your work, Lara. And we got a feedback from, I'm sure I spell it wrong, I'm sorry, Janji Huang, to our work. And Veronica Franklin Gould, the president of Art for Dementia, wrote us very inspiring range of projects, each so imaginative, great discoveries. Thank you. But we're also very open to critical feedback or questions. Some of you gave feedback to the movie I showed to you, the interactive with the QR code. And for me, it was very important somehow, can we afford 2 minutes? You watched it or you have been watching it for 2 minutes. And the question is, can you concentrate for 2 minutes just for somebody else? Or are you with your own thoughts? And I think this is a very challenging thing, which I learned working with people with cognitive impairments, that they learn us, they teach us to give them the whole attention. And I think this is what our society is missing. So I think it's a big contribution. I think it's a great situation. Of course, it's difficult if you're a relative and if you're suffering, and every day with the topic, this is of course different, and I totally feel with these situations. What I want to say is that we have also so much to learn from people with cognitive impairments. And this video for me was, doing this video was kind of challenging us. How long can we be really attentive and not being with us, not thinking about us and did I cut my fingernails or something like that? How can we really concentrate on the other person? Or
what do we interpret of the other person when we are there? And can we be patient enough to let the person speak also without words? That's actually a very nice last line, Ruth, because then we do 5 minutes of break and we continue with Veronica Franklin-Gould in 5 minutes. Thank you, everyone. And see you later.
Hello, welcome back. Veronica Franklin-Gould tries to have our background. Forget about the background. Should I forget about the background? Okay, hang on a sec. It's not needed. It should go if it's easy. If not, who cares? Okay, I'll turn off the video just so that I can just do that. Choose. Yeah, no, it's very nice that you try. I'm sorry, I did not want to bug you. Yeah. Delete. Yeah, I don't really want to delete it. Okay, sorry about that. You're now in the universe. Look at that. It's still shining, isn't it? Where does that shine come from? Just choose no background in these options. I have no background now, so there we are. And then I'd like to share a screen. Yes. I used the moment for a second to do the real moderation, besides that we have great background. We're very happy to welcome Veronica Franklin-Gould. We know her now for many years. She gives always good lectures and articles and participates in books that we publish. She is the president of Art for Dementia in London, based in London, which is an organization that develops weekly programs at art venues, as well as trainings, conferences, and reports. So we're looking forward to a wide range of things coming from you. Right. Right. The stage is yours. Oh, thank you very much. Well, thank you, Ruth and Christina, very much. It's a real honor and a pleasure to address the University of Applied Arts in Vienna during this decade of healthy aging. For healthier aging, for people at the onset of a potential dementia, is my subject today. How empowering it is to offer them social prescribing to weekly arts to preserve brain health and active cultural life together in the community, their voices heard and understood for years longer. Everyone, according to the Universal Declaration of Human Rights, has the right freely to participate in the cultural life of the community. Yet referral to arts, support for dementia, here we mean wide-ranging activities to revitalize the soul, so many that we've seen today and heard about, requires a diagnosis. Hang on. There we go. Do you want to share your presentation? Because I know you have a one. Are you not seeing it? Should I share it for you? Oh, no. I'm sorry. I thought I was talking to the screen. I thought I was talking to the. Hang on. I'll start again. Hang on. I'll make it smaller so that I can share the screen. Right. Start again. Sharing screen. Share. Yes. Is that sharing now? Yes. Oh, good. I'll just enlarge it and then sorry about that. I thought we were set up slideshow. Okay. Play from the start. There we go. All right. I better. So activities to revitalize the soul requires a diagnosis. Almost 10 million people worldwide are diagnosed with a dementia each year. That's 1 every 3.2 minutes. Many more are undiagnosed due to either personal or cultural fears. The word dementia itself and associated stigma is a deterrent. And of those referred to UK memory services for assessment for their cognitive challenges, 1/3 will not have a diagnosis. In the lonely, fear-filled months, years awaiting memory assessment and diagnosis, the right to arts participation has been art throughout. I'm referring to the wide-ranging arts we've discussed. Arts participation has been hard to access. Yet all would derive cognitive benefit, empowering relief from strain, preserve interest and enjoy a sense of camaraderie, achievement and well-being through participating in cultural programs to preserve their brain health. In last year's lecture, I touched on our program to advance social prescribing for dementia peri-diagnosis.
that is to say, at the outset of symptoms, and referred to our report recently published online, Arts for Brain Health, Social Prescribing Transforming the Diagnostic Narrative from Dementia, from Despair to Desire, or Hope, as we've said today. And I was trying to find out how much social prescribing is happening in Austria, and it is happening a bit. I think it has been happening a bit through dance. But anyway, I shall discuss it in detail here today. So I shall now present our findings, informed by NHS England's introduction of social prescribing link workers available to every GP through their primary care network for non-clinical treatment, such as re-energising arts activity. Our two 2020 arts workshop pilot programmes in London, which tested the social prescribing referral process. Learning from 15 cross-sector meetings we held throughout the UK to establish current diagnostic practice and how social prescribing does and can in future fit in, during which time the National Academy for Social Prescribing was founded and developed. And from our conference speakers, professors of dementia prevention, active and creative ageing, leaders in culture, health and well-being, and social prescribing, GPs, consultant psychiatrists, psychologists, learning coordinators, local authorities, the campaign to end loneliness, arts practitioners, funders, and our own extensive research for the project itself. I shall explain how... sorry, missed one. I shall explain how engaging in arts addresses modifiable risk factors for dementia and protects against the advance of cognitive decline. Current peri-diagnostic practice for dementia with case studies from patients, how GPs and memory service offer or plan to offer social prescribing models and communication with arts organisations, creative ageing and arts for brain health models and communication with social prescribers, models for collaborative practice, and how arts organisation raise awareness to all stakeholders to achieve sustainable arts programmes. But first, I should like to show you, to raise awareness at the start of our campaign. This is Diagnosis from Despair to Desire, Arts to Preserve Wellbeing. We commissioned a picture to demonstrate the impact of arts in revitalising and easing the strain on people fearing their diagnosis. The commission was to show how the joys of arts override symptoms of dementia, as we've seen so well today. Here the artist has created a double profile of the same person. On the left, fearful of the diagnosis, that on the right, enchanted by arts, extends a hand of comfort to the diagnostic head, whose other eye courageously swims over waves of dementia towards the arts. Within the arts head can be seen a range of arts: music, dance, poetry, and drama, an upside-down tree to trigger dialogue. The dual idea was for the picture to hang at museums, firstly as the basis for potential workshop programmes, during which participants, as we've heard today actually, could express their responses to their diagnosis through the arts, especially if they can't speak. And in England, people are so terribly... well, we don't express our emotions. Well, men don't. I'm sorry to be sexist, but men don't express their emotions. But with regard to dementia, people are very, very shy. And so this is to encourage them to share their feelings through the arts. I'm rather distracted here. Secondly, so that medical teams could see how arts inspire and distract people from strain. We named the picture I Agonize, from despair to desire, arts to preserve well-being. D representing the D word, people fearful of naming dementia, and I agonize, actually diagnosis. I thought that was better, but it's meant to be diagnose, but it seemed too dogmatic to call it just diagnose, so diagnosis. And from despair to desire, to show how taking up arts can transform the diagnostic experience, introduce pleasure and desire through artistic discovery, looking forward to next week's arts session. The first step
in our National Health Pathway for Dementia is preventing well. As 1/3 of cases could be prevented, we look at how engaging in arts addresses modifiable risk factors for dementia and protects against the advance of cognitive decline. Lack of education, learning music, poetry or drama, exploring works of arts, discovering the artist's intention, challenges the brain to create new neural connections and pathways that can compensate for reduced activity in other regions. Opening the door to new discoveries and engaging interest is the essence of cognitively stimulating arts workshop programs provided by you and by arts organisations, learning community teams, as well as community hubs or healthy living centres. Participants co-curating arts programmes heightens their sense of identity, of purpose and connectivity as members of a resilient, socially active group. Loneliness and isolation. The social connectivity involved in person-centred arts plays a vital role in protecting people at this vulnerable cusp across all social backgrounds and cultural ethnicities. Arts fulfil their core psychological need, nurture social bonding, personal identity through collaboration in creative endeavour. Connecting actively with nature, whether walking around a sculpture park, heritage and garden visiting, being socially active in nature helps protect against obesity, sleep deprivation, anxiety, depression and social isolation. Physical inactivity, obesity and depression. Dance offers a joyous route to health and well-being, as you practice very much in Austria, more effective than an exercise class in reducing body fat, fall prevention, and through the role of music in improving mood, in reducing stress and helping to maintain attention. As we age, music making provides a tool for a total brain workout, improves plasticity in the cortex, which enhances the brain's cognitive abilities, perception, motor function, working memory, improves cardiovascular strength. Music and dance allow creative expression, reducing stress and giving a convivial sense of accomplishment. Diagnosing well. The patient journey. GP, consultant, old age psychiatrist, social prescribing link worker was a central part of our regional cross-sector meetings. To learn and share the diagnostic process from the patient's first presentation to their GP of symptoms of a potential dementia, the tests carried out, the time frame to referral for memory assessment, the memory assessment process and time frame to diagnosis. Our aim was to open the conversation, to establish the most natural time to refer patients to empowering arts to preserve brain health. According to GPs, it takes several years from the start of symptoms to get a dementia diagnosis. Each case is naturally individual. Patients may present with very early memory impairment or quite severe end stage. Symptoms may not actually be caused by dementia, so a GP needs time to examine reversible causes. With only 10 minutes in the UK per appointment, they may call the patient back several times, not least because some people pass the basic, we found this very much, pass the basic memory screening tests, despite memory and behaviour concerns. Each GP appointment presents an opportunity to refer the patient to the surgery social prescriber link worker for arts to preserve their brain health, unless the dementia is advanced, in which case, after initial assessment, a GP may offer the patient an early referral to the memory clinic, and the longest wait in the peri-diagnostic journey tends to be pre-referral to memory assessment. So we need to get in early, and arts can really help sustain the flow. As the wait for a memory assessment appointment can be 3 to 14 weeks or more, memory services, who hitherto only referred patients to arts post-diagnosis, have now begun to direct patients to the helpful guide
brought out by the Dementia Change Action Network as a result of supporting our programme. It's called the Living Well While Waiting for an Assessment, yippee, on their Next Stage website. It now encourages people awaiting memory assessment to engage in arts. This is very good news. Supporting well. Social prescribing, a human mechanism linking patients with non-clinical sources of support within the community, enables GPs, through their link workers, to refer patients to local services, including arts, to support their well-being, to empower them to take greater control of their own health and nurture their resilience in the community. There are now over 1,500 link workers around the UK, trained and supported by the Social Prescribing Network's regional learning coordinators, to keep informed about local opportunities for stimulation and interest. With more time for patients than GPs, link workers find out what matters most to people, what they would like to do, choose their own arts treatment. That's quite empowering, isn't it? What they would like to do and direct them to local opportunities. In the UK, they can refer to the Arts for Dementia workshop, web listings, which are listed by postcode, by art form and by dementia need. If the person's desired arts are not yet locally available, the link worker may have access to a community builder who can help support its setup. So with GP referral link workers at the onset of symptoms, creating the referral pathway, it was such fun creating this chart, creating the referral pathway between the GP, the patient and local arts. People no longer need to suffer loneliness, traumatic fears of stigma in the months, years awaiting a dementia diagnosis. Now, before I get any further, I would be very happy to help in Austria to help this sort of setup through the Global Social Prescribing Alliance. So this enables them to preserve their brain health and stay connected as valued members of the community. That chart and all this information is available in our online report, whose link I'll give you at the end. Living well. Weekly creative participatory arts groups. Weekly is terribly important, as I mentioned last year, because that way you keep up the energy, the energizing, the good work. It has to be weekly. Whether it's weekly in your own way or weekly through an organized group, weekly does the trick. It protects against the advance of cognitive decline. Weekly participatory arts groups, creating creative aging activities led by artists trained in early stage dementia communication, mild cognitive impairment, etc. Not branded for dementia. Don't brand programs for dementia because it does put people off at the very onset. I'm a one to talk. When I set up Arts for Dementia over a decade ago, I wanted to call it Arts for Minds, but it attracted people, with, dare I say, normal mental health issues, and we did want to reach people who were concerned about their dementia. But we have all along found that people saying, I haven't got dementia. And so rather than cause that offence, now the wonderfully exciting way of doing it is to preserve brain health. It is such an exciting move. I think it started in Ireland and Scotland, and then we got sort of neuro arts, but it's just very, very exciting. Now I've lost my place because I got too excited. Weekly participation, yes. Not branded for dementia, which is, if you say arts for dementia, that's passive. So the ideal approach is the more empowering concept of arts to preserve brain health. Challenging but achievable. It's exactly the same as Arts for Dementia, but it's presented as to preserve your brain health. Challenging but achievable, designed to re-energize and inspire, with arts teams informed by early stage dementia training or mild cognitive impairment training to give insight into the challenges people face as early symptoms of mild cognitive impairment and the various dementia subtypes arise.
There is no sense of dementia here, except an understanding. And if a diagnosis is confirmed, participants remain part of the group, co-curating, improvising, inspiring each other. And whether or not the diagnosis is ultimately a dementia, participants enjoy cognitive benefits. For example, we had, you were talking about programs with people with vascular dementia. A participant with a vascular dementia diagnosis found that after a year of taking up art, actually with somebody else, and drama with us, that her memory, which had suffered terribly, and reading ability were restored after that year, and her diagnosis was changed to stroke damage. It's wonderful because she was a nutritionist and she can now follow recipes again. But that's because of this weekly activity, and I must admit you need that sense of that active sense, approach. Very often you can have that with a partner. It really, really does help. Incidentally, all our activities that we promote are for partners, but more of that later. The object is to maintain cultural interest for both the individual and their partner, for fulfilling life in the community, to make new discoveries, co-curate activities, and feel a real sense of achievement and belonging. In this way, participants live healthier, connected lives for some 3 years longer or more. That's what we found, and that's also what the figure that Alzheimer's Scotland quotes. Now, really important is to involve students of the art form. Students of the art form and medical students interacting together with participants for mutual benefit, to understand the capabilities as well as challenges of people whose cognitive impairment is mild. As you actually just been discussing just now, these wonderful projects when people all the way through today's symposium, you've been discussing this. It's been terribly exciting. It's so lovely to take the approach to overcome stigma through attention at this early stage. But we need to involve medical students working with art students so that both can really know and spread the practice. So to involve them, to support the team, useful for their dissertations, and of course to help our evaluations, and to help spread the practice in their future careers. Arts opportunities in the UK are disseminated through the Culture, Health and Wellbeing Alliance regional champions. They have a museum champion and an artist champion for each region, and bring together arts and health organisations with link workers. I'm sure you know about them because they hold a truly splendid international conference every 2 years, I think. So we set up, I realised that if you're going to set up social prescribing, if a person, if an individual doesn't live with someone, doesn't have a partner to access their chosen arts prescription, it's much more enjoyable for them to do so with a companion. So we have a web page which coordinates cultural and creative befrienders around the UK, and I'm sure this could be scaled up internationally if desired. Again, I'm happy to help with that. So, models for collaborative practice. The best way of in our social prescribing conference a couple of years ago, when we were really just tackling the idea before it really took off, the idea for dementia. You had the medical teams were saying, well, how can we possibly prescribe to arts because they're short term? Arts are funded short term. The arts organisation spend a lot of time, fund and trouble and expertise fundraising to set up projects which are time limited by their very nature, because you're given so much for your project. But a medical, a prescriber needs to, or link worker needs to know that the project's going to go on and that their patient can continue to have that stimulation. So the way forward, brilliantly actually, the National Academy for Social Prescribing, which was founded last year, set up an absolutely inspired
Thriving Communities initiative, which really I've been promoting very heavily through our conference and through the report, because if you engage all the stakeholders, that encourages new funding and that enables the programs to go on for longer. So although the fund is now closed and the model is a good one, it encouraged cross-sector funding, raising awareness between all stakeholders to fill the arts courses on offer. And interestingly, when the funding was lost, the people who failed to get the fund did continue with their partnerships. So it really does show what a terribly good idea it is. So mindful that arts organisations alone can only provide their usually free but short-term programmes, a cross-sector consortium is needed for sustainably funded arts programmes. They need to allow time to build relationships with all stakeholders, consult people with lived experience, other arts organisations to know what is already available, and plan content with potential participants to create a cross-sector consortium through which to raise awareness and a range of funding. The ideal consortium would start with the arts organisation, who is providing the weekly programme, maybe more than one arts organisation for variety. Because as we know, people have lots of different interests and perhaps they don't want to do painting when they could be doing dance or something like that. So the arts organisation, one or two, their local primary care network, whose GP, whose doctor and link worker will refer participants, may also generate health funding. Through Thriving Communities, it was the NHS Charities Together that provided the funding. Local authorities, they're always proud to fund arts and health programmes, and I know particularly also in Europe that's the case. And then you need to make sure you have contacted your local ethnic or cultural group for older participants. And finally, as we discussed before, the university for the arts and medical students. And the UK has a splendid student champions scheme, which I'm sure is spreading internationally now, because the person who runs this Global Social Prescribing Alliance was the founder of this totally brilliant scheme. To raise awareness with the following regional and local networks, you need to in England we contacted the Culture, Health and Wellbeing, Social Prescribing, libraries, age-friendly culture and health champions, age-friendly and culture champions, social prescribing champions, arts and health websites, the Arts for Dementia website, and spread the news through social media, local radio and broadcasting, and share practice at these splendid conferences. So, what have I left out? I hope you can see how, I just want to see if, yes, I hope you can see how social prescribing, enabling GPs to refer to patients to empowering arts at the very outset of symptoms of a potential dementia can transform the peri-diagnostic trauma, ease isolating stress and strain for both the individual and their partner in the fear-filled months leading to diagnosis, and instead by opening the doors to new discovery and preserve their brain health and resilience together in the community for years longer. Thank you. I'm happy to answer any questions you may like. Thank you very much for this great part here. Are there questions? I must say I don't see all of you, so. Just to say, we've got, if anybody's interested, we actually have a webinar on the 7th of December about brain ability, which tackles these modifying risk factors, and dance, focuses on dance, which I know is an area in Austria that you that has been, when I Googled social prescribing in Austria, up came dance for health. Mm-hmm. But it may obviously probably not dementia. But this is really for older people and this early stage. Yeah, I'm sharing your website again in the chat so that everyone can have a look.
Lovely. Shall I come off the, hang on, I'll come off this screen. Shall I stop share? Oh, yeah. Shall I stop sharing there? Yeah, you could, because maybe then we see more. Yeah. faces. Okay. I'm sorry, I seem to have a very peculiar background. I tried to get. I must say it's quite funky. I liked it. But I mean, I Sorry. I'll just have a look. I'll turn my totally chat hip, actually. in case. All the graphic designers in my background would be totally, yeah. How can we get in touch with me? So Veronica at Arts for Dementia. Oops. And also, if you want to have a look, I'll update the news item for the webinar. Well, if you email webinar, I wonder if I can copy it. I'll see if I can copy it from here. Don't feel at all obliged for this webinar, but it's we've got the. Wait a minute. There we go. Increase. Mindful that you're an hour ahead, I think. So this is the webinar. They're floating in a lot of content. I will have to. The link didn't work. But I will. That can be found actually on the Arts for Dementia website. So I said 10 till 11. So that will be my turn. Your 11 till 12. So Lisa has a question. Ah. Lisa. Oh, there's Elizabeth. How lovely to see Elizabeth. Gorgeous. Lisa has a question. Yeah, I'm just interested, Yes. like, because you're talking a lot of how important art is for the well-being of everyone. Yes. I'm interested. Are you doing art on your own too? Actually, I sing and I dance, and I do want to learn. And I'm standing here above my piano, which I want to take up soon again. And I would love to learn to paint. I went to a terribly artistic school where there were children of very famous artists, and I got shy. And so I decided to love art, and I go at every opportunity. But I have been very lucky through Arts for Dementia to work with you wonderful people, and to be able to showcase the best that you can. I do find that people working in the Arts for Health movement are so inspiring, and I think it's terribly important with when you've got content challenges that your art should be more compelling than normal, because the challenge, as we all know, is to get out of the house. People with dementia are nervous, aren't they? And actually, I'm singing in a concert weekend, and I had a rehearsal, and somebody said on the way back, she said, "Oh, I was absolutely demented." And I said, "Please don't use that word." I felt very guilty of saying it, but I said, "Please don't use that word, because anybody who has got dementia will be privately very worried about it. And, it's, to say you're demented for fun is a cruel thing. But I do hope the world will talk about brain disease. In Ireland, they talk about it's called the Global Brain Health Institute. They had a brilliant podcast that inspired me to do from changing the narrative, and we had their professor talking, and she said, "I'd much rather people told me I was suffering from brain disease rather than I got dementia. Brain disease is like heart disease. I feel better if you say that." And interestingly, in India, where they don't, I've always been told that they don't have a word for dementia. I asked my lovely Indian dancer friend, Vishaka Saka, "Is it really true?" And she sort of thought, and she said, "Yes, it is." I said, "What do you call it?" "Oh," she said,
We call it like a heart condition, a brain condition, and that's it. If you say to the person, you've got the connections in the brain aren't working quite as they should do, and these are ways to override it, and you can help yourself by taking up arts. I mean, that's the, you helping yourself is something. You feel hopeless because there's no cure, and but you can do something to help it, and I've seen the difference it makes. And of course, back to your question, loving the arts. I couldn't bear to live out without it, and that's why I wanted to share it with everybody. That's why I founded Arts for Dementia. In fact, it was founded because of a cellist playing to my mother 7 years after her diagnosis. We'd no idea. She was a strong and you've been showing, actually, Gail was showing at the beginning how these very articulate people in Australia, they can articulate their problems, and it's so wonderful that they've been given that opportunity. I mean, it's really amazing. They've been given that opportunity to explain it to the wider world, because we didn't know how to deal with it from our mother. And 7 years later, my beautiful cellist lodger played to her, and she used to support young musicians, international young musicians, she suddenly started. He looked into her with his eyes, used eye contact, as we know, so very important. And the great thing about Zoom is, if you can remember which I couldn't all the time, but looking into the camera, you can really reach people personally, and really communicate. And he looked with his big eyes into my mother's, and she began to talk. And she hadn't been able to talk before. She began to talk. She began to interview him, as of old. It was extraordinary. So that's how it all started. And so I gave up my. I'm an art historian and biographer. I'm going to go back to that soon. Sorry, is there anything? You got more compliments in the chat from Paula Suarez. Oh, you wanted email? Email? No. Somebody. Yeah, you wanted to share your email. That's true. Please I mean, somebody asked for that. Exactly. But thank you for sharing your story of your mom. I remember that from the book. I know. I didn't include it in the. I didn't include it. No, but remember that you did a part in that book. And yeah. I remember it specifically because in the back of it, there is a part where you're describing that. And when I was introducing you today, I thought, if we have enough time, that I'm going to read that, because it was very touching. Actually, a colleague has just received it. She's incredibly impressed. She runs the Creative Dementia.Arts network. She's called Maria Parsons, and she thinks the world of particularly the design of the book as well. And it is a beautiful design. Thank you. We have a question. Antonia, can you please? Yes, thank you. I have a question. Do you think that art is important for everyone? Do you think you can reach people with, let's say, cognitive impairments through art? Or I think it's not for everyone, but maybe it's more the relationship you build up through this models? Both. You're absolutely right. Not everybody, a lot of people are terrified. I mean, I can't really paint, but I am open to trying. I think it's people orientated. I think first of all, the role of the social prescriber is to talk to the person and find out their passions, what they're most interested in. And so I'm not necessarily visual arts. I mean, most people like to dance one way or another. They may say they've got no left feet, but whether it's bobbing about to pop music or the classics. There's the reason I called it A.R.T.S, arts activities to revitalize the soul. I wanted to keep it as arts because I think new discoveries are exciting, but you can do this in the open air. For example, actually a sculpture park, or dance in the forest or something. And I think it's because all of you working Arts for Health are so imaginative, but I don't think one can force arts. But I also think to say to the
the person, would you like to try? You don't have to do it, for example. I mean, one of the things I think is really important, when I started up, I was following the Museum of Modern Art in New York's idea and developing it more widely, and where they look at a picture and talk at a picture for a very long time. And we were doing look at a picture for a short time and then do your own art. But if I think the main point, as you've been, everybody's been raising today, is that your voice needs to be heard. And if you are able to talk, if you're given the chance, and for example, as we know, when talking to people with dementia or cognitive challenges, to talk not as fast as I'm talking, to talk, give them time to answer, ask a good point, not be simple. I think it's awful to just look at a picture without saying who it's by, when it was painted. I think you need to say who it's by, when it's painted, where it was painted. Now, what do you think's happening? You can give the title if you like. Now, what do you think's happening? Because that's not reliant on memory, and you can ask and wait for the answer. I mean, I remember once a long time ago at the Museum of Brands, and these very enthusiastic volunteers used to ask questions so quickly that nobody with dementia could have a chance to answer. This wonderful photographer with dementia, when there was a sort of silence, was suddenly able to answer really interestingly. So I think it could be literally voices heard. I mean, this picture that we commissioned, which is actually sitting here in my sitting room, you can't, yes, there it is, which is free for anybody who wants it to have in their museum. Does that show it? I don't know. Anyway, for anybody who wants to have it in their museum or their university to work with people who are facing cognitive challenges, I would love it to work for itself. I'm very happy to drive it abroad if we're allowed through COVID at some later stage. Now, I think there's a lot of discussion about art, and I think it's just person-centered. What do you think? I might Antonia. in here. It's like very at the end of our question and answers. So if somebody wants to respond, that must be very quick now. Otherwise, thank you for showing us your artwork. Well, you can have it. I'm happy to bring it when COVID allows, because it's the idea is that you don't have to speak. You can paint, draw, dance, sing. Anyway, thank you very, very much for having me. And this is totally fascinating. This whole symposium, brilliant. Thank you for always participating when we ask you. And though I can't help tomorrow, I'd be very happy to be on a panel next year. I'm sorry about the funeral, but there we are. Me too. Looking forward to the next wonderful. Yes. We do a quick break of 2 minutes, and then we are very happy to already see Sean McNiff in his living room that we know from last year. Super. We're back in 2 minutes. Thank you, Veronica Franklin-Gould. Thank you.
Hi, Sean. How are you doing? Hello. Hello. So great to have you with Hello. us. Hello, Ruth. Yes. You're good looking. With old man. What is old? I see Ross Pryor there. Oh my Yes, goodness. he's here. He's Oh, here. He just switched off his camera, but he's here. yeah. Oh, and hello, Pia. Congratulations on your design. It's elegant. So good to see you again. Hi. Yes. I really love your living room. It's so cool. Well, this is an old American house. Yes. Here on our Thanksgiving Day. You know, it's a big holiday here. And Yeah. thank you, Christina, for all your support. Yeah. Well, as we know Sean, maybe we should start because he will need the time. Maybe we can ask again the people also to switch on their videos, because it's kind of desperating if you just see black views. Yeah. Yeah, faces. I agree. Because maybe the people have their little lunch break in between, or don't want to show their eating or whatever. But anyway, I see you, Ruth. So guten Morgen here. Yeah, it's guten Morgen here. Almost guten Abend, almost on your end, yeah. I miss all my time in Europe. This pandemic is, this has been rough, but it's great to be with you digitally. Yeah. Saves a lot of air travel too, but I have these imaginings of making art with a whole big group in your school, in your space, and actually doing the work physically, which has been so challenging over these past 2 years, as someone based in making the art together in community. There's just nothing that can match that. And I just wrote a paper for Ross's Journal of Applied Arts and Health, on natural experiments, and how in this required, mandatory digital studio era, things can happen. It forces us to do things that we wouldn't do otherwise. But as wonderful as it's been, everyone that I've involved in a digital studio over the past 2 years say that in their work, they will do it physically. Yeah. Okay. We're good to go, no? Do you want me to begin, Ruth? Are you going to say something? I had the feeling Ruth wants to say something. Yes, I will. Oh, yeah. Should we start already? Yeah, I think so. Yeah. Yeah. Good. I want to warmly welcome you back after the break, and especially Professor Sean McNiff. And he is very well known and specialized on the topic on seeing art as a healing principle, if I may say that. And I would like to quote one of his sentences he wrote. Whenever illness is associated with loss of soul, the arts emerge spontaneously as remedies, soul medicine. And this is his quotation from Art as Medicine. And I think it's extremely important to have this insight, and actually the recent discussion as well about what role art plays, and the discussion between Antonia and Veronica about what role art can take. Sean McNiff is author of many books. He was so kind, together with Ross Pryor, to write
about, or in our books, he Arts and Dementia, and he is very engaged in artistic research. And he is author of Imagination in Action, for example, or Secrets for Unleashing Creative Expression, Trust the Process, An Artist's Guide to Letting Go, or Art Heals, what we will also listen today, or Art as Medicine, or Integrating Arts in Therapy. He is specialized in arts-based research, artist research, and other books, and is an exhibiting painter who has had a seminal influence of the areas of creativity enhancement, the arts and healing, and art-based research. And he has lectures and taught throughout the world. And we are very proud to have Sean within our expert team and today with us. And yeah, the stage now is yours. Thank you, Ruth, and I appreciate being invited back again to participate in your project, which I admire greatly, and I'm so impressed with the way you've been able to work with your fund in Austria to get government support and to engage not only the entirety of your community, but your country and this work that you've taken such important leadership in. And I really think it's a model in terms of my experience worldwide, what you're doing and what you're accomplishing. I like to joke when I talk to students that because I'm doing this work for over 50 years in so many different parts of the world, and with so many thousands of people in a typical year when we're not hampered in terms of travel, that I am somewhat of a database in terms of how art heals. As people know, I'm reluctant to ever talk about art itself. And when I talk about art in terms of your German language, I love the word Gesamtkunstwerk, total expression, total art expression. As Suzanne K. Langer said, there's only one word for dance, music, playing the violin, writing poetry, painting pictures, and that word is A-R-T, art. This is something Ross Pryor and I are very committed to in trying to advance in our work of art as healing, and not separating. And well, of course we separate in terms of the uniqueness of every situation, but not institutionalizing the arts in these separations that I think diminish their holistic, interdependent power of using, as I wrote back in the 1970s, everything we have and responding to the uniqueness, the unique expressive strengths, and in terms of dementia, needs and weaknesses of the people that we're dealing with. So when I talk about art, I'm talking about all of the arts and all forms of artistic expression, even though today, with the slides I'm going to show, I'm going to focus on the visual art, because visual art does have a certain magic in terms of being shown in this format. So bravo to your group of Arts and Dementia. I'm going to talk today about art healing as it applies to people everywhere. I see dementia as part of a human community, and I think it's very important not to exclusively separate arts and dementia care as some kind of new profession within the whole realm of the arts and therapy and the arts and healing. Dementia is part of our human community, as someone where it's all too close in my immediate family. It is something that is part of all of us, and I love the way your program there in Vienna shares this principle. When we look at art and healing, we're looking at infinite uniqueness of each person and each person's artistic expression and each person's needs. And from the very beginning, I've always tried to shape what we do in response to that uniqueness and to give that person the broadest leeway within a very
within a very specific structure, because I keep saying, as I've always said, structure liberates, and people are often very afraid and fearful when it comes to artistic expression. I did come in at the end of the last conversation, and I'm going to give a bit of a counterpoint, because I believe that art is for everybody. As Nietzsche said, when all else fails, when the soul is in greatest danger, art emerges as a healing sorceress, as a healer with magical powers. And I can confirm this based on my life experience. I love the way you read the first line, Ruth, from my book, Art is Medicine. Whenever illness is associated with a loss of soul, art emerges as a remedy, as soul medicine. And I'm a great believer in the universality of this process. I'm going to try to show that today in my slides. This is an era where we are dangerously specializing, and I think dangerously, as Nietzsche said, threats to the psyche, separating the peoples of the world, often with very good intentions, to look at their unique needs. But I feel we can't forget that we're part of a universal human community, a shared humanity. And what I found in my work, my personal empirical practice, and in my studies of the world phenomenon of art healing through time, is that there are universal features as to how art heals. And I am going to try to briefly summarize those today and demonstrate them with some art, and we can hopefully open it up to conversation. And please, Christina, let me know. We want to give a good 10 or 15 minutes for conversation. Let me know if I'm getting close, if I miss it myself. So I deeply believe, because of these unique healing powers that I'm going to describe in 1 minute, that art must be available as a form of public health. I keep saying that artistic expression, moving the body in space, making a painting with gestures and marks, as I'm going to demonstrate with some of the slides today of a session we did in London. And as I think I've demonstrated in my book, Trust the Process, An Artist's Guide to Letting Go, that it's had such a great life in the world. If you can move, you can paint. If you can move, if you could stretch your body, and even if you can't, as we've discovered with people dealing with extreme disability, moving the eyes with eye writers and other forms of kinetic, as long as life is moving in us, we can make art. And the obstacle to that are these social notions that are embedded in all of us around talent and around who should and shouldn't be making art. It's a flawed paradigm. I keep saying art is as natural as breath. Moving is like breathing. It is fundamentally and universally accessible to people everywhere, and there are common features to art healing. As Rhoda Kellogg demonstrated so beautifully in the 1950s in terms of children starting with random scribbles. And if we could only move like the children with our art and our painting and our movement and our voices, and we will access these healing powers. Now, quick summary before I show the slide. How does art heal? Art heals by taking, well, first of all, art heals by infusing our individual persons and our communities. I always work in groups and communities because I think the group generates more creative energy. Art heals by infusing us with creative energy. In East Asia, they talk about this as chi, the vital force. It is something, mana in Polynesia, this life energy that art infuses us with when we start to move and we breathe with it and let it into our bodies. That energy acts upon us, and with that energy, art takes
our deepest afflictions and our difficulties and transforms them into affirmations of life. Art and healing take difficulty, take illness, they engage it, and they transform it. They do something with it. They use it as fuel. Believe me, I've got almost 75 years of life experience based on my own empirical experience, as well as what I see other people doing about how art can save lives. If we can simply open ourselves to these processes, let them act upon us, put away all these notions of definitions of art and talent and so on and so forth, it will change us. And believe me, I've got some proof. I keep saying the art itself is the evidence. I've been doing it now for over 50 years. The problem that I always face is the resistance, and the assumption that, oh, I can't make art. So my work is all about, somewhat about convincing people that they can. Creating, I used the word safe space 40 years ago before the term got appropriated. But a safe space is a place where you could take a risk, where people have your back, where the community is going to support you. And I've learned over the years that we create in a supportive community more effectively, because that community, as I wrote in my book, Creating with Others, acts like a slipstream. It's like the birds all flying together. They can go farther together than they can go alone. We support each other. We all have long histories in groups where groups can intimidate and hold us back. But in the positive studio environment, I keep talking, I've always worked in groups. I've always worked in community. In a positive studio environment, the group sustains us, energizes us, and carries us. The obstacle constantly are attitudes. When people start to move, they make magic. They say, I can't believe I did this. Okay, enough. Let me share the script. Ganuk, right? Ganuk, I love that word. Ganuk, enough. Did I say it right, Ruth? Okay, let me, oops, where's my? Yes, you did. Hopefully I'll be able to share my screen here. Okay, let's see. Let's get rid of this one. Slideshow. How's that? Can you see me? Can you see the screen? Oh, okay, we've got this screen. Pia, thank you for your wonderful design. I love it. It's very impressive. It's so important to see art healing coming out of schools of design, visual, sensory thinking. That's a whole other topic, and so I appreciate this. I'm going to show some examples from my very, very first work in a state hospital more than 50 years ago. And I'm going to compare that to some recent things in East Asia to reinforce these universal art healing principles. In the German-speaking word, Hans Prinzhorn, in the great piece of work, the Bildnerie der Geist, oh, help me with the Deutsch, der Geisteskranken, the artistry of the mentally ill. He talked about art as a universal human urge. And what we need to do is make it accessible. Now, this is a man, Christopher, he was in his 50s. He'd come to the art studio and he'd do this repeatedly. With a little coaching and a little support, he started to copy pictures of other artists. This is a piece of copying Picasso. I think in some ways, I think it's even better than the Picasso piece. And then here's a self-portrait. And here's a self-portrait he did of me. This is Anthony. People know, read my books, know about Anthony. Anthony had been in the mental hospital for 30 years when I first met him. He didn't speak for 30 years. He made these little, I call them gingerbread figures. He did them repeatedly for, he probably did 100 of them. And I
I don't like to overuse that word intervention, because I said intervene means to forcibly put yourself between someone and someone else, something else. I did intervene. I held Anthony's hand and I said, Anthony, let's do something different. So he took that head from that first figure, see the head right there, and he made this design. And before you know it, look at what he was doing. Look at what he's doing. This is in response to something else. This is in response to a Ben Shahn picture. I mean, it's remarkable. And here's Priscilla. She had been in the hospital for so many years, and she did these, she was a proficient artist. She did these wonderful scenes from imagination. And the art literally healed her life. She talked about how in her art, she can have, in the art, in her imagination, she can have what she does not have in her physical life. She can have relationships, she can have family, things that she can have in her art. Here's a piece that Priscilla did, a portrait of Christopher, who you saw earlier. She affirmed Christopher with that portrait. This is a whole other domain of art and healing, of what we call response art, responding to one another, in the realm of what portrait you can do in terms of acknowledging the other human being. So what we did with this art is we showed it in an art museum, and this is the point I want to make today. I'm going to show some pieces from China. We showed the art evidence in the early 1970s. We showed it at the Addison Gallery for American Art, got a major grant, traveled the country. It was covered widely. It set up my career. People saw the art evidence. They saw what people could do. They saw the empirical things, no ideology. This is a huge problem today, especially in the art and therapy field. I have, as someone who's described as a founding figure in the various realms of the arts and therapy, I have a lot of problems, big problems. Ideology, number one. I mean, in many ways, art therapy illustrates so many of the things we don't want to do. Certain aspects of the art therapy field. You know, this reductive analysis of paintings, which is deeply ingrained in the field. As I like to say, whatever you paint can and will be used against you. And the notion that art is the healing, it comes from sublimation, which diminishes the art. It's this concept, these concepts that came from Sigmund Freud, God bless him, and his roots in Österreich and everything else. And he did make some important contributions, but he didn't help us with art and healing. Art therapy also limits in terms of the sense that it is harmful for people outside of trained art therapists engaging people in art healing. I think that's a lot of fun. I think people everywhere, communities everywhere, can engage people with art and healing. And trained art therapists, dance therapists, movements therapists, expressive arts therapists can lead, supervise, inspire, work with government, as Ruth has done, to bring a more accessible art healing experience to people everywhere. So what does this art do that we've seen? I'm going to end quickly with some other examples from East Asia to show the universality. What does it do? It brings, when I first walked into a mental hospital and interviewed for a job, what was that now? It must have been, it was over 51 years ago, with a whole other story, with no background as a law school dropout, but as an artist. I was asked, how might art heal? And what I said then is applicable today as it was then. It's common sense. Art heals by helping people, as the previous speaker stated, express themselves when words are not accessible. Art heals by allowing people to use various sensory capacities, as in the case with dementia, that are accessible when others aren't. Art heals by bringing human dignity and respect to the people involved. Art heals by countering withdrawal. As in the case of Christopher, we brought him out into the world, and he was a celebrity in the art museums, and he was being interviewed about his art. Well, people were paying attention to him. It counters withdrawal.
Art heals by building community within the situations where people are living. It heals in so many specific ways. You could see I'm excited about these people, and I give. Oh, today is American Thanksgiving, and I give thanks every day. I'm going to get tearful here, to my beloved Christopher, Priscilla, and Anthony for the way they helped me and guided me and taught me how art heals, and how they shaped my art, which is a whole other story. How my art responded to them. There's a whole other body of work of me working with them and responding to them. This is Harold. Harold was an African-American man who had been in the hospital for so many years. And Harold was a real elder, and he would sit by himself and make these magical figures. This is a paper mache sculpture that he must have worked on for, he painted and repainted for a couple of months. This is what he called his movie making machine. I mean, the imagination of this work, and Harold liked to get into these technical things, and he just, I tried to help him see there at the bottom right, you could see he actually put in there was a viewer, and he actually put in drawings in there, animated drawings. So when you turn the thing, it was all made out of cardboard. You could look at the changing pictures. I mean, it's amazing what he did. It's just amazing. We just simply made it accessible to him. This is us back at the Addison Gallery of American Art. It's all about community. It's all about all forms of artistic expression at the Addison Gallery. As I've written about widely, we worked with video. The museum director, Chris Cook, wanted to experiment with this. This is 1972, 73. And of course, now video is just exploding. And I've written widely about the use of new media in the arts and therapy. And we found that whenever you brought a video camera into a room, movement, dance, theater, singing, everything just appeared. It just happened. The structure of the media elicited the Gesamtkunstwerk. This is us. Oh, by the way, that guy on the right is himself back in those days. Yeah. Universality. This is James Condos. He's a, quote, outsider artist. I like to talk about outsider artists as insider artists. They're really inside. James is living in Oregon. I just worked with him in June in the Oregon, the state of government, government of Oregon, where I did a keynote address, and James was one of our participants in the work. And his name is James Condos, C-O-N-D-O-S, if you want to Google him. And one of my students made a wonderful film about James of his work, and it's called I Wish I Was a Bird. It's available in Amazon. I Wish I Was a Bird. And James talked about how as a person with lifelong persistence of emotional challenges, how when he showed his art, he said, I can't believe that people are paying attention to me. People are paying attention to me. And he also talks about how the healing powers of imagination. In the imaginal world where he can have some control, where he can have some companionship, he can have some empathy, and of course he loves his creatures. Now, part of the notion is if you look at outsider artists, we start doing, you get these art analysts coming in. And once again, anything you paint, and if it's a little bit outside of the norm, and it's another reason why people are so afraid to paint. Oh, what is it going to say about me? It's a bad, bad way to go. A painting, as I like to say, is a living thing. I describe it in Art as Medicine that Ruth mentioned as an offspring. It's related to me because it's me. It's like, I'm very fortunate to have 4 children. They have some of me in them, my DNA, but it's them. I would never analyze my children according to their parents. And it's the same thing about artworks. They're independent, autonomous things. This is Adolf Wolfle, the great Bern artist who lived in the asylum his whole life. And of course, everyone knows Wolfle. Go Google him, you see these amazing pictures.
And Prinzhorn, of course, documented all of this in the early 1920s in his book. Now, the point I'm trying to make is, here's Wolfli. Who do you think this is? This is Carl Jung from the Red Book that I have right over there on the table. That's just the one picture. I thought I had more of Jung. So there's Wolfli, there's Jung. Who's crazy? What's crazy? We cannot label art. Art has soul, it has dignity. It's the manifestation of our deepest, deepest, deepest feelings and imaginings. Wolfli, Jung. We've got to stop this thing of looking at this. My work was first inspired by the worldwide assumption of psychopathology being manifested by art. And I said, no, art is an act of imagination. It's an act of skill, competence, making. I mean, people already have enough problems getting involved socially. We're going to add whatever you paint can and will be used against you. Of course, no one wants to paint. Here we go to China. I've been working in the last few years with Guo Heiping, who I just adore, in Nanjing, China. And I'm going to just show you a few pictures. My point is, I've got everyone's, all of this work is available online in the journal Creative Arts. CAET, just put Google CAET China, it's the journal. And you'll see, go back to back, it's an open access journal. You can see this art and much more like it. Of this man, this is a tractor drawn is magically by so many of what we call outsider artists from this aerial perspective, you know, looking from above. My teacher, Rudolf Arnheim, from your German-speaking world mentor, just talked about the genius of this form of perspective. Anyway, that's getting off on a tangent. This is another artist in China. This is called A Cracked Egg. Why am I showing this? I'm showing this because these are studios with people dealing with emotional difficulties in Nanjing, China, where they come together in what they call workshops, and they make art in community. And I was stunned when I saw this work because it just so closely parallels my own experience and the universal dynamics of art in healing. When I first started studying these universal dynamics in terms of what academically we call shamanism, I was looking at how these universal dynamics live outside of my personal experience, never to go in, to take what someone might be doing in a different indigenous part of the world and do it myself. No, this is what's going on in our crazy era today. I think one person did call me an appropriator in one of the journals, which was like, what? You mean if I'm going to study worldwide culture, if I'm going to study the similarities, the common humanity between what's happening in China, this is another figure of a mask in China, and how that relates to my own experience in this part of the world. And I'm studying the interdependence of all forms of artistic expression and people everywhere, and how art heals everywhere. You're calling me an appropriator? We've got some sicknesses happening in our era. This is another piece. This is another, God bless Li Lu, another piece from Nanjing. I mean, look at this. And part of what I'm going to try to make in closing today is the accessibility of making gestures, making light. Now, of course, this is a sophisticated design that she makes here. However, these gestures are accessible to people everywhere. Now we're shifting to Japan, to Shiga-ken. Yamanani Atelier, Yamanani in Shiga-ken, Japan. I met Masato Yamashita together with Guo at the Harvard Asia Center a few years ago. In their exhibit, you can see me in their exhibit that Harvard put on. Interestingly enough, Harvard did my first art therapy at Danvers show over 50 years earlier. And since I've been working closely with them. This is a piece from an artist
Takanaga in Takanada in Japan, where he's making these thousands and thousands of black marks, and he calls this piece industrial zone. I just love it. I just love it. It just relates so much to what I see happening everywhere. This is another one he calls the walled city. Now, this is a 6-year-old boy that I was working with at the start of my career. And these children show us how if you could make gestures, you bring imagination. This is a battle picture. He's making sounds. There's all kinds of stuff happening. This stuff is universally accessible if we can only begin to think and act like children. If we can act like children, if we can let go of all these debilitating concepts. And once again, like children, and I think the world of dementia can be very helpful to us here. I'm not giving specific examples of dementia art here for so many reasons, because dementia is part of a world community, infinitely variable. And I think, anyway, about Mike's, I don't want to go into my Sorry, Sean, it's just 4 minutes left for discussion, so maybe. Okay, good. And I'm ready to go. I'm going to close with the last ones. So this is another piece. This is another, thank you for the reminder of this, Ruth. This is another piece from Japan, and this is relating to my last principle that I want to make. And this artist is making movement gestures. Now, in art therapy, they had this thing called the scribble. I didn't like it because they used the scribble to try to get at unconscious kinds of things. This scribbling, this moving, as I call it, the movement basis of expression shows that if you can move your body, you can make, and if you can move your body, and if you can repeat over and over and over again, as I say in my studios. Here we are in the London Art Therapy Center. This video is available to people everywhere online. It's a wonderful 7-minute film that the London Art Therapy Center made that you can go and look at. Here we go in the Japan workshop. Here we go with arts therapists in London. If you can move, if you can repeat, you can make significant art. This is what I do with my studios everywhere. It's what I learned from the young children years ago. The movement basis of expression. This is Gary Nash in the studio. Ross was there with us that day in London. If you can move, if you can keep moving. I keep saying people do these divine things, but they stop. They stop and they start to think too much. I call it the movement basis of expression. If you can move, if you can keep moving, you will make significant art, I guarantee. And when I sound like a car salesman, I guarantee it. We have proven it. Thank you, Ruth. I might even give them. Thank you very much, Sean, for your impressive presentation and your plaidoyer. Now it's open for questions. Does anybody have questions? You got some responses in the chat. Well, you know, Ruth, questions are like people's fear of artistic expression. No, I think it's actually, yeah, Antonia. Antonia has a question, please. Yeah, please. No, I don't have a question. I have a comment. Thank you for the great pictures, very impressive. But I again, maybe I can make a question out of it. I don't agree with you that art is everything. Art can heal everybody's soul, diseases and so on. It's not the only way. There are other possibilities. And I think what I said after the other presentation, for me, the main thing is building up a relationship through art, maybe. Yes. Getting in contact, provide social inclusion, and so on. Yes, but I don't think I think you can do it through sports. Let's say football, cooking, walking my dog. So I've only got a couple of minutes. Can I respond? Can I respond? Yes, unless I want to say something very clearly, Antonia. I never said that art is an exclusive healing thing. Never, of course. Oh my God, I never said that. I'm talking about what I'm trying to talk about is what art do.
what art does. Of course through sports, of course through everything. My God, I never said that. Okay, I understood that it's very healing, healing process. Unless you can call everything art, life is art, and so on. Then it's true. That is, of course, another point, and that's been widely discussed, but it gets abstract. I'm talking about the physical things that I tried to demonstrate. Mm-hmm. Okay. So you don't think the relationship is the most important? Of course. Part? I mean, I've read my books. I wrote the first book, Arts and Psychotherapy, in 1981, and it's all about that. Okay. In that book, I talk about the artistic image as a third, what I call the third, and it's that concept's been widely adapted, and it's in psychotherapy. Of course, it's widely recognized also in terms of art. As I wrote in my book, Art Heals. Art healing can happen everywhere, with people working alone, people working in community centers. Art therapy is part of art healing. And in that book, and through all my books, I've defined art therapy as the making of art in the context of a relationship with a therapist. So, of course, do we have some more questions? I've only got a couple of minutes. I think we're actually already over, but I see Helga Müller-Finger. I see Helga. Helga, maybe a short question and a short answer, please. I just wanted to remark something. I'm a doctor, worked many years with demented people, and I think it's also important to see that dementia is a way of being, and that also there is a possibility for the people, if they lose a little of the cognitive abilities, but they can, many emotions come up, and so if you see it from the dynamic Can't hear it. I can't hear Ruth. We cannot hear you. We cannot hear you. And they express, hear me? Oh. Now it's, yeah. Sometimes, yeah, maybe sometimes if the internet is not so strong, maybe you are. Oh, if you sorry then. Yeah, that's okay. Well, I think I got, I know you have to go. I think I got something in terms of, I think, Helga, that you were talking about how in this case with dementia, when certain faculties are not accessible, art can provide, art can provide access to sensory capabilities that are accessible. And that's the point. That's the point we want to be making in terms of, that's why we work with all of the arts, all forms of artistic expression. And we're talking here about art healing. In any kind of situation, trying to help other people, we're trying to work with the whole spectrum of possibilities. Excuse me? Thank you. Yes? Yeah? Okay. Okay, so I think somehow I don't know, you answered. As far as I understood, it's about the emotions, the feeling, and I think it's not the art. Of course, is not, if I may conclude, not the unique strategy, but of course in this project, it's the main approach as one of many. A very powerful, and because art is very engaged with the senses and with the feelings, and yeah, so I'm sorry, but we have already 1 minute to take a break and take a glass of water or whatever you need to do, and in 1 minute we will be back. So thank you again very much, Sean, and in 1 minute we will see everybody again. Thank you. Thank you.
Wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Symposium Art, Communication, Dementia. Dieses Symposium findet im Rahmen des vom österreichischen Wissenschaftsfonds geförderten Projektes PEAK A609 statt. Hierbei geht es um künstlerische Forschung in Zusammenarbeit der Universität für angewandte Kunst mit der Universität für Musik und Darstellenden Kunst. Heute laden wir Sie ein zu einer Reise von verschiedenen Inputs von Expertinnen aus den Feldern Demenzforschung, Kunst, Kunsttherapie, Musik, Medizin und werden auch die Betroffenenperspektive hörbar machen. Besonders aber freuen wir uns, Ihnen unseren Stand der künstlerischen Forschung vorzustellen. Am Vormittag fand das Programm in englischer Sprache statt. Jetzt darf ich Sie zum deutschsprachigen Teil sehr herzlich begrüßen. Wir bitten Sie, Ihre Kameras einzuschalten, weil, wenn es schon notwendig ist, pandemiebedingt alles online durchzuführen, ist es doch ein wenig menschlicher, wenn man Gesichter zu sehen bekommt. Zusätzlich ersuchen wir Sie, die Kameras auf lautlos zu stellen. Nach einem Vortrag der Expertinnen von jeweils etwa 30 Minuten gibt es eine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Hierbei drücken Sie einfach das Handzeichen bei Reaktionen oder schreiben Sie in den Chat. Und zwischen den Vorträgen gibt es ganz kurze Pausen. Ja, mein Name ist Agnes Haider und ich forsche und lehre an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien und freue mich sehr, ein Teil des Forschungsteams von Demenz zu sein. Ich bin Pianistin und Performerin, elementare Musikpädagogin, systemische Coach und Organisationsentwicklerin. In meinem heutigen Vortrag nehme ich Sie mit mir mit in eine meiner Lehrveranstaltungen an der Universität für Musik und Darstellende Kunst und lasse Sie einen kleinen Einblick bekommen, wie Erwachsene ab 65 Jahren gemeinsam mit Studierenden eine wöchentliche Musikstunde erleben. Unser Fokus gilt heute einem besonders lieben Menschen namens Werner, der mit Demenz lebt und gemeinsam mit seiner Frau zu dieser elementaren Musizierstunde kommt. Wie Werner auf die Musik reagiert, was und wie er profitiert, wie die anderen Teilnehmenden mit ihm kommunizieren und wie solch eine Stunde ablaufen kann, das darf ich Ihnen heute schildern. Noch ganz kurz. Ja, zunächst fragen Sie sich bestimmt, was elementares Musizieren ist. Das Wort elementar ist immer wieder in aller Munde, aber wohl eher in Bezug auf sehr junge Menschen. Jedoch gilt, elementares Musizieren kennt kein Alter, sondern ist für jedes Alter zugänglich. Ebenso für Laien als auch wie für Profimusikerinnen. Entschuldigung, ich muss noch einmal schauen. Ich weiß nicht, sieht man jetzt den Vortrag gut? Ich muss das irgendwie ausblenden. Für elementares Musizieren sind keine Voraussetzungen notwendig. Jeder und jeder nimmt mit seinem Können, seinen Kompetenzen und Fähigkeiten in der Gruppe teil. Das Musizieren entsteht im Prozess. Eigene Ideen mischen sich mit denen von anderen. Improvisationen entstehen und werden gestaltet. Bewegungen fließen in das Musizieren ein. Visuelle oder materielle Eindrücke können Impulse geben, die je nach Lust und Laune aufgegriffen werden. Was musiziert wird, unterliegt keinen gängigen Normen und wird nicht als richtig und falsch beurteilt. Die Qualität misst sich an der erlebten Stimmigkeit der Musizierprozesse und an den hörbar entstandenen Musizieraktionen.
Schon Karl Orff hat gesagt, dass elementares Musizieren nie Musik alleine ist, sondern dass Musik stets mit Bewegung, Tanz und Sprache verbunden ist. Sie ist eine Musik, die man selbst tun muss, indem man nicht als Hörer oder Hörerin, sondern als Mitspielende einbezogen ist. Und das Gemeinsame spielt wohl die größte Rolle. Es entsteht ein Feld, in dem alle Ideen und Gedanken Platz finden und jeder Mensch sich künstlerisch ausdrücken kann. Ja, um sich eben gemeinsam an so eine Musizierstunde zu wagen, gerade wenn man sich im 3. Lebensabschnitt befindet, wie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus meinem Kurs, ist bestimmt Mut gefordert. Und das wird immer wieder anfangs in den Begrüßungsrunden zum Ausdruck gebracht. Mutig sind die Menschen, um sich Woche zu Woche auf einen Prozess einzulassen, gemeinsam in die Musik einzutauchen, sich auf Klangsuche zu begeben, es möglicherweise sehr mutig ist, sich diesen mächtigen Kontrabass zu nehmen und einen Begleitbetternd zu zupfen, sich an die 88 Tasten zu setzen und dem Flügel Töne zu entlocken. Und grundsätzlich einfach nur den Mut zu haben, die Ohren weit aufzusperren und das Herz musizieren zu lassen. Ja, der Mut wird jedenfalls belohnt, nämlich mit dem Erlebnis, das für den Moment prägend ist und Glück schenkt, wie wir dann in den Schlussgesprächen oder einer Reflexionsrunde am Ende von jeder Stunde oftmals hören können. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Musik, die wir gemeinsam spielen, in erster Linie natürlich nicht für die Bühne konzipiert ist, sondern für den Moment und der Gruppe gilt. Stimmig ist ein weiterer Begriff, der für elementares Musizieren prägend ist und vorhin schon gefallen ist. Ja, was ist denn stimmig? Idealerweise, wenn sich jeder Mensch wohlfühlt, gut angekommen ist und sich somit eigenständig einbringen kann, mit dem, was jede oder jeder im Moment bereit ist zu geben. Ja, meine Aufgabe als Leiterin dieses Kurses ist es, besonders achtsam auf die Bedürfnisse der Menschen zu sein und behutsam und lustvoll durch die Stunde zu führen, eine Dramaturgie hervorzurufen, die Neugierde weckt, aktivieren, zum Mitmachen, die Leute herauszukitzeln, auf Entdeckungsreise zu gehen, möglicherweise das innere Kind nochmals zu aktivieren und Klänge auszuprobieren, die man vielleicht noch nie ausprobiert hat. Für mich ist die validierende Grundhaltung eine Lebenseinstellung allen Menschen gegenüber, aber noch einmal wertvoller erscheint sie mir in der Begegnung mit Menschen mit Demenz. Mit ihnen auf Augenhöhe zu musizieren und zu sprechen und sie als völlig gleichwertige Mitmusizierende zu sehen, auch wenn das Musizieren in der Realität natürlich so nicht funktioniert oder funktionieren kann, hat sich für mich bewährt. Validation bezeichnet eine Haltung im Umgang mit dementiell veränderten Menschen, die mit dem deutschen Wort wertschätzend beschrieben werden kann, von lateinisch valere, wert sein, taugen. Validieren heißt in dem Zusammenhang für mich, den Menschen in seiner möglichen Desorientiertheit dort aufzusuchen, wo er sich mit seinen Gefühlen gerade befindet, seine Realität zu respektieren und ihn in seinem Verhalten und seiner Persönlichkeit gelten zu lassen. Dies gibt den Betroffenen Stärke und Sicherheit und damit ihre Würde zurück. Musik transportiert Emotionen und Erinnerungen und kann deshalb ein Schlüssel zur Biografie eines Menschen sein. Im gemeinsamen Musizieren oder Hören von Musik können wir vergangene Zeiten vergegenwärtigen. Die Empfänglichkeit von Musik ist bei Menschen, die mit Vergesslichkeit leben, ein bemerkenswertes Phänomen. Während sich kognitive Defizite durch Sprachverfall bemerkbar machen, scheinen musikalische Fähigkeiten erhalten zu bleiben. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass die Ursprünge von Sprache selbst musikalischer Natur sind und der Entwicklung von semantischen und lexikalischen Sprachfunktionen vorangehen. Während die Sprachproduktion vor allem in einer Gehirnhälfte angesiedelt ist, bedarf die Musikproduktion der Interaktion beider Hemisphären.
In einem Projekt Music for Life, beschrieben in dem Buch Musik und Demenz von Peter Allheid und Rinette Gesmilde von 2015, zeigt die Forschung, dass das Engagement in musikalischer Kommunikation außergewöhnlich wohltuend sein kann für Menschen, die mit Demenz leben. Ja, in meiner Musikgruppe, in der wir miteinander jede Woche singen, musizieren und uns auch bewegen, ist ein Raum entstanden, wo Menschen, die mit Demenz leben, ohne Zwang mit anderen Erwachsenen musizieren, singen und tanzen und auf ihre Art und Weise teilnehmen können. Die Musik, die von uns Erwachsenen musiziert und improvisiert wird, nimmt nun Werner, den Mann, den Sie hier in der Mitte sehen können, auf und setzt entweder selbst Impulse und nimmt aktiv teil, indem er ebenso mitspielt oder aber er hört nur zu, wie soeben auf diesem Bild, und macht auf seine Art und Weise mit. In meinem Vortrag heute werde ich Ihnen etliche Kurzvideos zeigen, um einen kleinen Einblick zu bringen, wie die Musik oder die Bewegung auf Werner wirkt und wie er darauf reagiert. Ein erstes Video. Stoppe ich einmal kurz die Folien. Ein erstes Video zeigt uns einen freundlichen Gruß von Werner und das ist seine grundlegende Freundlichkeit und Sanftheit, die besonders sein liebevolles Wesen auszeichnet. Wir befinden uns hier gerade in einer Improvisation zum Thema Punkte und Linien an einer großen Trommel mit einem Durchmesser von beinahe 2 Metern. Aber sehen Sie einmal selbst. Wie läuft so eine elementare Musizierstunde ab? Oder wie kann so eine ablaufen? Am Anfang steht ein Ankommen, begrüßen und sich willkommen heißen. Es gibt immer irgendetwas zum Plaudern. Jede Woche ist der Raum unterschiedlich gestaltet in Bezug auf hergerichtete Instrumente, die schon Lust aufs gemeinsame Entdecken machen. Wir starten mit einem Lied, das schon zum Ritual geworden ist, mittlerweile recht bekannt ist und mehrstimmig gesungen wird. Aber hören Sie mal selbst. Entschuldigung, jetzt muss ich noch einmal zuerst das andere schließen. Und wo man singt, Gemeinschaft sie findet, schön wird die Stunde in unserer Augen. Und wo man singt, Gemeinschaft sie findet, schön wird die Stunde in unserer Augen. Servus, hallo, grüß euch alle miteinander. Servus, hallo, grüß euch alle miteinander.
Dann erfolgt ein Einstieg in die Stunde, die ziemlich verschieden aussehen kann jede Woche. Möglicherweise ist es eine Bewegungsgestaltung oder ein Hörrätsel. Es kann ein Warm-up sein mit Stimme oder mit dem Körper. Es können Gedanken und Assoziationen sein, die wir sammeln. In einer der letzten Stunden war dies ein roter Wollfaden für jeden und für jede von uns, der eine Linie symbolisiert hat. Mit diesem Faden haben wir getanzt und eine Bewegungsform gefunden und miteinander Kommunikation aufgenommen. Ich mag jetzt zeigen, wie wir so eine Fadenlinien-Improvisation mit der Stimme gesungen haben. Die Vorübung war, dass man so lange einen Ton gesucht hat, wie dieser Faden durch die Hände, durch die Finger gleiten mag. Und daraus entstanden ist ein wunderschönes Miteinander, wo man seine Töne verändern konnte, indem man weiter nach vor in einem Kreis gestiegen ist oder weiter zurück. Jetzt suche ich einmal dieses Video und lasse Sie hier hineinsehen. Wie man sehen konnte, ist der Werner hier mittendrin in der Gruppe. Das passiert ganz oft, dass er sich in das Zentrum stellt und es ist auch ein wunderbares Hörerlebnis, hier in der Mitte sozusagen rund um sich die Klänge zu hören. Das ist wie Duschen im Klang, Klangduschen nenne ich das ganz oft. Dann gab es noch eine andere Möglichkeit oder einen anderen Einstieg, das war einer mit Bewegung. Da war das Thema der Stunde Gegensätze in der Musik. Mit so ein bisschen abstrakten Themen kann vielleicht Werner zunächst nicht so viel beginnen, aber die einzelnen Musizieraktionen findet er grandios und wir merken das an seiner Körperhaltung, an der Art und Weise, wie er mitmacht, wie er uns ansieht, wie er sich dazu bewegt oder wie er auch Instrumente nimmt und mitspielt. Jetzt zeige ich Ihnen einen kurzen Ausschnitt aus einem Einstieg in die Stunde Gegensätze, wo jeder Teilnehmende und jede Teilnehmerin 2 bunte Tücher bekommen hat und sich dazu bewegt. Die Aufgabe war auch, es zu spiegeln mit einer oder einem zweiten zusammen. Und der Werner war Zeit seines Lebens ein Tänzer und hat sehr viel getanzt. Und jedes Mal, wenn wir tanzen, braucht er eine Weile, bis er sozusagen in den Fluss kommt der Bewegung, aber dann ist er völlig dabei.
Hier war auch gut zu sehen, wie Lotte, seine Frau, ihn aktiviert, immer wieder ihn antanzt, aber auch andere Teilnehmende immer wieder Kontakt aufnehmen mit ihm und ihn auch ein Stück weit mitnehmen. Das Kernstück jeder elementaren Musizierstunde besteht aus einem Musiziermoment, zum Beispiel einer freien Improvisation, die bestensfalls für einen Flow in der Gruppe sorgt und wo man im Hier und Jetzt miteinander verbunden ist. Dieser Musiziermoment sollte ja im besten Falle stimmig sein. Manchmal merken wir das durch ein besonderes Wir-Gefühl, das dann entsteht. Und das merkt man manchmal, wenn man gemeinsam musiziert, einfach schon durchs Tun. Und manchmal erzählen wir es uns danach oder drücken wir es verschieden aus. Im folgenden Video nun haben wir einen Blues improvisiert. Frei konnte sich jeder und jede aussuchen, welchen Part man übernehmen wollte, welche Begleitstimme, ob man sich an den Kontrabass wagt. Und ich sage noch einmal, die Menschen sind keine Profimusikerinnen, die Erwachsenen ab 65, die hier teilnehmen, sondern sehr musikinteressiert, aber spielen oftmals die Instrumente zum ersten Mal. Und der Werner wird von einer Studentin links neben ihm sehr wunderschön aktiviert und man sieht ganz deutlich, wie er nun in die Musik einkippen kann. Falsches Video, glaube ich. Moment, Entschuldigung. Jetzt. Was sieht man? Entschuldigung, das stoppt manchmal so unverhofft. Ja, leichter in ein Mit zum Tun zum Kommen fällt es dem Werner, wenn Musizieraktionen eine längere Form annehmen oder wenn er ein Instrument findet, das ihm im Moment wirklich liegt, mit dem er sich sozusagen gut ausdrücken kann. Ich zeige noch einen Ausschnitt aus einer Stunde zum Thema Afrika, wo wir eine ganze Weile auf Djembe gespielt haben. Werner allerdings hat diese große Basstrommel namens Doom Doom bekommen, weil für ihn eine Trommel einfach auf dem Boden stehen muss, damit er hier aktiv mitspielen kann. Und es war ganz spannend, weil er schon anfangs einfach sofort eingestiegen ist und mitgespielt hat, ab und zu den Schlägel weggelegt hat, um ihn aber noch einmal zu nehmen. Ich werde ein bisschen kürzen müssen, werde dann ein bisschen nach vor scrollen oder nur einen kleinen Ausschnitt aus diesem Video zeigen.
Ja, wenn man den Werner während der Musizieraktionen oder während dieser Phasen genau beobachtet, wird sichtbar, dass er so wie wir beim aktiven Musizieren in einen Flow fällt, auch wenn er manchmal nur zuhört. Wie er hier mitgetrommelt hat, war schon besonders aktiv. Oftmals ruht aber das Instrument, das wir ihm geben, nur in seinen Händen. An Reflexionsrunden, die wir einfach manchmal nach einem Musiziererlebnis schon sofort haben oder am Ende der Stunde, kann er auch nicht so aktiv teilnehmen. Aber wenn man ihn direkt anspricht, sagt er eigentlich immer etwas. Wenn ich ihn frage, ach Werner, darf ich auf deinem Instrument mitspielen, wenn er zum Beispiel einen Klangbaustein hat, würde er wirklich tatsächlich sagen, aber natürlich. Also der ist einfach von so einer Freundlichkeit geprägt, dieser Mensch, und dann auch wirklich hält das mir hin. Also nur manche Bewegungen funktionieren einfach so nicht mehr, wie das halt für mich zum Beispiel möglich wäre. Ja, und als letztes Video mag ich Ihnen noch zeigen, noch einmal ein Kurzvideo aus auf dieser einen riesengroßen Trommel, wo wir zu Linien und Punkten musiziert haben. Bei Werner ist es ganz speziell, der war Zeit seines Lebens Sportlehrer und war einfach Fußballer und Tischtennisspieler, und sobald irgendetwas mit Bewegung, Bällen oder Sport zu tun hat, steigt er aktiv ein. Und hier sieht man dann auch ganz deutlich, wie der Werner mit seiner Frau während der Improvisation Kontakt aufnimmt, so ein Glas-Nugget zu ihr rüberschießt, und anfangs in dem Videobeispiel sieht man auch, wie er eines aufhebt vom Boden. Das ist eigentlich auch speziell fein. Auf dieser großen Tischtrommel lagen viele, viele Glas-Nuggets und haben uns animiert zum Trommeln miteinander. Welche Ergebnisse sind für uns sichtbar? Wie kann ein Mensch, der mit Demenz lebt und sich mit seiner Musikalität zwar nicht so ausdrücken kann, wie wir es vielleicht gewohnt sind, dennoch mitmusizieren? Jegliches Aktivieren hilft jedenfalls dem Gehirn noch eine Weile länger zu funktionieren. Ich habe noch eine letzte Folie zu zeigen. Ich muss erstmal den Bildschirm freigeben. Meine Vision wäre es nämlich, dass es ganz viele solche Musikgruppen gäbe, die Menschen aufnehmen, die mit Vergesslichkeit leben. Besonders zu empfehlen ist es, wenn Angehörige mitmusizieren. Der Werner reagiert zwar wunderbar auf mich und auch auf Studierende, aber noch viel intensiver ist es, wie er mit seiner Frau kommuniziert und wie sie auf ihn zugeht. Motivieren, aktivieren und stärken ist irgendwie alles. Jede kleinste Regung scheint für das Gehirn ganz wichtig zu sein. Das nennt man auch aktivieren und nicht unbedingt spielen, obwohl ich den Begriff spielen sehr, sehr gerne mag. Wir bedenken immer wieder die Wahl der Instrumente, was könnte wohl gut funktionieren. Das kommt ganz sicher auch auf die Art und Weise und auf den
Verlauf der Demenz an. Wir hatten schon mehrere Menschen in dieser Gruppe, die mit Vergesslichkeit gelebt haben und teilgenommen haben. Im Moment ist es eben nur der Werner, deswegen ist mein Fokus auf ihm gelegen. Es gibt zum Glück unterschiedlichstes Instrumentarium, das sehr geeignet ist dafür. Dieser respektvolle Umgang auf Augenhöhe, den finde ich einfach so wichtig, damit sich die Menschen sehr wertgeschätzt fühlen. Spannend ist, dass man beobachten kann, dass immer mehr Kommunikation hin zur Beobachtung geht, weg vom Miteinander sprechen, aber die Kommunikation ganz stark in Augen und Gesten und Mimik verlagert wird. Also ich fühle manches Mal einfach nur, wenn wir miteinander sprechen durch die Augen, dass da schon ganz viel Kommunikation da ist. Und ich finde, dass man eine gute Balance suchen muss, wie viele Teilnehmerinnen in einer Gruppe mit Vergesslichkeit teilnehmen können, in der Art und Weise, wie es ich hier betreibe an der Musikuniversität. Ja, ich bedanke mich jetzt einmal vorläufig für Ihre Aufmerksamkeit und bin für alle Fragen offen, die es hier in der Runde noch geben kann. Bitte gerne Fragen stellen, wer eine Frage hätte. Du hast noch Komplimente bekommen. Im Chat. Die Lisa ist begeistert. Ich glaube, die Babette Ehlers hatte sich gemeldet. Ja, ich wollte fragen, was haben sich an geeignetsten Instrumenten bewährt bei Ihnen? Ja, also einerseits Trommeln, die am Boden stehen und andererseits Shaker, wie zum Beispiel eine Maraca. Er verwendet es auch oft anders. Also er hebt es nicht in die Höhe, sondern schlägt dann mit der Maraca zum Beispiel auf den Oberschenkel. Manches Mal ist er ganz verwirrt, er weiß oft nicht mit einem Schlägel mehr anzufangen, wobei bei der großen Dum-Dum hat man gesehen, funktioniert es wunderbar. Vielleicht ist es auch ein bisschen Tagesverfassung. Danke. Bitte Antonia, Frau Krohe. Genau. Ja, danke, es war sehr, sehr beeindruckend. Ich denke mir, da spürt man auch viel, wenn man auf die Trommel schlägt, nicht? Also so Vibrationen und so. Wie kommen denn die Menschen zu Ihnen? Wie kann man sowas organisieren, dass jemand bei Ihnen teilnehmen kann? Ja, erstens, diese Trommel ist grandios einfach. Also das ist eine handgebaute Trommel, die hat ein echtes Fell, die ist allein, wenn man nur seine Hände drauflegt, schon irgendwie magisch zum Spüren. Das fasziniert klein bis groß und in dieser Gruppe war das ein Highlight-Erlebnis. Die haben sich danach so gefreut und ich weiß gar nicht, ob das in Videos so gut rüberkommt, dass das so ein spürbarer Spaß auch ist, einfach nur hier gemeinsam zu musizieren und in einen Groove zu finden. Und wie finden sich nun die Menschen? Es geht ein bisschen über Mundpropaganda. Ich habe auf Facebook geschrieben, ich habe auf Instagram geschrieben. Es ist im Rahmen einer Lehrveranstaltung am Zentrum für elementares Musizieren bei uns an der Musikuniversität im Fachbereich elementares Musizieren. Geht pro Semester und am besten ist es in dem Fall, mir eine E-Mail zu schreiben oder ans Zentrum für elementares Musizieren. Dann kann man sich sozusagen informieren, dann schicke ich auch gerne genauere Informationen aus. Danke, danke. Und wie sind Sie zu dieser Trommel gekommen, zu dieser fantastischen? Die hat unser Fachbereich angekauft. Eine von meinen wunderbaren Kolleginnen, von denen ich ja etliche heute hier sehe, die hat das wohl entdeckt, dass es diese Trommel gibt und dann wird einfach Instrumentarium bei uns angekauft und diese Trommel ist echt ein Geschenk. Ja, toll.
Ich sage nur, die hat der Christoph Studer gebaut in der Schweiz. Das ist ein Rhythmiker, der sich sehr mit Trommeln beschäftigt hat und der hat sie gebaut. Und ich habe sie gesehen und haben müssen. Aber sie hat diese kurzen Beine, sie hat aber auch noch lange Beine, dass sie dann auf so mittleren Höhe ist, die man anschrauben kann. Und die Agnes verwendet es noch einmal auf dem Tisch, dass die Spielhöhe eine angenehme ist. Also wir haben das Instrument jetzt schon seit wirklich vielen Jahren und diese Investition hat sich gelohnt. Ich kann gern den Namen von dem Instrumentenbauer in den Chat schreiben. Das wäre super. Bitte, danke, Michi. Da hat sich gleich die Expertin dazu gemeldet. Gibt es noch eine Frage? Ich glaube, Ja, die Frau Meier, oder? Ja, bitte. Ja, vielen, vielen Dank, Agnes Heider, für den wirklich sehr lebendigen, sprühenden Vortrag, trotzdem digitalen. Christoph Studer, der ist bei uns in Münster auch und der freut sich sicher, wenn Trommeln bestellt werden. Er hat eine junge Familie und durch Lockdown kann er seine Seminare oft gar nicht geben. Das möchte ich bekräftigen. Schreiben Sie ihn an, er freut sich enorm, wenn er bauen kann. Ich wollte nur noch ein bisschen ergänzen, Agnes. Dadurch, dass die Angehörigen dabei sind, könnten die Musikbiografie einfach einen ganz wesentlichen Punkt noch haben, dass man einfach durch die Angehörigen hört, welche Musik hat Werner gerne gehört und setzen wir sie ein. Also auch da noch einmal zu schauen, wunderbar, wenn man in einer Gruppe ist, wo Menschen da sind, die viel Erinnerungen mit den Menschen teilen. Deswegen diese Kombination der Angehörigen und Betroffenen ist wunderbar. Vielen Dank für alle Inspirationen. Ja, sehr gerne. Danke, Monika, für die Wortmeldung. Das ist spannend, weil ich mich mit Werners Frau getroffen habe und ganz viel gehört habe über die musikalische Biografie und weiß auch mittlerweile, dass sich das Hören verändert hat vom Werner. Er mag zum Beispiel überhaupt keine atonale Musik mehr hören. Er möchte keinen Jazz hören. Das gefällt ihm ganz schlichtweg nicht mehr. Aber es gibt zum Glück genug Musik, auf die er sehr, sehr positiv reagiert und ja, das weiß ich in seinem Fall. Gibt es noch eine Frage? Ich sehe keine. Ich sag's jetzt mal. Ich bin ja ein bisschen verwirrt, wenn meine Augen so grün sind und ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber meine Oh Haare. ja, wir sehen das. Ein bisschen verwirrt während dem ganzen Vortrag, aber so schaue ich in echt nicht aus. Ja, dann. Ja, aber es ist eher eine genaue Punktlandung, weil es sind 10 Minuten Fragen und Antworten gewesen und Perfekt. Genau, jetzt machen wir noch 5 Minuten Pause und dann kommt die Antonia Kuhl. Ich bedanke mich. Super, vielen Dank.
Frau Haider, ohne Grün jetzt, könnten Sie mir vielleicht Ihren Kontakt irgendwie zukommen lassen? Sehr gern. Also ich kann gern einfach in den Chat meine E-Mail schreiben. Ja, bitte, das wäre super. Mhm. Weil wir haben sicher interessierte Menschen in unserer Selbsthilfegruppe und bin ich Ihnen dankbar. Aha, okay. Steht jetzt im Chat. Ja, danke sehr. Danke. So, bei mir sind die 5 Minuten rum. Ich habe die große Ehre, die Antonia Krühl anzukündigen. Ich weiß nicht, ob ich ihren Namen jemals richtig ausspreche. Ich entschuldige mich vielfach. Alles richtig. Aber, ja, die Sprache war noch nie meine Stärke, deswegen tut mir sehr leid. Also, sie ist Präsidentin seit 2000 von Alzheimer Austria und personenzentrierte Psychotherapeutin in der freien Praxis in Wien. Sie ist Fachtherapeutin für kognitives Training und war schon von 1992 bis 2000 die Vizepräsidentin von Alzheimer Austria. Ist auch langjähriges Mitglied des Vorstands von Alzheimer Europe und ist Preisträgerin des Alois Alzheimer Preises. Okay. Wir haben das Glück, dass wir schon ganz lange mit ihr zusammenarbeiten dürfen. Freuen uns immer wieder, wenn sie auf unsere Einladungen reagiert. Und jetzt freuen wir uns auf Ihren Input. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke für die nette Vorstellung. Wie gesagt, ich bin schon sehr lange tätig, durch die Krankheit meiner Mutter sozusagen zur Alzheimer-Bewegung, Alzheimer Austria gekommen. Und ja, und engagiere mich sehr gerne weiterhin dafür. Ja, vielen Dank für diese tollen Beiträge, die da jetzt gekommen sind. Und diese künstlerischen Beiträge, also ich bin absolut für Kunst als Brücke zu den Menschen mit Demenz, mit kognitiven Einschränkungen. Also ich finde es ganz toll. Und ich denke mir, es hat auch gezeigt, die Fähigkeiten, die Sie als Künstlerinnen alle haben oder als Therapeutinnen oder Anbieterinnen, sozusagen, um mit den Menschen in Kontakt zu treten und auch in Kontakt zu bleiben. Also einige Kontakte gibt es ja schon jahrelang von der Ruth und ihrem Team auch zu anderen Menschen, die da betroffen sind. Und auch eben diese speziellen, dass sie alle diese speziellen erforderlichen Haltungen auch einnehmen können. Ich werde jetzt mal in meinen Vortrag gehen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht langweilig nach den vielen tollen Präsentationen, weil es doch eher was Theoretisches ist. Aber ich möchte gerne dadurch sozusagen diese Basis vermitteln, was wir brauchen, um eben Menschen mit Demenz begegnen zu können und dass wir als Umfeld eigentlich auch für ihre Lebensqualität verantwortlich sind. So, ich probiere mal jetzt meinen Bildschirm freizugeben. Ich schalte jetzt auf die Bildschirmpräsentation. Jetzt sehe ich zwar keine Gesichter mehr, aber ich hoffe, ich kann es trotzdem ganz gut rüberbringen. Ja, also der Titel, ich habe ihn dann selbst gewählt, Lebensqualität für Menschen mit Demenz, was können wir alle dazu beitragen? Da gibt es mal so auch, was heißt Lebensqualität, ein kurzer Ausflug in die Philosophie. Also Platon hat schon versucht, eine Definition und meint damit ein glückliches Leben, eine Übereinstimmung des Menschen mit dem Guten, mit der gerechten Ordnung für Seele, Staat und Welt. Und Aristoteles bezeichnet es auch als Glück, andererseits seiner Meinung nach hergeleitet aus einem tugendhaften Wirken der Seele
und einer vernünftigen Lebenspraxis. Also sehr interessante Zugänge auch. Ja. Bis heute gibt es jetzt keine einheitliche und wissenschaftlich fundierte Definition von Lebensqualität, aber ich glaube, jeder weiß für sich, was seine Lebensqualität ausmacht. Ja? Da brauchen wir jetzt gar nicht so wissenschaftliche Definitionen, die brauchen wir dann, wenn sozusagen der Zugang sozusagen ein bisschen verschleiert ist. Aber man könnte auch sagen, es ist ein Zustand der Zufriedenheit und wird eben sehr individuell bewertet, welche Aspekte zur Lebensqualität beitragen. Also wie gesagt, es ist eine ganz subjektive Empfindung. Diese verändert sich auch immer wieder. Also das, was fehlt, gewinnt oft an Bedeutung für Glück und Zufriedenheit. Das wissen wir doch alle. Ja? Ich zitiere hier einen Forscher, der eben beschrieben hat, oft ändert derselbe Mensch seine Meinung. Wird er krank, so ist es Gesundheit. Und wenn er gesund ist, so ist es Geld. Also ist jetzt nicht vielleicht immer so, aber es zeigt, dass der Begriff Lebensqualität sich immer wieder verändern kann und anpasst an die Situation. Was sind jetzt so diese wesentlichen Aspekte vielleicht von Lebensqualität? Also für die meisten Menschen steht doch an erster Stelle die Gesundheit. An zweiter Stelle kommt oft eben die finanzielle Sicherheit bis hin zu Wohlstand. Wohlstand ist jetzt nicht für alle ein wichtiger Aspekt, aber die finanzielle Sicherheit ist doch etwas, was wir alle wünschen. Dann unsere Wohnmöglichkeiten, wohnen wir entsprechend, haben wir genug Platz, sind wir obdachlos zum Beispiel. Ja, also für Obdachlose hat das Wohnen sicher eine andere Qualität als für jemand, der bequem in seiner schönen Wohnung lebt. Dann das Bedürfnis nach Sicherheit. Der Beruf spielt oft eine Rolle. Sind wir in unserem Beruf zufrieden? Haben wir uns in uns selbst ausgesucht? Können wir dort eine gewisse Erfüllung finden? Auch die Möglichkeit der Beschäftigung. Ups, jetzt hat sich was verschoben. Sieht man es noch? Oder? Ja, man sieht es wunderbar. Okay, gut. Dann das Gebrauchtwerden ist für viele Menschen auch ein wichtiger Aspekt. Wir wollen von anderen Menschen gebraucht werden. Wir wollen Anerkennung erhalten, Erfolg haben und auch ein ganz wichtiges Gut, die persönliche Freiheit. Aber die Lebensqualität, das habe ich eben vorher auch gemeint, beinhaltet eben auch soziale Beziehungen, persönliche, private Beziehungen, Empfangen und Geben von Liebe, dann wie gesagt die Freiheit und auch einen Sinn im Leben haben. Diese Empfindung von Lebensqualität hängt auch ab vom Lebensalter. Also ein junger Mensch, ein Kind, ein Jugendlicher hat wahrscheinlich andere Vorstellungen von Lebensqualität als ältere Menschen. Es hängt von den Lebensumständen ab. Kann ich mich sicher fühlen? Habe ich eine Heimat? Habe ich genug zu essen? Wir hören dich jetzt nicht. Ja, das ist nicht nur bei mir, oder? Okay. Ja. Antonia, wir hören dich nicht. Ist sie rausgefallen vielleicht? Ja, es wirkt so, oder? Mhm. Na gut. Haben wir eine unerwartete kleine Pause.
Eine kleine Pause ist für alle, die schon seit 11 Uhr anwesend sind, vielleicht auch ganz gut. Da ist die Antonia wieder. Ja, du bist stumm geschalten noch. Das kann man natürlich So gut, den ganzen Tag hat es funktioniert und jetzt auf einmal nicht. So. Okay, also hat man das noch gesehen, Demenz und Lebensqualität? Viele stellen die Frage, kann es eine Lebensqualität bei Demenz überhaupt geben? Wir sagen natürlich ja, unbedingt. Es gibt aber dazu unterschiedliche Auffassungen und Wissensstände. In, sagen wir mal jetzt, fortgeschritteneren, vielleicht Demenzstadien, wenn die Menschen selbst sich weniger äußern können, kann die Lebensqualität eingeschätzt werden, ist aber sehr schwierig zu messen. Ja? Also es ist ein multidimensionales Konzept, hängt von vielen Einzelteilen ab und beinhaltet auch die Anpassungsfähigkeit jeder betroffenen Person. Kann ich mich an diese neuen Lebenssituationen, an eine Krankheit, vielleicht eine chronische Krankheit anpassen? So, jetzt geht es wieder nicht weiter. Ja. Eine ganz wichtige, große Bedeutung für die Lebensqualität von Menschen mit Demenz haben eben diese Betreuungs- und Begleitpersonen. Also alles, das ganze Umfeld hat einen großen Einfluss auf die Lebensqualität und das Wohlbefinden der betroffenen Menschen. Ja? Damit sind gemeint Mitarbeiterinnen in Betreuungs-, in Pflegeeinrichtungen, Therapeuten, Therapeutinnen, Ärzte und so weiter, gilt aber auch für die pflegen- und betreuenden Angehörigen, für freiwillige Helfer, Mitarbeiter an Projekten, also auch Sie, wenn Sie mit den Menschen trommeln, wenn Sie mit ihnen malen, tanzen, singen, Ihr Zugang und sozusagen ihre Haltung den Menschen gegenüber haben einen sehr großen Einfluss. Das merken Sie sicher selbst immer, dass die betroffenen Menschen sich auch wohlfühlen. Also wir müssen eben speziell in Institutionen eben diese Fähigkeiten der Betreuenden und die Arbeitsbedingungen verbessern. So, das nächste. Genau, das wäre so, gilt für Institutionen. Das sind die äußeren Rahmenbedingungen oft nicht optimal. Die Menschen sind eingeschränkt in ihrer Freiheit, in ihrem Bedürfnis hinauszugehen, andere zu treffen, sind mit fremden Menschen zusammen, haben vielleicht ihr Zuhause verlassen müssen. Und ganz wichtig ist zum Beispiel auch, sind die Haltungen und Einstellungen der Leitung. Das werden Sie vielleicht merken, wenn Sie in Pflegeheime gehen und dort ihre tollen Angebote anbieten, ob jemand dafür offen ist, ob das akzeptiert, angenommen wird und ob das unterstützt wird überhaupt. Ja? Also es ist sicher wichtig und auch eben wieder diese Einstellungen der Pflegepersonen, Therapeutinnen und so weiter, unter anderem Berufsgruppen in Institutionen. Gut, das nächste. Wer ist mit einbezogen in diese Beurteilung, ob es Lebensqualität für den einzelnen Menschen gibt? Also zunächst natürlich wir selber, auch die betroffenen Personen, die vielleicht an einer Demenzerkrankung leiden, in frühen und mittleren Stadien, die können sehr gut sagen, was ihnen gut tut, was sie nicht wollen. In späteren Stadien ist diese Fremdbeurteilung fast unverzichtbar. Ja, also man muss schauen, gibt es Schmerzen, gibt es körperliche zusätzliche Erkrankungen, wie scheint sich der betroffene Mensch wohlzufühlen. Und da kommt es wirklich sehr auf die Angehörigen und die Betreuungspersonen an, dass die das gut einschätzen können. Da gibt es auch einige einige so Tabellen, an denen man etwas messen kann. Und es gab zum Beispiel Tom Kitwood, der in England sehr viel auch geforscht hat und eben das Dementia Care Mapping
für Pflegestationen ins Leben gerufen hat, das in England sehr viel noch angewendet wird, von außenstehenden Beobachtern eben auch. Gut, das nächste. Also heute gibt es ja zahlreiche Selbsthilfegruppen von und für Menschen mit einer dementiellen Erkrankung. Ich glaube auch, dass einige hier sind. Später wird die Frau Potocznik auch noch sprechen. Diese Bezeichnung Demenz, haben wir heute auch schon einmal gehört, wird von vielen Betroffenen ja abgelehnt. Da müssen wir neue Worte, neue Bezeichnungen dafür finden. Da gibt es natürlich große Diskussionen. Die Betroffenen sprechen heute für sich selbst. Sie wollen eben Teilhabe, Partizipation, sie äußern ihre Bedürfnisse und Wünsche und Anliegen und können auch uns mitteilen, was sie unter Lebensqualität für sie persönlich verstehen. Teilweise werden sie und immer mehr in Entscheidungsprozesse mit einbezogen, aber natürlich werden sie noch nicht überall gehört. Also nicht alle Rahmenbedingungen in Institutionen, Krankenhäusern, Tagesbetreuung und so weiter sind demenzfreundlich oder demenzsensibel. Nur ganz kurz als Erklärung, Sie kennen das wahrscheinlich alle, diese Symptome einer dementiellen Erkrankung ist natürlich unterschiedlich, sehr individuell, haben wir heute auch schon gehört. Diese kognitiven Beeinträchtigungen, das Gedächtnis ist meistens am Anfang beeinträchtigt oder eben gestört, vor allem das Kurzzeitgedächtnis, aber es kann auch am Anfang diese sogenannte Wortfindungsstörung stehen, dass die Sprache sozusagen eingeschränkt ist. Dann gibt es eben diese verschiedenen anderen kognitiven Fähigkeiten, wie zeitliche, räumliche Orientierung, Aufmerksamkeit, Konzentration und das so Planen in die Zukunft. Das ist oft dann schwierig. Gut. Die Folgen einer Demenzerkrankung, die treffen natürlich dann die Menschen sehr schwer und auch das Umfeld. Die Angehörigen sind ja meistens mit betroffen. Also es kommt eben zu Einschränkungen bis hin in späteren Stadien zum Verlust von Selbstständigkeit und Selbstkontrolle. Die Entscheidungsfreiheit nimmt ab, die Autonomie, die Selbstbestimmung. Und auch man merkt, dass man weniger Kompetenzen hat, weniger Anerkennung vielleicht bekommt. Und was ein wichtiger Punkt ist, ist eben diese Bewahrung der Würde. Also ich denke mir, da sind wir alle gefragt, den Menschen mit Demenz zu helfen, ihre Würde zu bewahren, ihre Selbstverantwortung weitgehend zu erhalten auch. Und diese Folgen der Demenzerkrankung, also dass die kognitiven Fähigkeiten allein, diese Einschränkungen, dass man mal was vergisst oder sich nicht zurechtfindet, das ist jetzt noch nicht so beeinträchtigend für die Lebensqualität, sondern eben die Folgen im Umgang meistens mit ihnen. Nicht? Also sie werden oft nicht ernst genommen oder nicht mehr. Sie werden überfordert oder unterfordert und sie erleben ja selbst auch diesen schrittweisen Verlust von Fähigkeiten, Position in der Familie, Gesellschaft und auch der eigenen Geschichte. Nicht? Wenn ich mich nicht mehr gut erinnern kann, obwohl das Langzeitgedächtnis ja lange erhalten bleibt, verliere ich wichtige Teile meiner eigenen Erfahrungen und Geschichte. Genau, und diese Verluste können eben dann die Lebensqualität einschränken oder die Empfindung der Lebensqualität. Sie beeinträchtigen das Wohlbefinden, die Zufriedenheit, auch bei älteren Menschen, wenn wir Fähigkeiten verlieren, nicht mehr so selbstständig sind, vielleicht in der Bewegung eingeschränkt, aber speziell auch von Menschen mit einer Demenzerkrankung. Und das ist noch problematischer bei jüngeren Menschen mit Demenz. Also es ist ja zwar hauptsächlich sind ältere Menschen betroffen, aber es gibt auch eine Gruppe von jüngeren Menschen mit Demenz,
die vielleicht Ende 40, Anfang 50 sind, die sind in ihrer Lebensqualität dann ganz speziell eingeschränkt. Gut, wir müssen das Verständnis entwickeln für das Erleben der betroffenen Menschen. Ja? Manche sagen, ich habe ja nichts, mir fehlt ja nichts, ich kann alles. Also dieses nicht wahrhaben wollen, Schwierigkeiten, die sozusagen abgewehrt oder verleugnet werden. Andere Menschen werden vielleicht verantwortlich gemacht für Fehler. Das ist auch was ganz Natürliches. Wer will schon Fehler zugeben? Wir versuchen sie auch auf andere zu schieben. Dann so Erfahrungen oder Gefühle, die nicht in das Selbstkonzept passen, also in diese Meinung, die ich von mir selber habe, die werden auch oft dann abgewehrt oder verdrängt. Genau, es kann dann zu Rückzug kommen, weil ich mich eben nicht, weil ich mich geniere vielleicht in einer Gruppe, im Freundeskreis meine Fehler zuzugeben oder dass Fehler bemerkt werden. Und daher werden oft die Kontakte abgebrochen. Gut. Ja, dieses Selbstkonzept ist etwas ganz Wichtiges. Also es kommt oft zu einem negativen Selbstkonzept. So, ich erinnere mich noch an meine Mutter, die hat immer gesagt, ich bin für gar nichts mehr zu gebrauchen. Ich finde nichts mehr, ich bin schon ganz blöd, ich kann nichts mehr. Also diese Aussprüche werden Sie vielleicht auch immer wieder hören. Und da ist es eben wichtig, dass wir das nicht verstärken. Das gilt vor allem, dieser Appell gilt den Angehörigen, die ja da oft auf diese Dinge einsteigen und vielleicht Vorwürfe und Kritik äußern. Aber ganz wichtig ist eben das, was da ist, was gut geht, die Ressourcen hervorzuheben. Ja, was noch sozusagen neben den kognitiven Einschränkungen entsteht, sind diese Verhaltensveränderungen. Da gibt es eine ganze Liste, wodurch die verursacht werden können. Bedürfnisse, die nicht ausgedrückt werden können, vielleicht Schmerzen, die jemand nicht mitteilen kann. Nebenwirkung von Medikamenten ist eine ganz häufige Ursache. Aber worauf ich hinaus will, ist diese beeinträchtigte Kommunikation und Möglichkeiten zur Kommunikation. Und das spielt für Sie, glaube ich, eben eine Rolle, haben wir auch gehört in diesen zahlreichen Vorträgen und Projekten, wie wichtig das ist. Nicht? Also Kommunikation wird über die Sinnesorgane vermittelt und eben durch Sprache, das haben Sie vorher auch so schön gesagt, Frau Haider, mit der Mimik, mit den Gesten, mit Blicken, mit Betonung, also mit allen möglichen Übermittlungen von Botschaften. Und da ist eben, haben Sie auch schon erwähnt, ganz wichtig diese nonverbale Kommunikation, die eben eine Brücke zu den betroffenen Menschen darstellen kann. Also wie betone ich etwas, wie ist meine Stimme, bin ich aufgeregt, bin ich beruhigend. Ganz wichtig auch Körperkontakt, leichte Berührungen, wenn es jemand möchte, aber auch Geruch und Geschmack, also alle unsere Sinne werden da eingesetzt. Objekte, Kleidung oder Gegenstände. Sie haben sehr schön diesen einen Tisch war gezeigt am frühen Nachmittag in einem Projekt, wo einfach Gegenstände dargestellt wurden oder da gezeigt wurden, ohne Worte sozusagen. Also ich habe jetzt eben hinzugefügt, diesen künstlerischen Ausdruck, der ja heute da auch besonders betont wurde durch Bilder, Gegenstände oder vorher Musik hören, Musik machen. Also ich glaube, das sind eben diese ganz wichtigen Beiträge. Und ja, von der Wissenschaft her wissen wir, dass die nonverbale Kommunikation eben ein ganz wichtiger Teil ist, also dass 85-90% nonverbal stattfindet. Sie haben vorher auch gesagt, die Augen in die Augen schauen, Augenkontakt herstellen. Und der bekannte Psychologe Paul Watzlawick hat ja gesagt, wir können nicht kommunizieren. Das ist ganz wichtig, gerade auch für Menschen mit Demenz, weil ständig etwas kommuniziert wird.
und vielleicht nicht verstanden wird. Ja? Also wir verstehen nicht oder die Betroffenen verstehen uns nicht. Und da ist ganz wichtig, dass wir eben unsere Kommunikationsangebote an diese Möglichkeiten und Bedürfnisse der betroffenen Menschen anpassen müssen. Die können sich nicht an uns anpassen, das muss umgekehrt sozusagen stattfinden. Gut, also was können wir jetzt praktisch noch tun? Ganz wichtig, also die Bedürfnisse der Menschen mit Demenz erkennen, erspüren oft. Da kommt wieder diese Empathie ins Spiel. Was brauchen die Menschen? Und für mich ist eben so wichtig, ich habe das vorher nicht, das eine nicht ausgeschlossen oder das andere, dass eben die Kunst auch das vermittelt, dieses in Beziehung sein und in Beziehung bleiben. Dass das, also für mich ist das ein wesentlicher Aspekt, ja. Also wir Menschen sind soziale Wesen, wir sind auf Zusammenleben, Kooperation angewiesen, wir brauchen eine soziale Gemeinschaft und Beziehungen zu anderen. Wir wollen immer weiter auch in unseren Erkrankungen oder mit einer Demenz oder psychischen Erkrankung als Person gesehen werden. Wir brauchen Wertschätzung, Zuneigung. Wir wollen das auch geben und ausdrücken und eben dieses Grundbedürfnis der Erfahrung von Liebe ist in jedem Mensch vorhanden. Ja? Und die haben wir eben alle, diese Bedürfnisse. Nur Menschen mit einer dementiellen Erkrankung können es vielleicht nicht ausdrücken, nicht in einer Art und Weise, die wir vielleicht gut verstehen können. Und deswegen geht es wirklich um dieses sich aufeinander einstellen und empathisch einfühlen. Gut, nur ganz kurz, Therapie bei Demenz. Also es geht nicht um Normalität, was immer das heißen soll, sondern es geht eben zu meinem Thema wieder zurück um Lebensqualität und Verminderung von Stress. Und ich möchte da sagen, also man hat Gott sei Dank erkannt, es gibt ja einige Medikamente, die gibt schon seit 30 Jahren, die haben eine gewisse Möglichkeit, sozusagen die Krankheitszeichen hinauszuzögern, können aber nicht heilen. Und diese nicht medikamentösen Therapien und Angebote, die ermöglichen eben Lebensqualität. Und durch Studien hat man eben bewiesen, dass die gleichen Effekt haben wie die Medikamente, die wir derzeit haben. Also das kennen Sie wahrscheinlich alles, eben das kognitive Training, Psychotherapie, Physiotherapie, körperliche Aktivität, Musiktherapie, Kunsttherapie, Tanzen und Singen. Vieles, was wir sowieso machen, wird dann zur Therapie oder Therapie genannt. Dabei sind das eigentlich ganz normale Dinge, die wir im Alltag vielleicht anwenden. Musiktherapie zum Beispiel ist natürlich etwas anderes. Das wird ganz speziell eingesetzt. Oder auch die Kunsttherapie setzt ganz speziellen Parametern an. Das kann man lernen und da gibt es eine Ausbildung. Aber auch Singen und Musik hören zu Hause zum Beispiel ist natürlich auch etwas Hilfreiches. Viele Menschen können sich ja diese ganzen Angebote gar nicht leisten. Es kostet alles was, es wird wenig gezahlt sozusagen vom Gesundheitssystem. Ja, ganz wichtig ist auch diese Biografiearbeit, haben Sie auch vorher gesagt, wenn ich nicht weiß, welche Musik jemand gern gehabt hat, obwohl sich das eben wandeln kann, aber dass ich ein bisschen einen Einblick in die Biografie habe, dass ich mit Erinnerungen arbeiten kann. Sehr wichtig kann auch für manche Menschen diese tiergestützte Therapie sein. Manche wollen im Garten was machen. Dann die Validation haben Sie vorher schon erwähnt. Und wir haben im personenzentrierten Ansatz noch diese ganz spezielle Prätherapie. Gut, also wichtig ist, dass alle diese Therapien oder Angebote, Kunst oder was auch immer wir den Menschen sozusagen gerne nahebringen möchten,
an die Wünsche und die Bedürfnisse der betroffenen Menschen angepasst ist. Nicht? Es hat keinen Sinn, wenn wir jemanden zu etwas überreden, etwas zwingen wollen oder das ist leider sehr oft in den Tageszentren oder Pflegeheimen, da werden irgendwelche, ich weiß nicht, Seidentücher müssen jetzt bemalt werden und die anderen sollen jetzt dies und die anderen das machen. Also es ist schon wichtig, dass das auch gewollt wird, dass das nicht drüber gestülpt wird, den Menschen. Ja? Es soll für die Menschen einen Sinn haben, sie sollen auch entscheiden können, wo sie mitmachen wollen, was sie mitmachen wollen, was sie tun wollen, ob sie aktiv sein wollen oder ob sie einmal vielleicht mehr Ruhe brauchen. Und passiert jetzt gerade wieder? Antonia? Sie wird wiederkommen. Mhm. Ich meine, die Präsentation ist noch da. Ja. Das sind die unvorhergesehenen Dinge, so wie meine spooky Augen vorhin. Jetzt ist sie rausgefallen. Kann es noch einen Moment dauern, bis sie wieder da ist. Genau. Aber wir wären eh schon am Ende ihrer Präsentation. Währenddessen kann man mal über Fragen nachdenken, wer einen hat und eine stellen möchte. Genau, die Fragen gerne in den Chat schreiben oder die Hand heben. Dann kann man schon ein bisschen... Hallo, willkommen zurück. Ja, ich bin wieder da. Es waren, glaube ich, nur noch 2, 3 Folien. Ja, zu den Haltungen und wie man den Zugang eben zu Menschen mit Demenz erfolgreich auch gestaltet, nämlich erfolgreich für die betroffenen Menschen. Tut mir leid, ich weiß nicht, warum das immer, warum das jetzt Ist das nicht Murphy's Law oder sowas? Das muss so sein. Wie bitte? Ist das nicht Murphy's Law oder so? Es Ja, muss so wahrscheinlich. Es sein. hat den ganzen Tag funktioniert. Ich bin seit 12, glaube ich, drin oder so. Ja, eben. Und jetzt hat es nicht funktioniert. Gut. Ja, vielen Dank für den Einblick. Gerne, danke. Gibt es Fragen an die Frau Kuhn? Wird heftig applaudiert. Man hört es zwar nicht, aber man sieht es gut. Mhm. Ich hätte eine Frage, weil Sie ja schon sehr lange in dem Gebiet unterwegs sind, würde mich interessieren, ob Sie das Gefühl haben, dass sich im Laufe der Zeit in Hinsicht auf Demenzfreundlichkeit in Pflegehäusern und so weiter schon viel getan hat und was sich da getan hat oder was Sie sich noch mehr wünschen würden. Ja, danke. Das ist eine gute Frage. Es hat sich sehr viel getan. Es hat sich in der Bewusstseinsbildung, auch in der Öffentlichkeit viel getan. Es hat sich, glaube ich, bei den Angehörigen auch vieles getan. Und es gibt viele professionelle Angebote, halbprofessionelle Angebote oder Projekte in den Pflegeeinrichtungen, muss ich sagen. Da gab es wirklich eine Zeit lang, wurden sehr viele Demenzstationen eingerichtet, speziell ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Betroffenen mit der Möglichkeit hinauszugehen, einen besseren Personalschlüssel, wirklich eben zahlreichen Angeboten, zusätzlichen Angeboten wie Ergotherapie, Bewegung. Es wurden Projekte verwirklicht, es gab ehrenamtliche Besuchsdienste. Und leider wurde vieles wieder eingestellt, einfach aus Kostengründen und aus Personalmangel. Also da erleben wir in den letzten Jahren leider wieder einen Rückschritt eigentlich. Und obwohl viele Bemühungen da sind. Wie ich da vorher erwähnt habe, es hängt wirklich sehr von der Stationsleitung oder überhaupt Leitung der Pflegeeinrichtung oder Betreuungseinrichtung, sind des Seniorenheims ab, wie viel Engagement
da hineingesteckt wird, was von außen alles hereingeholt wird, was jetzt bei Corona natürlich wieder alles verboten war. Und da ist vieles wieder kaputt gegangen, leider. Aber prinzipiell, glaube ich, hat sich sehr, sehr viel getan. Also in diesen 30 Jahren oder 20 Jahren, also 30 Jahre fast, seitdem meine Mutter krank geworden ist. Und in den letzten 20 Jahren hat es auch viele neue Erkenntnisse gegeben. Ja, ich wollte sagen, dass es mir so gut gefallen hat, wie Sie gesagt haben, wie unterschiedlich man die Menschen fordern oder fördern kann oder aktivieren kann, dass das bei dem einen Menschen die Gartenarbeit sein kann und nicht jeder gerne Seidentücher bemalt. Ich habe ebenso irgendwie diese Erfahrung gemacht, wo ich jetzt mit den Menschen mit Vergesslichkeit arbeite, dass da war dieser Spruch gefallen, beschäftigt mich, sonst beschäftige ich euch. Eben dieser in sich ruhende Werner, der bei mir in den Musikstunden so irgendwie aufblüht, obwohl er ja nicht alles aktiv mitmacht, dieser dürfte in seinem Tageszentrum, wo er Montag, Mittwochs und Freitags den ganzen Vormittag verbringt, wirklich ruhelos auf und ablaufen und sich nicht für die Aktivitäten interessieren, die ihm dort angeboten werden. Also ich finde es ganz spannend, dass man da doch auch suchen müsste und dass aber wahrscheinlich viel zu wenig Zeit, Geld, Ressourcen und Energien des Pflegepersonals oder dieses Personals dort halt zur Verfügung steht, um jedem Menschen gerecht zu werden. Er bräuchte zum Beispiel einen Tischtennistisch und einen Tischtennispartner oder eine Partnerin, dann wäre er schon glücklich den ganzen Vormittag. Ja. Und das ist wohl die Herausforderung, aber das fand ich so schön auf den Punkt gebracht in Ihrem Vortrag. Ja, danke. Jahrelange Erfahrungen. Ja. Gibt es noch Fragen oder Anregungen oder eigentlich in Kontakt treten? Die Frau Kohl ist ein toller Mensch, um in Kontakt zu treten oder auch einen Kick-Off-Kurs sich auszumachen. Wir haben einige gebucht gehabt, kann ich mich erinnern, in den letzten Jahren. Ja, Jakob. Frau Kreu, wissen Sie denn, ob es in Österreich irgendeine flächendeckende Erfassung von, also wenn wir vorher über wie relevant die Biografie eines Menschen ist, wenn man gerade von Einsatz von Musik redet und irgendwie Gesangsrunden oder einen Emotionskanal aufbauen, irgendwie über Musikstücke, gibt es da irgendeine flächendeckende Analyse ist vielleicht das falsche Wort, aber gibt es irgendeine Institution oder ein Instrument, das gezielt Menschen mit Demenz irgendwie die biografisch relevanten Musikstücke erforscht oder auf die Personen zugeschnitten irgendwie sich aneignet? Also mir ist da nichts bekannt, vielleicht weiß die Frau Haider da mehr, aber ich glaube einfach, es ist diese Musiktherapie-Ausbildung ist Gott sei Dank im Zunehmen und wird auch zunehmend angewendet für Menschen mit Demenz. Also mir ist das jetzt mit der Trommel aufgefallen, weil es gab oder es gibt immer noch in einem Pflegeheim in Oberösterreich, wo viele Menschen mit Demenz sind, eine Trommelgruppe. Die hat ein Pfleger dort ins Leben gerufen, der so, ich glaube, er stammt aus der Karibik oder so, also es ist so ganz tolle Trommelmusik und die treten auch immer wieder auf, die kann man mieten oder konnte man mieten, jetzt wahrscheinlich in Corona ist alles verboten. Ich weiß es ehrlich gestanden nicht. Ich habe eher noch eben von Trommeln gehört oder von Singen und Tanzen, also das, aber ob das systematische Forschung dazu gibt, das bin ich leider überfragt. Vielleicht wissen Sie was auf der Musikuni. Ja, möglicherweise kennt sich da die Monika Meier gut aus. Monika, bist du noch aktiv am Zuhören? Magst du dich kurz zu Wort melden? Die hat sehr viel Richtung Musik, Gerontologie und Musikbiografien gearbeitet. Weiß ich jetzt nicht, ob sie gerade eben aktiv da ist. Ja, also wir hatten auch eine Musiktherapeutin aus Deutschland, die hat ganz toll
tolle Vorträge bei uns gehalten. Ich könnte den Vortrag mal herauskramen, ob es dazu Forschung und wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Aber würden Sie den Bedarf sehen? Weil, also gerade in anderen Ländern, also in den Vereinigten Staaten oder so, wird es ja sehr breit schon eingesetzt, so biografisch relevante Musikstücke, um wieder Assoziationsketten hervorzurufen und sowas. Also Das kann ja, ich glaube, da gibt es unbedingt einen Bedarf. Ja? Also ich kann nur sagen, meine Mutter in einem späten Stadium, sie hat überhaupt, ihre Sprache war komplett weg. Ja? Und wir haben sie einmal mitgenommen auf, das klingt jetzt blöd, auf einen Kirtag, da war so Volksmusik und sie hat auf einmal den Text von 3 Strophen von irgendwelchen sehr populären Liedern mitgesungen. Ihre Sprache war sonst nicht vorhanden. Und das hat das scheinbar getriggert und deswegen bin ich so ein Fan von dem Singen auch, weil die Menschen dadurch wieder zum Sprechen kommen. Ja? Aber das ist nur mein ganz persönlicher Eindruck aus gewissen Erfahrungen. Aber ja, ich würde mir wünschen, dass es da mehr wissenschaftliche Erkenntnis, also Forschung dazu auch gibt. Ja, da ist ein bisschen was in diesem Musik und Demenz erforscht, in diesem Music for Life, Ja. das ich vorhin in meinem Vortrag erwähnt habe. Da ist etwas geschehen in Bezug auf das und es ist schon oftmals beobachtet worden, dass alte Pianistinnen oder sehr, sehr hochbetagte Pianistinnen mit Vergesslichkeit einfach aus dem Gedächtnis heraus spielen können, auch wenn sie keine Noten mehr lesen können. Man setzt Genau. sie an ein Klavier und die Finger finden ihren Weg. Also das scheint, wenn die Sprache wirklich vergessen wird, die Sprache zum Singen noch da ist und auch die Sprache der Musik. Deswegen ist die unglaublich wirkungsvoll. Ja, also ich glaube schon, dass ein Bedarf ist. Ich hatte unlängst eine Anfrage vom Künstlerheim in Baden, das die Frau, die Lotte Tobisch lange geleitet hat, ob ich einen Kontakt zu einer Musiktherapeutin herstellen kann. Ich freue mich, dass ich jetzt hier eine kennenlerne und vielleicht kann man da einen Kontakt herstellen. Also ich glaube, gerade die Künstlerinnen dort sind ja alles ehemalige oder immer noch Künstlerinnen, Schauspieler, Schauspielerinnen, Opernsängerinnen und so weiter, die hätten sehr großes Interesse daran. Und so geht es, glaube ich, einigen anderen Einrichtungen oder Gruppen auch. Bestimmt. Wir haben noch eine letzte Frage von der Ruth und dann müssen wir zum Ende kommen. Ruth, bitte. Ja, danke. Ich werde versuchen, also vielleicht ein bisschen gemischt zu machen, weil wir auch noch internationales Publikum haben. So I try to maybe involve also in English. The question, I think it's really interesting because what I learned is that, or I have been working with people with dementia, and there was one person, he was a very actually active opera singer. And while I was working together with him, he all of a sudden, we made a project there. So I wanted to remind him to his positive feelings of his competence. And at this moment, he started to sing an opera. And the interesting thing was that the other people participating at this workshop, they also started to, they fell into the song. Yes. So all of a sudden, all 4 men were singing an opera. And it was very touching. And I think it's, I was also trained as a multimedia art therapist. So for example, in that way, you also work with different media. So you start, for example, to work maybe with painting, and then you go to music, and then you expand with all kind of different other methods. And there also made the experience that the different art approaches are interesting because some people might have difficulties, for example, to paint, but if they are on stage, or as Agnes showed, if something is related to their personal history or biography, then they are touched. And what I learned is also there is this famous Mr. Sachs, who already unfortunately died. There is a fund in United States, and he wrote quite a lot about the abilities, actually, to talk about the abilities. And actually the part of the brain concerning music is not touched as far as I know.
And there is a person who he's called Conan, and he starts to make individual, I think in music you call it mirroring, yeah, spiegeln. Yeah. He starts to put specified music for each person in a caring home. Yes. So they have their own music and can put it on and listen to it, and you see how happy they get. And I think it's interesting because in our project, interdisciplinary project between our students now, between the art university and the music university, for example, I figured out that for me it's very normal, for example, to get myself in a good vibes by playing music. But there were some musicians who said who were never thinking about that. I think this is incredibly interesting. So this is a kind of a expectation. You think everybody who is involved with music knows how to bring yourself into good moods. Actually, I figured out that many people don't know how to do that. I can manipulate myself perfectly. Yes. I think music is a great tool. But anyhow, I think I talked too much. Yeah, I mean, it's just a quick moment of like, for a minute, maybe even not even a minute, until we start with Brigitte Huber. So thank you, Antonia Kuhl. Super. Yeah. Lisa. That's you. Machen wir schon weiter oder ist noch kurz Pause? Ich würde sagen, wir haben uns ein bisschen verquatscht und wir gehen jetzt gleich in den nächsten Vortrag, um nicht dort Zeit wegzuzwacken. Okay. Ja, wir begrüßen sehr herzlich die Frau Brigitte Hobel, Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, tätig im Haus der Barmherzigkeit in der Tokio-Straße. Der Titel ihres Vortrages lautet Demenzfacetten, ein Tag im Pflegekrankenhaus. Und ich übergebe jetzt das Wort an die Frau Hubel. Vielen Dank. Ja, danke für die Einleitung und auch danke für die Einladung zu diesem Symposium. Ich konnte leider mich jetzt erst dazuschalten. Ich habe daher leider die Vortragenden nicht hören können. Ja, ich werde jetzt versuchen, meinen Bildschirm einmal zu teilen, dass Sie meine Slides sehen können. Ich hoffe, das gelingt mir auch so, wie ich das mir vorstelle. So. Ich versuche jetzt nur die Teilnehmerleiste irgendwie so zu bekommen, dass ich auch noch lesen kann, was ich auf den Slides habe. So, können Sie die Slides sehen? Okay. Ja, zum Titel vielleicht Demenzfacetten, ein Tag im Pflegekrankenhaus. Ich habe mir gedacht, ich möchte Ihnen einmal präsentieren, wie bei uns so ein Tag für Demenzpatienten aussieht. Und der ist natürlich durch ein multiprofessionelles Team gestaltet und auch durch die unterschiedlichen Demenzkranken, die wir auf der Station haben. Da möchte ich auch gleich vorausschicken, ich spreche vom Patienten, weil ich als Ärztin, wenn ich Kontakt zu meinen Patienten habe, sie auch als solche bezeichne. Also ich hoffe, Sie stören sich nicht daran, aber für mich sind es eben einfach Patienten. Und ich habe jetzt meine Slides nicht durchgegendert. Ich hoffe, das stört niemanden. Das ist aber einfach für mich einfacher. Ja, ich arbeite eben in der Tokio-Straße im Haus der Barmherzigkeit. Das ist der Schwerpunkt mit dem der gerontopsychiatrischen Abteilung. Und da habe ich eben 2 Demenzstationen und 2 allgemeinpsychiatrische Stationen. Und von den 2 Demenzstationen möchte ich Ihnen heute von dem Alltag dieser Patienten, die wir dort aufnehmen, gerne etwas erzählen. Die Facetten, die ich da gefunden habe, um die es geht, ist natürlich einmal vordergründig der Patient, der relevant ist mit seiner Geschichte und seiner Erkrankung. Es ist aber auch die Einrichtung nicht unrelevant. Da geht es auch ein Stück um Architektur, um Lichtverhältnisse, um die Raumaufteilung. Wir haben die Pflege als große Gruppe, die die Patienten natürlich sehr intensiv begleitet, die Medizin,
Das habe ich deswegen so hingeschrieben, weil ich dann auch näher noch darauf eingehen will. Wir haben einige Disziplinen an Medizinern im Haus. Die Therapie als sehr große Gruppe, die dazu kommt zur Begleitung der Demenzpatienten und zum therapeutischen Behandeln. Wir haben Sozialbegleitung an den Stationen, die Sozialarbeit und die Angehörigen oder auch Zugehörigen. Da gibt es auch unterschiedliche Bezeichnungen. Und auf die einzelnen Bereiche möchte ich jetzt näher eingehen. Die Facetten des Patienten. Sie alle wissen, es gibt sehr viele unterschiedliche Demenzformen. Auf das gehe ich jetzt in dem Sinn nicht näher ein, aber ich habe einen Symptomenkomplex herausgegriffen, der es sehr komplex erscheinen lässt, oft die betreffenden Patienten dann auch gut betreuen zu können. Und das ist der Verlust der Orientierung. Und der ist ja auch schon in 4 Teile geteilt, nämlich die Orientierung zur Zeit, zum Ort, zur Situation und zur Person. Und wenn es da zu Beeinträchtigungen kommt durch die Demenzerkrankung, dann verkennt der Betreffende oft diese objektive Realität, die wir haben, dass wir wissen, dass heute der 25. November 2021 ist, dass heute Donnerstag ist, dass es jetzt finster ist, weil es schon Abend wird und es nicht 6 Uhr in der Früh ist. Und das sind so die Punkte. Zurzeit geht die Orientierung oft schon sehr früh verloren. Die Patienten befinden sich einfach zeitlich in einem anderen Rahmen. Viele meiner Patienten, die jetzt so 40er Jahrgänge sind, befinden sich in den 70er, 60er Jahren im Erleben und meinen dann, ist es irgendwie 1973 und wir haben Frühjahr. Also da ist das Zeiterleben völlig verändert. Natürlich kann die Orientierung auch zum Ort verloren gehen. Die Patienten, die ich aufnehme, sind meistens so orientiert, dass sie mir sagen können, wir sind in Wien, aber wo wir in Wien sind, wissen sie nicht. Also, dass wir im 22. Bezirk sind, dass wir bei Kakran sind, in welchem Stockwerk wir uns befinden, auf welcher Station, wie die heißt. Also das ist dann alles nicht mehr möglich für die Patienten. Zur Situation können die Patienten auch desorientiert sein. Das macht es dann natürlich ganz schwierig, wenn sie in den Kontext kommen. Wir sind im Pflegekrankenhaus. Ich bin teilweise in Privatkleidung, habe aber einen weißen Mantel an. Das heißt, so ein Stück kann man sehen, dass ich in irgendeiner Funktion tätig bin, aber da könnte ich ja genauso als Fleischhauer tätig sein, der kann auch einen weißen Mantel anhaben oder als Bäcker. Also das ist ja nicht personifiziert als Arzt, der weiße Mantel per se. Meistens, wenn man dann mit einem Stethoskop noch umhat oder einen Reflexhammer, dann wird es ein bisschen klarer, dass man aus dem medizinischen Bereich kommt. Also da ist die Situation dann auch oft sehr divergent zu der, die wir erleben und die der Patient erlebt. Im weiteren Krankheitsverlauf ist es ja dann auch so, dass der Patient zur Person immer weiter die Orientierung verliert. Wir haben Patienten, die also dann nur mehr ihren vorehelichen Namen wissen, aber nicht mehr den, wie sie heißen, wie sie geheiratet haben. Oder nach 2 Scheidungen nur mehr den Namen vom ersten Ehemann wissen, also den Familiennamen, den sie angenommen haben, aber nicht den aus der 3. Ehe. Und das geht halt dann so weit, dass wenn ich einen Patienten frage, wie er alt er ist und er sagt, naja, das weiß ich jetzt eigentlich nicht so genau. Und dann lasse ich das einmal so stehen und sage, na, sind Sie verheiratet? Und dann so eine Emotion kommt, naja, wie kann ich mit 18 verheiratet sein? Ich bin ja erst 18, da ist man ja nicht verheiratet und Kinder kann ich auch noch keine haben. Also dann weiß man schon, wie die Orientierung für den Patienten ist. Ja, das Wichtige ist, dass man dann den Patienten dort sozusagen abholt, wo er sich in seiner Realitätswahrnehmung befindet und ihn dann darin begleitet. Also das wäre so mal eine der vielen Facetten eines Patienten. Aber da kommt natürlich noch was weiteres dazu. Die Patienten, die wir in unserer Einrichtung aufnehmen, haben auf diesen 2 Demenzstationen, die wir haben, mit je 28 Patienten, haben eine Demenzerkrankung und sehr oft assoziiert mit den PPSDs, diesen behavioralen und psychologischen Symptomen,
bei Demenz, die auftreten können und die eben eine Betreuung zu Hause dann wirklich sehr erschweren können. Und da habe ich Ihnen einige aufgeschrieben, wie wahnhafte Symptome. Es gibt dann viele Patienten, die das Gefühl haben, dass Menschen im Dunkeln auf der Couch sitzen und sich da an den Gegenständen des Patienten bedienen oder dass Patienten bestohlen werden oder dass sie eifersüchtig sind, weil sie meinen, dass ihr Partner fremd geht. Also diesen Symptomenkomplex, der die Betreuung zu Hause sehr, sehr erschweren kann. Aggressivität ist auch immer ein Thema, die kommt ja nicht einfach so, die taucht nicht so auf, sondern die hat immer irgendwie eine Ursache und sehr oft ist es, dass eine Überforderungssituation für den Patienten greifbar wird und er Angst entwickelt und sich irgendwie wehren muss oder sozusagen dem gegenhalten muss, was er da erlebt. Also Aggressivität kann es geben, Angst als eine sehr unspezifische Angst, die einfach das vegetative Nervensystem mit betrifft, wo jemand dann schweißig ist, einen erhöhten Puls hat und so flipprig, zittrig ist und einfach eine Angst hat und der die gar nicht näher benennen kann. Schlafstörungen, das ist ein Symptomenkomplex, der für die Betreuung zu Hause oft sehr, sehr belastend ist. Es gibt Patienten, die eine sehr, sehr ausgeprägte Schlafstörung haben. Das kann bis dahin gehen, dass sie eigentlich auch eine Tag-Nacht-Umkehr haben, dass sie in der Nacht aktiv sind und am Tag dann um 8:30 in der Früh einschlafen, dann so bis 4 schlafen und dann wieder aktiv sind. Die Enthemmung, die ist auch ein sehr prägnantes Symptom, die kann sehr vielschichtig auch sein. Wir haben im Frontalhirn, also im Stirnhirn, sozusagen unser Verhalten wird da modifiziert und das zieht sich durch alle Bereiche. Das geht von der Ernährung, ob ich jetzt wenig esse oder sehr, sehr viel Nahrung zu mir nehme, bis zur Sexualität, die enthemmt sein kann oder aber auch eine allgemeine Distanzlosigkeit oder verbale Entgleisungen. Das ist dann für die Angehörigen oft sehr belastend, wenn sie sagen, ja, aber mein Mann war nie so oder meine Mutter, mein Vater war nie so, die haben nie so gesprochen. Das tut mir jetzt furchtbar leid, was sie sich da immer anhören müssen. Dann sagen wir, das ist ein Symptom der Krankheit, das ist jetzt nichts, das für uns jetzt belastend ist, aber wir verstehen natürlich, dass man das sehr, sehr schwer aushalten kann, wenn man einen Menschen Jahrzehnte kennt und mit ihm zusammengelebt hat und der sehr differenziert sich ausgedrückt hat und wenn dann da eine verbale Enthemmung da ist. Die Apathie, das ist auch etwas, das sehr belastend sein kann, wenn der Betreffende also einfach nur mehr im Bett liegt oder am Sessel sitzen bleibt und kein Interesse mehr zeigt an dem Umfeld und an den Reizen, die an ihn herangetragen werden. Eine andere Form, die es auch noch gibt, ist die depressive Symptomatik. Wenn die auftritt, das muss man immer sehr differenziert sehen, auch von der Apathie, dann sind das natürlich auch, ist das ein Symptomenkomplex, wo es auch absolut Sinn macht, den dann medikamentös zu behandeln. Wenn ich jetzt von den Facetten, und das ist natürlich nur ein kurzer Ausschnitt von den Facetten des Patienten zu den Facetten der Einrichtung wechsle, dann ist das auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir haben in unserer Einrichtung 1- und 2-Bettzimmer und es hat alles seine Vor- und Nachteile. Es gibt Patienten, die können wir gar nicht in einem Doppelzimmer aufnehmen. Wir haben beim Aufnahmeprozess, versuchen wir das schon vorab ein bisschen zu klären und auch zu schauen, wer zu welchem Patienten am besten passen würde oder ob unbedingt ein Einzelzimmer notwendig ist. Also das ist etwas, womit wir uns sehr viel befassen, was passend ist. Und es kann auch sein, dass man während des Aufenthaltes bei uns wechselt, dass man in ein anderes Zimmer wechselt, weil sich der Zimmernachbar oder die Zimmernachbarin als besser im Kontakt herausstellt für den betreffenden Patienten. Wir haben ein Türschließsystem bei den Zimmern, das wirkt sehr deeskalierend. Sie alle wissen, dass Demenzpatienten wandern dort, wo sie sich aufhalten und schauen ins Zimmer hinein, betreten diese, greifen die Dinge an, die dort sind. Also wenn dort eine Zahnprothese liegt oder eine Brille, dann ist das etwas, was die Patienten dann sehr gerne mitnehmen oder auch verwenden.
gehen aus dem Zimmer hinaus, legen es dann 5 Meter weiter ab und es wird dann nicht mehr gefunden. Das heißt, wenn die Zimmer ein Türschließsystem haben, das ist ein Chip-System, können sie immer nur in ihr betreffendes Zimmer und nicht in fremde Zimmer hineingehen. Der Flur, der Gang, das Gangsystem ist auch etwas ganz Wichtiges. Wir haben das Glück, dass man bei uns nicht auf und ab gehen muss, sondern dass man in einem Karree gehen kann oder in Runden gehen kann. Wir haben 2 Innenhöfe und um diese Innenhöfe ist das Haus angelegt und so könnte man auch Achterschleifen gehen sozusagen. Also man stößt jetzt nirgends an und kommt auf ein Ende, wo man nicht weiterkommen könnte. Weil Sie alle wissen, Demenzpatienten können oft so einen Wandertrieb haben, so eine Poriomanie, und da ist dann wichtig, dass sie viel gehen können. Sie sollen sich nicht erschöpfen, sie sollen ausreichend essen und trinken, aber sie sollen sich auch bewegen können. Wir haben 2 Tagräume. Ein Tagraum ist mit der Küche, wo das Essen angerichtet und ausgeteilt wird, verbunden. Da ist natürlich, das merkt man vielleicht so gar nicht im Alltag als Mitarbeiter, entsteht ein unheimlicher Lärmpegel dann zu Mittag, wenn das Geschirr klappert und gesagt wird, wer kriegt das, wer kriegt jenes zu essen und das ausgeteilt wird. Also da ist immer recht viel Leben, da kann es auch zur Reizüberflutung der Patienten daher kommen und daher gibt es noch einen anderen Tagraum, der in einem Bereich ist, der viel ruhiger ist. Der ist am Weg zur Terrasse und ist so in so einer Nischenform. Und da ist es viel ruhiger und es gibt Patienten, wo es ganz wichtig ist, dass die nicht in dem großen, lauten, sage ich jetzt, unter Anführungszeichen gesetzten Tagraum sind, sondern in dem ruhigeren, hinteren gelegten. Wir haben unterschiedliche Sitz- und Ruhemöglichkeiten, das ist auch etwas ganz Wichtiges. Es gibt Patienten, die gern auf einem Sessel sitzen, andere wieder in einem Lehnsessel oder auf einem Sofa. Und wir haben natürlich Patienten, die in ihrer Mobilität schon eingeschränkt sind und auch in einem Trippelrollstuhl. Das ist ein Rollstuhl, der niedriger gesetzt ist, wo die Patienten mit den Beinen trippeln können und sich daher auch eigenständig bewegen können, unterwegs sind. Und da ist aber dann auch ganz wichtig, die nicht den ganzen Tag in diesem Trippelrollstuhl trippeln zu lassen, weil das ja vom Körpererleben etwas zeigt, wie da sind Räder dran und ich bin nie statisch, ich bin immer in Bewegung, dass man diese Patienten dann auch zum Essen vom Trippelrollstuhl in den Sessel mobilisiert, damit sie Ruhe haben und dann wieder, wenn sie fertig gegessen haben, in den Trippelrollstuhl zum Beispiel. Wir haben eine Terrasse, die ist zwischen den 2 Demenzstationen gelegen, die können die Patienten aufsuchen, die ist barrierefrei. Und da gibt es auch 2 große Gartenbeete, wo Erdbeeren oder Zucchinis oder dieses Jahr waren es Kürbisse gezogen werden und Blumen angebaut werden und wo man ruhig schattig den Tag verbringen kann. Diese Demenzstationen sind im 1. Stock gelegen und wir haben auch im Erdgeschoss dann den Zugang zu einem sehr, sehr schönen Garten, der auch aufgesucht werden kann von den Patienten. Und da haben wir Patienten, die schon ein bisschen eine Begleitung bedürfen, um sich sozusagen frei im Haus bewegen zu können, damit sie nicht zu Schaden kommen, dass sie sich nicht gefährden, weil sie bei strömendem Regen in Hauspantoffeln in den Garten gehen, leicht bekleidet, haben wir ein Transpondersystem. Das ist ein Meldesystem, das haben nicht alle Patienten, aber die es benötigen, bekommen in die Schuhe ein Meldesystem eingebaut, das Sie können mit dem Aufzug fahren. Es gibt ja Meldesysteme, wenn ein Aufzug betreten wird, dass der zum Beispiel sich gar nicht mehr in Bewegung setzt. Bei uns ist das nicht so. Der fährt dann ins Erdgeschoss. Die Patienten können aussteigen und es wird gemeldet, dass der Patient XY jetzt gerade den Aufzug zum Erdgeschoss verlässt. Und dann kann sich der Patient im Erdgeschoss frei bewegen. Es meldet wieder beim Hauptausgang natürlich. Dort wäre es nicht gut, wenn er hinausgeht, weil er sich verlieren würde, weil er sich dadurch gefährden könnte. Das heißt, da gehen wir in den Kontakt zum Patienten und motivieren ihn wieder, da in der Einrichtung zu bleiben oder begleiten ihn in den Garten oder auf die Station. Der Transponder alarmiert aber auch, wenn er den Garten betritt, damit wir wissen, aha, ein Patient XY ist im Garten. Wir halten Nachschau einfach nur, wir gehen nur schauen, hat er das richtige Schuhwerk an, hat er seine Gehhilfe mit, sein Rollator, sein Rollmobil oder seinen Gehstock und verkühlt er sich nicht und erschöpft er sich nicht so lange. Also, und wenn das so wäre, dann wird er von der Pflege oder der Sozialbegleitung
wieder auf die Station begleitet. Wir haben auch eine Cafeteria im Haus, die kann auch von den Patienten alleine aufgesucht werden, aber sehr viele nützen die Cafeteria natürlich beim Besuch der Angehörigen, indem sie dann dort Mittagessen gemeinsam oder eine Jause zu sich nehmen. Also das sind die Facetten der Einrichtung. Die Facetten der Pflege, das ist natürlich der Hauptpunkt. Der Pflege ist auch Körperpflege, die ist natürlich sehr, sehr wichtig und kann sich sehr, sehr komplex gestalten bei Demenzpatienten, weil sie ja, wenn wir jetzt die Orientierung nehmen, völlig desorientiert in dem Kontext sein können und auch von ihrem Gedächtnis nicht mehr wissen, was es bedeutet, jetzt Körperpflege durchführen zu lassen. Das heißt, es können sehr komplexe Mechanismen sein, die man da in der Betreuung braucht, um eine Körperpflege durchführen zu können. Und es gibt Patienten, die kann man in der Früh nicht waschen, duschen oder pflegen. Viele Patienten da geht das erst am Nachmittag oder am frühen Abend und dann wird das angepasst an den Patienten. Rund um die Uhr Begleitung eben der Pflege, es gibt einen Tag- und einen Nachtdienst, die sind also immer hier. Und wir haben einen doppelt besetzten Nachtdienst, dass man da individualisierter auf Patienten eingehen kann, auf den Stationen. Wichtig ist natürlich auch Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, auf die zu achten. Viele Demenzpatienten würden zwar das Gefühl eines Durstes wahrnehmen, können es aber nicht mehr so artikulieren. Und dann ist ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass da ausreichend Flüssigkeit in der Form, in der sie noch konsumiert werden kann, eventuell eben auch eingedickt, nektarartig, honigartig, puddingartig zu sich genommen wird. Und bei der Nahrungsaufnahme ist das genauso. Viele Patienten erkennen nicht mehr den Sinn des Essens, das vor ihnen steht, und dann brauchen sie da Begleitung bei der Essensaufnahme. Toilettentraining ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt natürlich viele Demenzpatienten. Sie müssen denken, die Demenzpatienten, die bei uns aufgenommen werden, haben nicht eine leichte Demenz, sondern eine mittel- bis schwergradige Demenz. Das heißt, da kann es auch schon Inkontinenzsituationen für Harn und Stuhl geben. Und wir versuchen natürlich, solange es geht, die Kontinenz zu fördern und die Inkontinenzversorgung, solange es geht, hinauszuziehen. Die Eigenständigkeit der Patienten zu unterstützen, ist uns auch wichtig. Was können sie noch? Was können wir da fördern und unterstützen, damit der Abbauprozess jetzt nicht noch beschleunigt wird, weil ihnen alles abgenommen wird. Also man kann ja da oft bei der Körperpflege zum Beispiel mit dem prozeduralen Gedächtnis arbeiten. Ich sage immer, die Patienten, die wir jetzt noch haben, die kennen noch einen Waschlappen. Ich glaube, viele Menschen um die 20, 30 haben gar keinen Waschlappen mehr zu Hause und wüssten dann auch nicht, wenn sie 70 sind, was sie mit einem Waschlappen tun sollen, der ihnen über die Hand gestülpt wird. Aber die Patienten, die wir jetzt haben, für die ist das so internalisiert, dass sie dann im prozeduralen Gedächtnis dann mit Anleitung sehr wohl wissen, dass sie sich das Gesicht waschen und den Körper zum Teil auch noch pflegen können durch die Erinnerungen an diese sehr oft und über Jahrzehnte durchgeführten Handlungen. Wichtig ist auch eben Symptome wahrzunehmen, Veränderungen wahrzunehmen, damit wir die dann in Ruhe besprechen können, wie wir auf die reagieren. Noch ein paar Punkte zu den Facetten der Pflege wäre, es geht nicht jeder Patient um 20 Uhr schlafen. Das ist auch ganz wichtig, also dass es unterschiedliche Schlafensgehzeiten gibt. Das ist was ganz Normales. Es gibt Patienten, die gehen um 23 Uhr oder 24 Uhr schlafen, andere legen sich auch schon um 21 Uhr nieder. Und es schlafen nicht alle Patienten im Bett. Es gibt viele Patienten, die auch schon zu Hause im Lehnsessel sitzen im Wohnzimmer. Warum? Weil sie mit dem Herz vielleicht ein Thema haben und wenn sie flach liegen, dann da Probleme mit der Atmung und dem Wohlbefinden bekommen und die einfach mit hochgelegten Beinen im Lehnsessel schlafen. Ja, dann ist das so. Natürlich ist es entspannender im Bett, aber wir begleiten das dann und versuchen, die möglichst beste Schlafqualität zu erlangen für den Patienten. Zeitliche und personelle Ressourcen, das ist natürlich immer ein sehr spannendes Thema. Da könnte man immer mehr benötigen, das ist gar keine Frage. Aber wichtig ist, dass man mit dem, was man hat, dann schaut, wie man es am besten verteilen kann über diese 24 Stunden. Wichtig ist auch eine alltagsnahe Begleitung.
dass wir möglichst versuchen, wir sind ein Pflegekrankenhaus, wir haben jetzt keine Wohnzimmeratmosphäre, das haben wir nicht, aber dass wir trotzdem versuchen, möglichst alltagsnah zu begleiten. Ja, die Facetten der Medizin. Als Pflegekrankenhaus, das ist der Unterschied zu einem Pflegeheim, sind wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche medikalisiert. Ich habe auf meinen Stationen Stationsärzte, das sind Allgemeinmediziner, die dann auch in den Nachtdienst gehen können. Und ich als Psychiaterin bin Montag bis Freitag 8 Stunden am Tag vor Ort in der Einrichtung. Und wir arbeiten sehr eng miteinander zusammen und man kann ja nicht den Körper, also das Somatische und das Psychiatrische trennen, man hängt ja zusammen und da arbeiten wir sehr, sehr eng verwoben zusammen. Die Facetten der Therapie, die sind natürlich auch sehr vielgestaltig. Wir haben Gruppenangebote auf der Station, wie eine offene Singgruppe, die von der Musiktherapeutin durchgeführt wird. Wir haben eine offene Ballgruppe, die von der Physio- und Ergotherapie durchgeführt wird. Das ist jetzt nicht ein kleiner, kompakter Ball, sondern ein riesen Luftballon, der so einen Durchmesser von sicher mindestens 50 bis 80 Zentimeter hat. Das heißt, er hat auch eine andere Geschwindigkeit, mit der er sich bewegt, und das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit für so ein bisschen eine Bewegung im Sitzkreis mit diesem großen Luftballon und auch für die psychosoziale Interaktion. Es gibt eine Morgenaktivierung für die Patienten, die in ihrer Mobilität noch nicht eingeschränkt sind, die im Garten am früheren Vormittag einige Runden in Begleitung der Physiotherapie machen können. Es gibt ein Gleichgewichtstraining in einer Gruppe und wir haben ein Tanzcafé, das einmal die Woche, also einmal im Monat, einmal die Woche, das wäre ein Wunschdenken, einmal im Monat stattfinden kann, wo eine wirkliche Tanzveranstaltungsatmosphäre geschaffen wird mit der Tanzmusik, mit Kaffeegeschirr, wie man es zu Hause hat und nicht mit einem Krankenhausgeschirr, und wo getanzt wird, wo normalerweise auch ein Tanzbar der Schule Ellmeier tanzt. Und das ist sehr spannend, die Patienten zu beobachten, wie sie sich dann plötzlich wieder aufrichten, aufstehen und zu tanzen beginnen. Wir haben aber auch Einzelsettings für Ergotherapie. Da hat sich bewährt, dass das ohne Termin ist, weil Demenzpatienten können sich nicht an Termine halten. Das ist jedem klar, aber es ist halt oft für die Therapie auch nicht einfach, so ein Konzept anzubieten. Die Ergotherapie macht das bei uns im Haus. Die Ergotherapeutin hat die Zuweisung für die Patienten, die sie betreuen soll, und teilt das dann so im Tagesverlauf ein, dass es für jeden Patienten möglichst passend ist. Wir haben Einzelphysiotherapie, wir haben eine psychologische Begleitung für die Patienten, wir haben auch Einzelmusiktherapie, also die Musiktherapeutin macht nicht nur die Gruppe, sondern auch die Einzelmusiktherapie. Wir haben auch Einzelkunsttherapie, wenn es indiziert ist, die wir zuweisen können. Und natürlich ein wichtiges Thema ist die logopädische Begleitung für die Nahrungsaufnahme, für den Schluckakt, für die Flüssigkeiten und die Diätologin mit der Ernährung. Die Facetten der Sozialbegleitung. Wir haben Sozialbegleiter als in der Tagraumbetreuung tagsüber, die die Patienten sehr alltagsnahe begleiten können, sehr individualisiert auf sie eingehen können, entweder in Gruppen oder im Einzelsetting. Also das ist auch sehr, sehr hilfreich und deckt den Alltagsbereich ab. Also nicht nur Pflege eben, sondern auch Alltagsstrukturen in den Stationsalltag einpflegen zu können. Die Sozialarbeit ist ein wichtiger Punkt. Wir haben ja das Erwachsenenschutzgesetz. Es gibt Demenzpatienten, die schon vor ihrer Erkrankung überhaupt sich gedacht haben, dass sie sich über eine Vorsorgevollmacht vertreten lassen. Aber es gibt halt auch viele, die das noch nicht gemacht haben und wo dann im Laufe der Erkrankung doch eine Begleitung in unterschiedlichen Bereichen notwendig ist und Erwachsenenvertretung etabliert werden muss. Es geht um die Wohnung, die da ist. Gibt es einen Partner, der in dieser Wohnung noch lebt, oder muss die Wohnung aufgelöst werden? Und es geht natürlich um finanzielle Belange wie Pflegegeld, die Förderung vom Fonds Soziales Wien und den 20% Taschengeld, die Patienten dann noch zur Verfügung haben, wie man die einteilt und wie man die für den Patienten gut nutzen kann. Die Facetten der Angehörigen, die sind auch sehr
ganz, ganz wichtig, sehr wichtig. Wir haben eine Angehörigenbegleitung im Einzel- oder Gruppensetting. Bei uns werden die Angehörigen, wenn ein Patient neu aufgenommen wird, proaktiv angesprochen von unseren Psychotherapeuten und Psychologenteam und zu den Angehörigengruppen proaktiv eingeladen. Aber wir haben auch eine Angehörigenbegleitung im Einzelsetting. Es sind oft sehr komplexe Situationen. Wenn ein Patient bei uns aufgenommen wird, geht es darum, ist das der richtige Zeitpunkt gewesen? Hätte ich es zu Hause noch schaffen können? Und das sind Dinge, die müssen begleitet werden. Wichtig ist natürlich auch, wenn es Angehörige gibt oder Zugehörige, wenn die Biografie erhoben werden kann, wenn wir Daten und Lebensstile wissen, damit wir die Patienten bestmöglich betreuen können. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch der Besuch der Angehörigen in der Einrichtung. Auch der muss manchmal geleitet und gestaltet werden. Manche Angehörigen haben dann die Sorge, wenn ich jetzt einfach mich verabschiede, dann wird er mitgehen wollen. Ich finde es aber ganz wichtig, dass man sich verabschiedet. Es muss ganz klar sein, dass man geht. Und das betreuen wir dann, weil die Patienten von der Pflege dann übernommen werden. Also die Patienten bleiben dann nicht alleine irgendwo sitzen, sondern dann versuchen wir, dass die Angehörigen mit den Patienten kommen, sich verabschieden proaktiv und die Pflege die Begleitung übernehmen kann. Wenn es keine Angehörigen gibt, haben wir noch ehrenamtliche Mitarbeiter, die auch Patienten betreuen können. Ja, ich habe Ihnen da noch einmal beim letzten Slide zusammengefasst, was so am Tag so wichtig für uns ist, für die Patienten, eben der individuelle Patient mit seinen Bedürfnissen, dass wir das bedürfnisorientiert begleiten können, dass psychosoziale Interventionen ganz wichtig sind, neben natürlich der medikamentösen Einstellung, die manchmal notwendig ist, die Biografiearbeit uns sehr, sehr unterstützen kann und das multiprofessionelle Team natürlich eine Betreuung der Demenzpatienten sehr gut ermöglicht. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und weiß jetzt nicht, ob noch Zeit für Fragen ist, stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihren interessanten Beitrag. Hat jemand jetzt eine Frage? Sonst frage ich jetzt in der Zwischenzeit etwas. Mich würde interessieren, ob der Bedarf und die Verfügbarkeit von Betten quasi gedeckt ist. Also gibt es lange Wartezeiten oder ja, wie das ausschaut von den Ressourcen her? Also momentan sind die Wartezeiten nicht allzu lange, wobei man sagen muss, wir sind eben eine Spezialeinrichtung als Pflegekrankenhaus. Also bei uns fördert der FSW, wenn eben multimorbide Patienten da sind oder eben Demenzpatienten mit Verhaltensauffälligkeiten. Weil wir haben auch noch geriatrische Stationen, also wenn ein Patient an einer Demenz erkrankt ist, einer leichteren Form und wegen körperlichen Beschwerden eher aufgenommen werden muss, wird er auf der Geriatrie aufgenommen. Also wir haben momentan jetzt nicht allzu lange Wartezeiten, das hat aber sicher mit Corona zu tun, weil Sie wissen das alle, vor 1,5 Jahren hat man nicht sehr einfach in die Einrichtung gehen können auf Besuch. Und deswegen werden jetzt viele Patienten momentan nicht so gerne aufgenommen, weil nie klar ist, kann man sie besuchen, kann man sie so begleiten, wie man sich das vorstellen würde. Also momentan sind die Wartezeiten gerade nicht allzu lange. Ja, also das trifft aber auf ganz Wien zu, ja, dass die Corona-Zeit uns das hat das ein bisschen verändert momentan. Okay, vielen Dank. Ich schaue jetzt kurz. Die Angelika Schafferer, bitte. Danke. Ich wollte Sie fragen, ob es in Ihrer Einrichtung, in Ihrem Haus die Möglichkeit gäbe für Exkursionen von kleinen Gruppen oder ob das mit Ihren Patientinnen und Patienten nicht mehr möglich ist. Ich frage deswegen an, die Tiroler Landesmuseen in Innsbruck bieten ein Angebot, das heißt Mitsinnen. Es ist ein kreatives Angebot, ein Workshop für Menschen mit dementiellen Veränderungen. Und wir sind immer auf der Suche nach Institutionen oder Kooperationen, die uns insofern unterstützen, als sie mit Menschen, die von dementiellen Veränderungen betroffen sind,
zu uns ins Haus kommen und unser Angebot wahrnehmen. Also meine Frage an Sie, wäre so etwas bei Ihnen überhaupt möglich? Ja, also bei uns in der Einrichtung, wo ich jetzt bin, leider nicht mehr. Also da sind die Patienten doch schon fortgeschritten dement und komplexer daran erkrankt. Da ist das so nicht mehr möglich. Es ist einmal, das ist jetzt sicher 2 Jahre her, weil Sie jetzt Museum sagen, ist ein kleiner, da hat es eine Patientengruppe von, das waren 6 Patienten gegeben, die fast 1:1 betreut ins Kunsthistorische Museum gegangen sind. Auch so um Eutymes erleben, also Sinneswahrnehmung im Museum. Also aber das war sehr, sehr komplex, das zu organisieren. Wir haben natürlich, dann gibt es Fahrtendienste, die organisiert werden können und diese Patienten haben eine 1:1 Betreuung gebraucht. Also es gibt manchmal Exkursionen, aber natürlich zum Beispiel zu einem Weihnachtsmarkt. Wir haben hier Stätten, das ist zur Gartenanlage der Stadt Wien, die sehr schön gestaltet ist zu Weihnachten. Da hat es immer wieder einmal für einige Patienten 1:1 betreut in der Gruppe einen Ausflug gegeben, aber weitere, da sind unsere Patienten schon viel zu fortgeschritten. Das wäre nicht mehr möglich, leider. Es klingt toll, also wenn Sie 1:1 Betreuung nennen, denken Sie dann an oder ist das eine Betreuung vom Haus aus oder können das auch Angehörige sein? Ja, also wenn es Angehörige gibt, die das noch bewältigen können, dann nehmen wir die auch mit und sie begleiten dann ihren Angehörigen und sonst ist es das Pflegepersonal, das Therapieteam oder die Sozialbegleitung, die diese 1:1 Begleitungen dann übernimmt. Also es ist ein sehr komplexes Verfahren. Ja. Danke. Bitte. Gut, die Ruth meldet sich. Danke. Ich höre dich nicht. Ja, danke. Danke vielmals. Vielen Dank für deinen Vortrag. Ich finde, das war besonders spannend. Ich denke auch für viele der hier Anwesenden, einfach so diese verschiedenen Bereiche kennenzulernen. Nicht? Also wo kann man noch zu Hause betreut werden und wie ist das dann, wenn man sozusagen in einem Pflegeheim ist. Ich habe jetzt eine Crucial-Frage für dich, und zwar, weil du ja auch erwähnt hast, dass ihr Kunsttherapie und Musiktherapie habt. Also Frage jetzt gestellt an dich als Psychiaterin, welche Wirkung meinst du oder beobachtest du in Bezug auf künstlerische oder musikgeleitete Therapien? Ja, also ich greife vielleicht wieder mit dieses Tanzcafé auf. Ich glaube, dass das etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Also wir arbeiten sehr viel mit Musik. Gibt ja auch sehr individuelle Musikwünsche. Die meisten Patienten haben einen CD-Player im Zimmer und die Musik, die sie gerne hören, und die wird dann einfach aufgelegt von der Pflege im Zimmer. Also das macht etwas mit dem Patienten und es wird auch im Tag immer wieder Musik gehört und dann ist auch so der Impuls fassbar, dass die Patienten tanzen möchten und dann wird auch getanzt mit denen, die das motorisch noch gut können und man glaubt gar nicht, wer dann da alle noch ganz aktiv und schwungvoll und mit viel Affekt und Emotion zu tanzen beginnt. Also ich finde, Musik ist etwas ganz, ganz Wichtiges, aber auch Kunst. Natürlich ist die Kunsttherapie komplexer für Demenzpatienten, vor allem im fortgeschrittenen Stadium. Ja, also da kann man nicht mehr die Kunsttherapie so handhaben zur Ich-Entwicklung oder zur Ich-Stärkung oder zur Gesundheitsförderung. Da gibt es der Schwerpunkt ein anderer, da ist der emotionsstabilisierende Faktor, dass man mit Gegenständen irgendwie arbeitet. Aber ich finde diese beiden Bereiche genauso wichtig wie eben die Alltagsbegleitung oder eine Pflege- oder medikamentöse Therapie. Also für mich gibt es da nicht, das ist immer wie ein Mosaikbild für jeden Patienten, was er braucht, um möglichst stabil zu sein und eine gute Lebensqualität zu haben. Also Musik und Kunst sind sicher wichtige Bestandteile. Danke.
So, ich glaube, wir sind mit der Zeit jetzt richtig unterwegs, oder? Falls es noch eine Frage gibt, noch bitte stellen und sonst würden wir eine kurze Pause machen. Okay, na gut, dann sehen wir uns um 17:15 Uhr wieder. Danke, Frau Brigitte für den interessanten Vortrag. Danke sehr. Vielen Dank. Du hast ja gar nicht verraten, Lisa, dass du im anderen Haus tätig bist. Stimmt. Ja, ich bin im Haus der Barmherzigkeit in der Seepelgasse. Ja, wir haben 2 Einrichtungen, eine mit psychiatrischem und eine mit neurologischem Schwerpunkt. Genau. Na gut, dann bis später.
Gott, Frau Pobocznik. Schönen guten Abend. Guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Dankeschön. Danke auch für die Einladung, freue mich sehr. Und ja, vielen Dank dafür, dass ich bei Ihnen sein darf. Sehr gerne. Wir haben uns nur gedacht, wir haben es relativ ein straffes Programm. Mhm. Also in einer Minute geht es schon wieder los. Gut. Ich wollte nur, weil ich gesehen habe, weil ich kurz reingeschaut habe, dass Sie da sind, wollte ich Sie nur kurz begrüßen. Sehr, sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Ich bin auch hier. Angela, siehst du mich? Ja, danke, Okay. Hanni, dass du da bist. Ja, ich sehe mich nämlich nicht, aber das ist wahrscheinlich so. Alles klar. Guten Abend. Guten Abend. Ja, das ist, wenn Folien eingeblendet sind, dann das ist das eine. Und das zweite ist, wenn eben einfach durch die TeilnehmerInnenanzahl geht das bei Zoom dann nicht, sondern man sieht dann, man muss weiterklicken. Es gibt dann, Sie können oben auf Galerieansicht dann gehen im Anschluss. Jetzt geht es aber dann und dann sehen Sie. Ah ja, alles klar. Jetzt habe ich es. Gut, wunderbar. Und wenn das Slide weg ist, dann sehen Sie alle. Dankeschön, wunderbar. Das heißt, Hanni, du siehst mich? Ich sehe dich, du siehst mich. Alles in Ordnung bei mir? Ja. Alles ist gut bei dir, ja, ja, wunderbar. Dankeschön. Gut im Bild. Du müsstest nur vielleicht dein Bildschirm ein bisschen kippen, nach unten kippen. Ja, das ist besser. Also vorhin war dein Kopf abgeschnitten, dein Gesicht abgeschnitten. Mhm. Gut. Okay. Flecken entdeckst du keine? Nein. Gut. So, aber ich glaube, wir können eigentlich schon beginnen. Weil wir sind eigentlich ganz pünktlich. Ich darf alle sehr herzlich begrüßen. Wir sind ja jetzt sozusagen am Nachmittag, wo wir die ganzen deutschsprachigen Vorträge und Diskussionen haben. Und ich darf sehr herzlich Frau Angela Potocznik begrüßen. Sie ist Selbstvertreterin, Mitglied der European Working Group of People with Dementia bei Alzheimer Europe und ist auch Peer-to-Peer-Beraterin bei Alzheimer Austria. Und sie wird uns jetzt vortragen, erzählen, wie sie das Leben mit Vergesslichkeit selbst erlebt, Kunst und Kultur und neurokognitive Veränderungen. Und wir freuen uns jetzt sehr auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Ja, Sie wissen bereits, mein Name ist Angela Potocznik. Ich wohne in Wien und lebe seit 6 Jahren mit kognitiven Beeinträchtigungen. Der Weg zu einer gültigen Diagnose hat recht lang gedauert. Zuerst wurde Burnout diagnostiziert, was sich dann aber als falsch herausstellte. Ich bin heute oder ich fühle mich als eine Botschafterin für Inklusion und die Rechte von Menschen mit Demenz. Seit Jänner 2019 halte ich 2-mal im Monat eine Peer-to-Peer-Beratung ab, die organisiert und unterstützt wird von Alzheimer Austria. Ziel ist es, Menschen zu erreichen, die sich Sorgen um ihr Gedächtnis machen oder eine Demenzdiagnose erhalten haben und sich austauschen möchten. Seit 2 Jahren werde ich eingeladen, in Gremien über die Anliegen, Bedürfnisse und Wünsche von Menschen mit Demenz zu sprechen. Zum Beispiel bei der österreichischen Demenzstrategie, der anstehenden Pflegereform. Ich halte Vorträge in demenzfreundlichen Gemeinden, vor pflegenden Angehörigen und vor professionellen Pflegepersonen und engagiere mich in den Projekten, die sich mit der Teilhabe von Menschen mit Demenz beschäftigen. Diese Aktivitäten sind für mich sehr wichtig, da sie meinem Leben einen wirklichen Sinn geben.
Seit 2018 wurde ich erstmals von Alzheimer Austria für die europäische Arbeitsgruppe Working Group of People with Dementia nominiert. Ja, und so ist das mal ganz grob ein Überblick über das, womit ich mich beschäftige. Für den heutigen Abend habe ich mir einfach die Frage gestellt: Demenz, Kunst und Kultur, wie passt das zusammen? Und wie Sie hören können, bin ich nicht in Wien geboren, sondern in Norddeutschland in der Lüneburger Heide. Meine Kindheit verbrachte ich größtenteils bei meinen beiden Großeltern. Väterlicherseits hatten diese Bäckereien und mütterlicherseits war mein Großvater Schneidermeister und Herrenausstatter. Eine Kindheit, die fast ohne Kunst und Kultur stattfand. Vielleicht, weil die Zeit fehlte, vielleicht aber auch, weil es kein großes Interesse gab in meiner Familie. Für meine damalige Lieblingsbeschäftigung, nämlich das Lesen, gab es nach dem Schuleintritt auch nur wenig Verständnis. Es hieß einfach: lies nicht, mach dich nützlich und bau nicht Luftschlösser. Aber ich war einfach so gern in einer anderen Welt, die ich in den Büchern vorgefunden habe und in die ich hineinfallen konnte. Da konnte ich einfach meine Fantasie spielen lassen. Meine Mutter und mein Stiefvater waren da mehr aus der Ferne interessiert daran, mich sportlich oder meine kognitiven Fähigkeiten zu fördern. Das heißt, ich musste eine gute Schülerin sein und ich musste auch viel trainieren im Sport. Als meine Eltern 1966 nach Wien zogen, sollte ich plötzlich mit ihnen umziehen. Ich wollte meinen kleinen Heimatort nicht verlassen, doch das wurde nicht zugelassen und ich musste mit nach Wien. Noch heute bezeichne ich diesen von mir ungewollten Schritt als großes Glück in meinem Leben. Wien war für mich unvorstellbar groß. Und ich kam durch die Schule mit dem Jugendabo, da kam ich dann mit Theater, Musical, Konzerten und Filmmusik in Berührung. Schnell war mir ganz klar, hier möchte ich bleiben. Und auch weil ich den Eindruck hatte, in Wien arbeitet man nicht, um zu leben, wie ich es kannte, sondern ich kannte nur, dass man lebt, um zu arbeiten. Und in Wien hatte ich eben den Eindruck, man lebt oder arbeitet, um zu leben. So ist es richtig, ja. Meine Jugendzeit verbrachte ich größtenteils natürlich in der Schule. In meiner Freizeit aber wurde ich nach und nach mit Künstlern, Musikern, Malern bekannt, mit denen ich dann sehr viel Zeit verbrachte. Einige von ihnen wurden dann später auch bekannt, was mich sehr freut für sie. Musik war damals schon ein großes Interessensfeld, obwohl ich selbst nicht singen kann und auch kein Instrument spiele. Ich nütze, seitdem ich hier in Wien lebe, Theater, Konzerte, Museen, Kino und natürlich auch das Kaffeehaus. Berufsmäßig arbeitete ich jahrelang in Krankenhäusern. Dort war es eine Voraussetzung, achtsam und genau zu arbeiten. Aber das kannte ich ja eigentlich schon aus meiner Kindheit. Diese Disziplin hilft mir auch heute in der Erkrankung, glaube ich, sehr viel. Und die Genauigkeit konnte ich dann zum Schluss meines Arbeitslebens nicht mehr gut ausfüllen. Ich merkte, dass in meinem Kopf etwas nicht richtig war und ich brauchte mehr Zeit für alle Tätigkeiten, vergaß aber trotzdem ungewöhnlich viel und ja, wurde öfter zurückgerufen, weil meine Arbeit nicht gut beendet war. So entschied ich mich damals vorzeitig und mit Abzügen in Pension zu gehen. Ich wollte feststellen lassen, wieso mein Kopf kein verlässlicher Partner mehr für mich war und bekam nach einigen Untersuchungen
mein erstes Demenzmedikament. Meine Fragen, was kann ich jetzt für mich tun, außer Tabletten zu schlucken, oder was hilft mir jetzt weiter, was unterstützt mich, konnte ich damals auch noch nicht beantworten. Und ich wollte möglichst viel über diese Erkrankung erfahren, um mich nicht so hilflos zu fühlen. Ich fing an, viel über Demenz zu lesen, auch Bücher von Betroffenen, die mir einige Schritte voraus waren und einfach schon ihre Bücher veröffentlicht haben. Ich wollte mir einfach ein wenig vorstellen können, was mir jetzt in meinem neuen Leben bevorsteht. Ich besuchte viele Demenzveranstaltungen, stellte fest, dass diese sich fast zu 100% an Angehörige richtete und fühlte mich auch nicht sehr angesprochen dadurch. Und wieder hatte ich großes Glück, auf einer dieser Veranstaltungen des Roten Kreuzes auf die damalige Vizepräsidentin von Alzheimer Austria, Monika Kripp, zu treffen, der ich mein Leid klagte, nichts Passendes zu finden. Und sie sagte, da habe ich etwas für Sie. Ja, und so lernte ich eine Selbsthilfegruppe kennen und auch Hanne Püringer, die heute als Assistenz für mich da ist. Beide hatten ein großes Wissen über Demenz und waren Unterstützerinnen dieser Selbsthilfegruppe. Ich lernte in der Gruppe, ganz wichtig, ich bin nicht allein, und ich lernte Strategien im Umgang mit der Erkrankung kennen. Beide förderten mich, aber sie forderten mich auch. Ich lernte Wege kennen, meine Einschränkungen anzunehmen und damit umzugehen, meine Interessen zu vergrößern, und ich merkte ganz schnell, wie schwierig es ist, auch etwas Neues, zum Beispiel in technischer Hinsicht, zu lernen. Im Lockdown Nummer 1 kaufte ich mir einen Laptop und kann heute noch nicht gut mit allem, was ich von ihm möchte, kann ich einfach noch nicht abrufen. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig, etwas dazu zu lernen. Mittlerweile ist der Computer durch die Pandemie und den diversen Lockdowns mein Tor zur Welt geworden. Ebenso völlig neu war es damals für mich die Mitgliedschaft in der Europäischen Arbeitsgruppe für Menschen mit Demenz, denn dazu musste ich mein Schulenglisch verbessern. Dabei habe ich gelernt, dass es mit Assistenz Dinge, die nicht mehr alleine gehen, ganz wunderbar zu zweit möglich sind. Unter anderem setze ich mich dafür ein, dass wir Betroffenen ein Recht auf eine leistbare Assistenz bekommen, die es in Österreich so noch nicht für uns gibt, und damit wir ein langes, selbstbestimmtes Leben führen können. Auf der anderen Seite ist es mir jetzt möglich, mehr im Gefühl zu sein. Gefühlsmäßig kann ich viel, viel mehr aufnehmen als früher. Die Brötchen, die ich nun backe, sind zwar kleiner geworden, aber ich kann Ihnen versichern, sie schmecken noch immer. Ich erfuhr, dass angefangen wurde, Führung für uns zu verändern und anzubieten. So im Dommuseum in Wien, im Belvedere, in Graz war es das Joanneum, und ich wurde eingeladen, meine Meinung dazu abzugeben, denn ich hatte den Vorteil, ich wusste, wie es sich anfühlt, mit Einschränkungen zu leben, und weiß auch ganz genau, was ich bei einer Führung brauche, um die Führung auch genießen zu können. Das Dommuseum bot damals als kreativen Abschluss einer Führung das Malen an. Und ich war innerlich verzweifelt und wollte nicht mitmachen, weil ich glaubte, ich kann nicht zeichnen. Ich hatte immer schlechte Noten in diesem Fach, und inzwischen hatte ich auch eigentlich gar nicht mehr das Interesse, irgendwie mich malerisch auszudrücken. Aber unter großen inneren Widerständen habe ich dann damals doch mitgemacht. Aber nun in den Zeiten des Lockdowns begann auch ich zu malen. Zwar nicht gegenständlich, das kann ich immer noch nicht, aber ich drückte einige große Ereignisse meines Lebens damit aus, mit Farbe. Und ich finde, dass es heute außerordentlich gut ist für mich,
mich in dieser Weise ausdrücken zu können. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich kann mich auch erst jetzt einfühlen, wenn ein Künstler sich mit Farben ausdrückt. Und so bin ich heute ziemlich oft in der Albertine zu finden oder bei Sonderausstellungen. Und ich genieße ganz einfach, was ich sehe. Ja, es erinnert mich an den Georg Baselitz, wo ich immer dachte früher, mein Gott, die Bilder verkehrt aufzuhängen, das kann doch eigentlich nur ein Gag sein. Bis ich dann wirklich vor einem Bild, ein Porträtbild natürlich, das ich verkehrt aufgehängt war. Und ich ahnte, was dieser Künstler sich dabei gedacht hat. Also die Farben, wie die wirken, es hat mich total ja, mitgenommen und ich bin mehrmals hingegangen, um mir diese Bilder einfach anzusehen, weil ich sie so großartig fand. Ja, im Belvedere sah ich dann mehrmals die Ausstellung Schönheit des Alters. Ich kann keine Fakten oder Zahlen mehr in mir hervorrufen, aber die Ausstellung bleibt als große Bereicherung von Schönheit, die nicht mehr perfekt ist oder die nicht Perfektes gezeigt hat. Da bleibt es in mir. Ebenso wie im Joanneum, wo ich sehr beeindruckt war von alten Musikinstrumenten, Globen, Kleidungsstücken, wie die Erinnerungen an meine Kindheit in mir hochkamen und die wunderbare, achtsame, geführte Führung, die ich dort erleben durfte. Im Sommer machte dann unsere Selbsthilfegruppe über den Berg kommen von Alzheimer Austria einen Besuch in Wiener Neustadt im Museum St. Peter an der Sperr. Und das war ein toller Nachmittag. Ja. Thema Biedermeier und das Frauenbild in dieser Zeit. Ich kann zwar immer wieder keine Zahlen oder nur wenige Fakten heute wiedergeben, aber ich habe noch immer das Gefühl der Stoffe zwischen meinen Fingerkuppen. Also es war großartig zu sehen. Ich weiß heute über die Bedeutung der Schals und Tücher, die damals in Mode für Damen kamen, welche Aussagen diese hatten. Und so bleibt auch diese Ausstellung nachhaltig in mir. In Wiener Neustadt hat sich das Museum, der Bürgerservice und die Bücherei zusammengeschlossen, um möglichst viele Voraussetzungen zu schaffen, für alle da zu sein. Bei allen habe ich mich sehr angesprochen gefühlt, denn ich fand, da gehöre ich auch dazu. Angefangen von der Schulung der Mitarbeiter über achtsame Sprache bis hin zu den Gedanken, was brauchen wir, um auch Menschen mit Einschränkungen einen Besuch so angenehm und übersichtlich wie möglich zu machen. Frau Püringer und ich waren bei vielen Zoom-Gesprächen eingebunden. Es ist ein großes Projekt, finde ich, das im nächsten Jahr abgeschlossen sein wird. Und für mich kann so Inklusion absolut gut stattfinden. Am Beginn meiner Erkrankung hat es so etwas noch nicht gegeben. Man sah es nicht mal als sinnvoll an, mit uns zu sprechen oder uns einzuladen, selbst wenn es um Dinge ging, die mit uns zu tun hatten. Meist wurde über uns gesprochen oder mit unseren Angehörigen über uns gesprochen. Und das, hoffe ich, ist Vergangenheit. Und in Zukunft wünsche ich mir, dass wir gehört und gesehen werden. Ja, für mich gehört Film eigentlich auch zur Kunst und die werden ja zum größten Teil ganz schnell geschnitten heutzutage. Das sind eher laut oder für junge Menschen gedacht. Umso mehr hat es mich gefreut, in den letzten Wochen 2 Filme im Kino gesehen zu haben, die mich mehr als begeistert haben und darum möchte ich Ihnen auch heute, möchte ich sie einfach erwähnen. Der dänische Film Mitgefühl zeigt, dass es möglich ist, uns auch in der letzten Phase des Lebens so gut wie ohne Medikamente, aber gut mit ganz viel Mitgefühl zu betreuen im Pflegeheim. Und dann der Film Supernova, meiner Meinung nach ein ausgesprochen künstlerischer Film, der gleich 3 Tabus berührt. Die Thematik einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, Demenz und den Umgang mit dem Selbst
bestimmten Lebensende. Und auch ein lieber Freund von mir aus der Schweiz, der auch betroffen ist, hat jetzt sein Mutmachbuch geschrieben. Es heißt Herausforderung angenommen. Ich selbst kenne nur einige Passagen an dem Buch, weiß aber, dass es schon in Wien eingelangt ist. Und ich will auch darauf aufmerksam machen, dass die Menschen mit kognitiven Einschränkungen, die ich im deutschsprachigen Raum kenne, interessante Leben als Balletttänzer, Schriftsteller, Maler, Firmenchefs oder Architektinnen geführt haben und nicht von ihrem Umfeld auf die Erkrankung reduziert werden sollten. Man sollte uns und ihnen den Respekt und auch die Achtung zollen, die sie als Person verdienen. Ja, und zum Schluss möchte ich Ihnen noch auf die Musik zu sprechen kommen, bei der ich wirklich meine größte Erweiterung erfahren durfte. Heute höre ich Musik nicht nur mit den Ohren, sondern mein ganzer Körper wird von Musik erfasst und sie nimmt mich einfach mit. Mehr als ich mir jemals hätte träumen lassen, habe ich Musikrichtungen angenommen, höre, spüre und kann Musik im höchsten Maß genießen, leider mit der Voraussetzung, dass es Musik ist, die ich schon angenommen habe. Also es gibt einfach Musikrichtungen, die das noch nicht geschafft haben bei mir, aber ich finde, auch diese Musik hat ihre Berechtigung, weil sie ganz vielen anderen Menschen wirklich Freude bereitet. Ja, Sie hören heute von mir, dass die Demenz zwar Verluste auf der kognitiven Seite bringt, aber auf der anderen Seite auch etwas zu geben hat. Damit möchte ich einfach schließen, Ihnen für die Aufmerksamkeit danken und ich bin der Meinung, Demenz, Kunst und Kultur passen sehr gut zusammen. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Wow, auch ganz toll in Zeit geblieben. Ja, das weiß ich nie. Vielen Dank. Toll, ganz toll. Ja, Sie sehen auch viel Applaus und Feedback. Und jetzt gibt es noch eine Runde, die frei ist für Fragen, Fragestellungen. Schau mal, ob was im Chat ist. Also Sie können gerne die Fragen entweder selber stellen, indem Sie die Hand anklicken, unten bei Reaktionen. Dann sehen wir, dass Sie sprechen wollen, oder Sie schreiben in den Chat und wir lesen das auch gerne vor. Ja, mit dem Chat bin ich nicht vertraut. Also ich bin darauf angewiesen, dass Sie ihn mir dann vorlesen. Ja, wir lesen das sowieso vor. Ja, das machen wir sowieso, Frau Potocznik. Das haben wir bei allen so gemacht, weil das überhaupt Multitasking ist, wenn man da alles gleichzeitig machen muss. Ja, bitte, ich habe gesehen, die Frau Schafferer von den Tiroler Landesmuseen hat eine Frage. Bitte schön. Guten Abend, danke schön. Frau Potocznik, ich habe vorhin schon einmal versucht, ein bisschen was herauszubekommen über die Wirkung oder über die Möglichkeiten, in Museen zu gehen als Gruppen. Zuletzt bei der Ärztin, die von dem Krankenhaus berichtet hat, ob es Exkursionen gibt. Ich würde gerne mit Ihnen in Kontakt kommen. Und zwar, Sie haben erzählt, dass Sie mit einer Gruppe unterwegs sind und schon verschiedene Museen in Österreich besucht haben, die ein spezielles Angebot für Menschen mit dementiellen Veränderungen haben. Und ein solches Angebot gibt es auch im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck. Es heißt Mitsinnen. Meine Kollegin Nina Meyer-Wilhelm als Kunstgeragogin, mit der ich gemeinsam das anbiete, dieses Projekt Mitsinnen, läuft mit einem Tagestherapiezentrum in Innsbruck. Wir haben große Probleme, es als offenen Workshop anzubieten, weil wir die Angehörigen und die betroffenen Menschen noch nicht so wirklich erreichen konnten. Und ich würde mir wünschen, dass Sie als Expertin ins Tiroler Landesmuseum kommen und an einem solchen Workshop teilnehmen
und uns ein Feedback geben, beziehungsweise uns unterstützen bei einer wirklich auf die Bedürfnisse und Wünsche eingehenden Form. Können Sie sich das vorstellen? Darf ich Ihnen im Chat meine E-Mail-Adresse schreiben und den Titel des Workshops, wenn Sie einverstanden sind? Ich danke Ihnen erst einmal für die Einladung. Danke. Das ist sehr lieb. Aber ich bin total überfordert mit solchen Dingen. Ich bitte Sie, sich an Frau Püringer zu wenden, die das eigentlich für mich organisiert, die mich begleitet, die dafür sorgt, dass ich überall gut und pünktlich ankomme. Und ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun, weil es mich auch total, wirklich überfordern würde, da jetzt etwas von der Zeit her oder so Aussagen zu machen. Da habe ich schon im Privaten sehr große Probleme, dass ich das so halbwegs schaffe. Also bitte an Frau Püringer wenden, die auch heute da ist. Und ich glaube, das ist dann die richtige Ansprechpartner. Ich selber versuche mich rauszuhalten, weil so vieles, was ich mache, ist schon ungenau, ist nicht gut überlegt, sage ich auch mal. Also das traue ich mir gar nicht mehr zu oder wage es auch gar nicht mehr. Ich versuche das immer von Frau Püringer in Reihen zu bringen, und die teilt mir das dann mit und sagt, ja, das können wir machen. Das geht sich nicht aus. Ich selber verliere die Übersicht. Danke, Frau Potocznik, für Ihre offene und für mich so wichtige Antwort. Dann würde ich Ihren Vorschlag wahrnehmen und mit Frau Püringer Kontakt aufnehmen. Dankeschön. Ja, danke Ihnen. Dankeschön. Ich habe jetzt gerade, ja genau, Sie haben jetzt schon im Chat gefunden, Frau Schafferer, die E-Mail-Adresse von der Frau Püringer. Moment, muss gerade schauen. Ja, was Sie auch alle machen können, Sie können beim Chat gibt es, wenn Sie den Chat aufmachen, gibt es so 3 kleine Pünktchen neben dem Emoji. Und dann kann man sagen, Chat speichern. Dann haben Sie auch alles gespeichert, weil es sind noch andere interessante Links drin, die uns der Herr Wissmann hineingestellt hat. Er hat doch jetzt noch einmal gesagt, bei uns in Innsbruck könnte man sehr gut die Selbsthilfegruppe Leben mit Vergessen, Caritas Demenz Servicezentrum Innsbruck einbeziehen in das Museumsangebot, hat er eben vorgeschlagen. Er hat auch vorher noch einen Kommentar gegeben zu unserer Diskussion vorab zum Thema der individuellen Musik und Demenz und hat Links hineingestellt in den Chat. Also für alle, die das noch interessiert, die können sich das noch gerne ansehen. Ja, danke, das ist ja schön, wenn es da gleich einen weiteren Kontakt gibt und Ihre Expertise beansprucht, Frau Potocznik. Gibt es noch andere Fragen oder Wünsche oder Meldungen? Ich habe das interessant gefunden, wenn ich das so sagen darf, wie Sie vorher beschrieben haben, wie Ihre eigene Erfahrung mit Kunst war in Bezug auf, das habe ich nie können und habe nie machen können, weil ich glaube, dass es, also wir haben vorher nämlich auch schon drüber im Kontext eines anderen Vortrages drüber diskutiert. Und ich kann mich erinnern, ich habe auch einmal die Erfahrung gemacht mit meiner Kollegin Pia Schaler, als wir auch im Haus der Barmherzigkeit in dem Fall mit Pflegenden einen Workshop gemacht haben. Und ich kann mich erinnern, dass da einige waren, die gesagt haben, um Gottes Willen, ich soll da jetzt was machen, künstlerisch, ich habe keine Ahnung. Und die haben dann aber ganz tolle Arbeiten gemacht. Und ich vermute mal, das sage ich jetzt auch ein bisschen, wenn ich mir den Hut aufsetze als Kunsttherapeutin und Kunstpädagogin, ja, dass es schon darauf ankommt, vermute ich mal, wie Dinge vermittelt werden. Also ich glaube, dass die Anleitung alleine etwas ausmacht, ob ich mich traue, etwas zu machen oder nicht. Oder ich kann mich erinnern, ich habe auch einmal einen Workshop gemacht
mit Menschen mit schweren Sehbeeinträchtigungen, für die ich also ein sehr haptisches, kreatives Workshop-Material vorbereitet habe. Und da sind, also da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass das sehr gut gelungen ist. Also das war so gemischt von großer Ernsthaftigkeit, gleichzeitig aber auch viel Humor und viel Leichtigkeit im Tun. Und ich glaube auch das, was uns auch Sean McNiff heute auch in seinem Vortrag erzählt hat, beziehungsweise auch aus seiner Geschichte erzählt hat, dass es dann nicht so sehr um diesen Begriff des Könnens drauf ankommt, letztendlich mittlerweile ja auch nicht mehr in der Schule, sondern es geht eher um den Prozess. Also die neue Kunstpädagogik versteht sich sehr prozesshaft. Da geht es eher um, was entwickle ich im Prozess, wie denke ich, wie entwickle ich Projekte und nicht um fertige, perfekte Abgabeobjekte. Also das ist ein bisschen fast wie, ja, lange zurückliegend, aber ich weiß, es gibt noch immer Kunstpädagogik-Lehrende, die diesen Anspruch setzen, vielleicht auch in der Musikpädagogik, die darauf Wert legen, dass dass Dinge ganz korrekt und konkret dargestellt werden. Ich vermute dahinter aber vielleicht auch eine gewisse Form von Unsicherheit, nämlich sich nicht einzulassen auf ein Experiment und zu schauen, was dabei rauskommt. Also ich fände das spannend. Also Frau Potocznik, wenn Sie mal Lust haben, würde ich gerne mal mit Ihnen versuchen, kreativ etwas zu machen, wenn Sie das interessiert. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass uns das beiden gut gelingen könnte. Also wo man einfach auch Dinge, wo man schlechte Erfahrungen gemacht hat, auf einmal ganz neu bewerten kann, weil das eben anders hängen bleibt. Also ich kann nur sagen, ich habe das zum Beispiel gehabt in Mathematik. Also ich habe bei Mathematik nicht wirklich ein Glück gehabt mit meinen Lehrern und Lehrerinnen und habe dann einen Lehrerinnenwechsel gehabt. Aber da waren wir alle schlecht in der Schule, in der Klasse. Wir haben fast alle nicht zur Matura antreten können, weil das alles so herausfordernd war für uns. Und ich habe eine einzige Nachhilfestunde gehabt von einem fantastischen Nachhilfelehrer, der mir eine einzige Frage gestellt hat. Der hat mir nämlich die Frage gestellt, was interessiert dich sonst noch im Leben, außer Mathematik? Ich habe gedacht, na viel, aber ich habe gesagt, vor allem Musik zum Beispiel. Und dann hat er mir erklärt, wozu ich eine Integralrechnung verwenden kann. Und dann auf einmal habe ich ein Interesse, obwohl es eigentlich gleichgültig ist, welchen Weg eine Plattennadel auf einer Plattenscheibe zurücklegt. Ja. Aber auf einmal habe ich mich für Mathematik interessiert und das hat was verändert. Und darum glaube ich, dass das mit vielen Dingen geht und vor allem mit Erfahrung. Jetzt sehe ich gerade noch hier eine Nachricht an Sie, Frau Potocznik. Und zwar vom Herrn Wissmann. Er schreibt, Angela, nimm das Angebot von Frau Matthäus-Bär an. Ich bin auch sicher, dass du da einiges Tolles erfahren wirst. Vielen Dank. Ja, dann denke ich, das hat man auch in der Malerei. Ich war früher so darauf angewiesen, dass ein Künstler gegenständlich malt, weil ich sonst gar nicht verstanden habe. Ja? Und plötzlich entdecke ich, boah, es muss gar nicht gegenständlich sein, um mich anzusprechen. Es ist Farben oder es ist so schön, diese Erweiterung. Ja, also ich bin nicht mehr darauf angewiesen, dass gegenständlich gemalt wird, um mich dafür zu interessieren. Ich finde, das ist unglaublich schön für mich. Also ich sehe da auch einen ganz großen Gewinn drin, denn ja, früher bin ich vorbeigegangen und habe mir gedacht, ich kenne nicht, was das sein soll. Und wenn es nicht gerade meine Lieblingsfarbe war, bin ich weitergegangen. Gell? Und heute kann ich Stunden zubringen in der Albertina oder in der Albertina Modern oder wo auch immer. Ja, das ist ein richtiger Genuss. Das ist sehr schön. Ich darf Ihnen jetzt noch zum Abschluss, weil wir schon mit der Zeit am Ende sind, darf ich Ihnen 2 Kommentare noch vorlesen, und zwar von der Conny Kell. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Wie kann man Ihre Arbeit zum Beispiel Europäische Arbeitsgruppe unterstützen? Oder von der Frau Barbara Stattler. Bravo, meinen großen Respekt. Ich arbeite im gartentherapeutischen Bereich und würde mich freuen, Sie einmal in meinen Garten zu begrüßen.
Barbara Stadler, naturmenschgarten@cello.at. Die Frau Püringer kann das sicher gerne kopieren und mitnehmen. Jetzt habe ich noch eine Nachricht bekommen, doch, wir haben doch noch ein bisschen Luft, Entschuldigung. Frau Schafferer, ist das die Hand noch immer oben oder wieder oben? Ja, Entschuldigung. Kein Problem. Kein Problem. Ja, wollen Sie etwas sagen dazu, Frau Potocznik, zu der Frage, wie man Ihre europäische Arbeitsgruppe unterstützen kann? Das interessiert die Frau Conny Eckel. Das weiß ich leider nicht. Müssten Sie Frau Püringer fragen. Das weiß ich nicht, wie das gehen könnte. Ich habe nicht den Einblick. Also ich arbeite dort zwar mit Menschen, aber wie die Organisation funktioniert, wie das geht, ich weiß es nicht. Gut, das heißt, das kann man auch bilateral ausmachen zwischen der Frau Püringer vielleicht und der Frau Eckel oder der Frau Stadler, ja? Mhm. Ja, ich würde einfach bitten, dass man mir dann im Fall ein E-Mail schickt, ja, mit den Anfragen. Das beantworte ich dann sehr gerne. Okay? Sie haben ja Ihre E-Mail haben Sie auch schon bereits in den Chat gestellt. Ja. Also alle, die die E-Mail-Adresse von der Frau Püringer gerne haben, um mit der Frau Potocznik in Kontakt zu treten, bitten wir, diese E-Mail zu wählen. Genau. Ja, gibt es noch weitere Fragen, Kommentare, Beobachtungen? Ich kann mich erinnern, Frau Potocznik, als Sie so nett waren und bei uns an der Angewandten waren, da haben Sie etwas erwähnt, das ich jetzt einmal auch so gerne fragen möchte, weil auf der einen Seite gibt es ja ich kann mich erinnern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sage ich trotzdem, dass Sie betont haben, dass es für Sie jetzt schwerfällt, die Vorstellung, in ein Pflegeheim zu gehen, vor allem in Bezug auf nicht nur den Verlust der Selbstständigkeit, aber auch in Bezug auf die medikamentöse Einstellung. Ja, also nachdem das selbst im Fernsehen, in den Nachrichten war im Oktober, dass ganz einfach zu viele Medikamente in der letzten Lebenszeit gegeben werden, habe ich mir gedacht, ich möchte das nicht mit mir. Ich denke, solange ich nicht auffällig werde, dass sie wirklich angebracht sind, versuche ich wirklich so ein Plätzchen zu finden, wo man mich einfach sein lässt, wie ich bin. Also ich denke, das wäre mein Wunsch, aber ich schaue weiter und informiere mich im Vorhinein ein bisschen, weil auch da möchte ich gerne das Gefühl haben, dass ich mir eine Vorstellung von dem machen kann. Das kann ich jetzt gar nicht. Ich kann nicht in die Zukunft blicken. Aber ich denke, dieser Film Mitgefühl hat doch aufgezeigt, dass es möglich ist. Also so viel gelacht wie in dem Film, das habe ich in überhaupt keinem Pflegeheim gesehen, das ich besucht habe und mir angeschaut habe. Vielleicht war ich aber auch zum falschen Zeitpunkt in den diversen Einrichtungen, dass das gar nicht gepasst hätte, dass man dort lacht. Es war auffallend, dass es möglich ist. Also für mich war das wie eine Karotte, die man mir zeigt und sagt, so kann es auch gehen. Gell? Wobei natürlich es Jahre brauchen wird, bis man vielleicht daran denkt, dass wir viele schöne Momente eigentlich erleben möchten im Pflegeheim. Das ist unsere letzte Lebenszeit. Also ich möchte das auf jeden Fall. Ich möchte viele schöne Momente erleben und habe auch wirklich so etwas wie eine Verfügung gemacht. Es war im Spaß gedacht, aber ich meine es wirklich ernst, dass jeder Besuch mir ein Stück Kuchen mitbringen darf. Ob das nun meine Blutwerte hergeben oder nicht, ja, dass immer daran gedacht wird,
Es ist die letzte Lebenszeit, es ist eine Freude für mich. Ich mag es sehr, sehr gerne und ich denke, da würde es mich freuen, wenn das Pflegeheim sagt, naja, Ihre Werte geben es nicht her, aber lassen Sie sie sich schmecken. Das wäre super schön. Das würde mir total gut gefallen, weil das wirklich so einfach ein schöner Moment ist. Und ich meine, man kann in unserem Fall, also an Demenz erkrankt zu sein, nicht erwarten, dass es jetzt durchlaufend ein schöner Ablauf sein wird, aber viele schöne Momente sollten da doch enthalten sein. Das finde ich ganz wichtig und ich habe schon geahnt, dass es jetzt dazu eine Wortmeldung gibt, weil ich vorher beim Vortrag von der Brigitte Hobel etwas gehört habe, was dazu passt. Bitte, Brigitte. Ja, also ich als Psychiaterin, ich arbeite ja sehr facettenreich, wie der Titel auch des Vortrages genannt ist. Es braucht manchmal Medikamente, wenn man Angst hat oder wenn man nicht schlafen kann oder wenn man sich so erschöpfen würde, dass man gar nichts mehr isst und trinkt und man zusammenbrechen würde. Und psychosoziale Interventionen in diesem Moment nicht das Auslangen finden. Aber ich kann Sie beruhigen, dass Sie Kuchen essen können. Das ist kein Problem. Es geht um Lebensqualität und es geht dann nicht um einen HbA1c-Wert, das ist dieser Langzeitzuckerwert, dass der für die nächsten 20 Jahre im Normbereich ist. So wird auch nicht gearbeitet, zumindest jetzt bei uns in der Einrichtung nicht. Und wie gesagt, man versucht immer, oder ich bin eine Verfechterin, psychosoziale Interventionen vordergründig einmal anzuwenden. Und wenn die nicht ausreichen und ein Leidensdruck besteht beim Patienten, den wir natürlich manchmal auch vom Patienten geäußert, dass er sagt, er hat Angst oder er braucht Hilfe und möchte Unterstützung, dann Medikamente so niedrig wie möglich gegeben werden. Also ich hoffe, ich kann Ihnen da ein Stück Ihre Sorge nehmen, dass das sehr Danke individualisiert ist. Vielen Dank. Ja, also ich hoffe auch, dass ich da also wirklich ein gutes Plätzchen finde, wo man sagt, bitte, alle schönen Momente, fangen Sie ein. Ja, von uns aus steht dem nichts im Wege. Wäre schön, ja. Ja, das wünsche ich Ihnen sehr. Ja, vielen Dank, ja. Das wünschen wir Ihnen alle. Ich sage jetzt nur ganz kurz, weil wir jetzt gleich in die Pause gehen, noch kurz ein Feedback für Sie, Frau Potocznik. Sie haben bekommen ein Dankeschön, ein vielen Dank, ein Danke, Sie machen richtig Mut, ein so lebendiger Vortrag, danke. Sie sind eine sehr starke Persönlichkeit, vielen Dank. Und vielen Dank, dass Sie da sind und für das, was Sie tun, Frau Potocznik. Also dann bedanke ich mich für das Danke von Zuhörenden. Vielen Dank. Freut mich, dass unsere Anliegen doch inzwischen gehört werden und das macht wirklich Mut. Vielen Dank. Und wenn Sie Lust haben, Sie können ja gerne noch weiter bei uns bleiben. Wir haben jetzt 5 Minuten Pause und dann gibt es einen zu Ihrem Vortrag, glaube ich, sehr passend anschließenden Beitrag vom Kollegen Wissmann, wo es auch um die Stimme und um die Ermächtigung geht. Und anschließend werden dann auch noch wir als Forschungsteam unsere Arbeit vorstellen. Und wir machen jetzt kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Vielen Dank, dann bleibe ich dabei. Dankeschön.
Ja, dann machen wir mal weiter. Ich darf nun recht herzlich Peter Wissmann, Buchautor und Mitglied des Teams Wahl, begrüßen. In seinem heutigen Vortrag Menschen eine Stimme geben stellt er das Buch- und Musikprojekt Herausforderung angenommen, unser neues Leben mit Demenz vor. Bitte schön. Mal die Folie. Ja, hallo. Dabei bin ich ja schon die ganze Zeit, wenn auch noch ohne Bild, und habe eifrig zugehört. Gerade jetzt auch den letzten Beitrag nochmal von Angela und Hanni. Sie sehen die Bildschirmpräsentation, ja, ne? Ja, sehen Sie. Okay, alles klar, gut. Okay, ja, Menschen eine Stimme geben. Es ist ja richtig, was Frau Matthäus-Bär gerade gesagt hat, das knüpft natürlich wunderbar an das, was die Angela Tocznik gerade erzählt hat. Dieses Thema eben, wie kann Kunst und wie kann Kultur Menschen, in dem Fall jetzt mit einer kognitiven Beeinträchtigung, zu einer Stimme, zur Artikulation helfen. Und ich habe im letzten Jahr ja in einem Symposium hier schon mal ein paar Projekte von uns vorgestellt und jetzt bitte unser brandneues. Es geht um ein Buch- und Musikprojekt und auch noch ein bisschen mehr. Das Buch ist gerade jetzt wirklich in diesen Tagen rausgekommen und wurde verschickt. Ich müsste mal eine Folie weitermachen. Christina? Christian? Ja. Ja. So, ja, wie ordnen wir das ein? Vielleicht ganz kurz. Ich zeige Ihnen gleich was, aber auch kleines machst du noch nicht weiter. Kleine Videos, 2 kleine Videos, die ich Ihnen zeigen will. Wir müssen nicht immer alles Englisch machen, aber Hearing the Voice of People with Dementia war 1998, glaube ich, oder 96 ein Begriff, den ein Herr Goldsmith in Großbritannien eingebracht hat in die Diskussion. Und er hat da etwas getan, was heute immer noch nicht selbstverständlich ist, aber ein Stückchen zum Glück selbstverständlicher geworden ist und damals aber noch gar nicht war. Dass man nämlich gesagt hat, man könnte ja vielleicht auch mal sogenannte Demenzbetroffene mal selber gucken, was wollen die denn eigentlich oder was haben die zu sagen. Das war bis dato eigentlich mehr oder weniger undenkbar gewesen. Und dieser Herr Goldsmith hat als erster damals diese Frage aufgeworfen. Das hatte noch relativ wenig zu tun mit dem, was die Angela vorhin auch erzählt hat, mit Selbstvertretung und mit Partizipation, sondern da ging es wirklich eher darum, dass man gesagt hat, Menschen, die zum Beispiel, dazu haben wir heute ja auch schon was gehört, in Heimen sind, also da, wo es um Dienstleistungen geht, da wäre es doch sinnvoll, wenn wir ab und an auch mal versuchen, mit den Menschen ins Gespräch, welcher Art auch immer, zu kommen, um zu schauen, was wollen die denn eigentlich, was tut ihnen denn eigentlich gut, und nicht nur, und so war das ja bis dahin total, also auf berufliche Experten oder vielleicht pflegende Angehörige zu hören, nur die Betroffenen komplett vergessen zu haben. Daraus hat sich dann in den Jahren danach ja einiges entwickelt und wir haben ja auch im deutschsprachigen Raum diesen Impuls aus Großbritannien aufgegriffen und gesagt, ja, komisch, hätte man auch vorher schon mal drauf kommen können, nicht? Also wieso fragt eigentlich kein Mensch Betroffene? Fragen bei Goldsmith, das war auch sehr viel bei Schwerstbetroffenen über Bildmaterial und Ähnliches, also nicht jetzt unbedingt vielleicht Diskussion, Artikulation, also Kommunikation, wie wir das heute auch vermehrt meinen, aber das gehört ja auch dazu. Ja, und vielleicht hier noch mal ein paar Geschichten aus der Praxis, in die ich auch involviert war. Nicht, weil ich sage, das war alles, was jemals geschehen ist, aber dazu kann ich natürlich am besten reden. Nur als wir Anfang 2010 war es, glaube ich, eine Veranstaltung, eine große Veranstaltung namens Stimmig, Menschen mit Demenz melden sich zu Wort gemacht haben, mit Gästen aus USA, aus Schottland, und zwar mit Demenzbetroffenen, war das damals, und das ist ja nun wahrlich noch nicht so lange her, 12 Jahre, gell, eine Revolution, weil da standen zum ersten Mal wirklich Demenzbetroffene, so wie heute Angela sich hier in dieses Symposium eingebracht hat, auf einer großen Bühne vor Hunderten von Profis und haben gesprochen. Nicht über sich sprechen lassen, für sich gesprochen und gesagt, wie es ihnen geht, gesagt, was sie fordern, wie mit ihnen umgegangen werden soll, etc. Das hat, glaube ich, so im deutschsprachigen Raum einen kleinen Wendepunkt herbeigeführt. Es gab viele Folgeveranstaltungen, die das nach vorne gebracht haben. Und die Angela, du hast das ja vorhin auch gesagt, dass du Bücher gelesen hast von anderen Betroffenen. Ich nehme an, von unserem Freund Richard Taylor aus den USA und anderen.
Dort waren die ersten und dann eben auch, einige erinnern sich vielleicht, das erste deutschsprachige Buch, was ich geschrieben habe mit Christian Zimmermann, Alzheimer-Betroffener, leider nicht mehr am Leben. Und mit anderen Menschen, betroffenen Menschen, die wir interviewt haben, um diesem Gedanken zu folgen, ja, wer ist eigentlich Experte in eigener Sache? Das gilt für alle Bereiche des Lebens. Warum bitteschön nicht bei dem Thema sogenannter Demenz? Wir wissen die Antwort, weil viele Leute glauben, Demenz, da kann man gar nichts mehr groß denken, meinen oder vielleicht auch noch artikulieren. Natürlich ein Irrglaube, den wir hoffentlich so nach und nach eliminieren, Angela. Gell? Es gab viele andere Dinge, ich will Ihnen das nicht alles erzählen, dass wir versucht haben. Also schöne Sachen auch, es müssen nicht immer dicke Bücher sein. Ich habe mal mit diversen Demenzbetroffenen zusammen in einem Handbuch der Gerontologie, nachdem Gerontologen im kompletten deutschsprachigen Raum ausgebildet werden, eben versucht, oder nicht versucht, sondern gemacht, Artikel gemeinsam zu erarbeiten und so da zumindest mal als ein Teil sicherlich nur betroffenen Stimme dort einfach reinzuholen. Ja, und heute sind wir in vielen Punkten ja ein Stück weiter, wenn auch immer noch meilenweit vom Ziel entfernt. Partizipation und Selbstvertretung, Hearing, also auf die Stimme von Menschen hören, ist ja schön, aber ich kann ja auch auf jemanden hören, um es dann in keiner Weise zu berücksichtigen. Das heißt ja noch nichts. Uns geht es ja um ein bisschen mehr, ne? Also die Stimme einbringen, Einfluss haben, mitwirken. Angela hat gesagt, Mitwirkung an Demenzstrategie und anderen Sachen. Dazu gibt es in Österreich Leute wie Angela und die Gruppe bei Alzheimer Austria. Da gibt es Promenz als Selbstvertretung. Da gibt es das Netzwerk Empowerments im deutschsprachigen Raum, was wir koordinieren mit Selbsthilfegruppen aus den 3 deutschsprachigen Ländern. Und bei uns beim Team Wahl auch etwas, was wir gerade jetzt neu aufbauen, einfach Betroffene, die aktiv Arbeit mitgestalten und es auch schon tun, ob das Webinare sind, Vorträge oder kulturelle Projekte. Und jetzt zur Kultur. Ich habe ja dir geschrieben, Angela, nimm das Angebot von Frau Matthäus-Bär wahr, weil ich finde das auch toll und habe ja auch sehr viel im Bereich bildender Künste selber früher gemacht. Eine der großen Sachen, auch 10, 12 Jahre her, war meine Kunstausstellung Demenz.Arts mit Michael Ganz. Angela, wenn du da schaust, da haben wir auch aufgeräumt mit dem Dogma, es muss immer Bäume und Kühe und sonst was zu sehen sein, sondern das war hochexpressive, abstrakte Malerei aus dem Herzen von Demenzbetroffenen und haben damit auch ordentlich Furore gemacht, weil ich noch gut weiß, dass viele nicht glauben wollten, dass das von Demenzbetroffenen gemacht worden ist und ich eine fetzige Diskussion mit einem Obergeriater und Gerontologen aus Deutschland hatte, der mir vor den Bildern erklären wollte, dass das niemals möglich ist, dass Demenzbetroffene so etwas machen können. Konnten sie aber. Ja, und ich habe im letzten Jahr ja vorgestellt, hier auch schon mal in einem Vortrag, 2 Musikprojekte, die ich mit anderen Kolleginnen zusammen gemacht habe. Einmal eine Rap-Musik-CD und einmal eine Schlager-CD mit deutschsprachigem Schlager. Nicht irgendwie zum Thema Demenz oder so, nein, sondern es geht um Menschen eine Stimme geben, sondern die Idee und Praxis war, dass Menschen mit kognitiver Veränderung ihre Geschichten, das, was sie zu sagen haben, der Öffentlichkeit, der Menschheit, uns allen erzählen und dass das mit ihnen zusammen partizipativ zu Songtexten entsteht, zu Musik gemacht wird und dann letztendlich sogar Niederschlag findet in einer CD, also einem Beitrag zum kulturellen Leben. Ja, und jetzt haben wir wieder zugeschlagen. Unser neuestes Projekt ist jetzt eine Mischung aus den Geschichten, die ich gerade gesagt habe. Es geht um ein Buch, was jetzt frisch erschienen ist. Angela hat dankenswerterweise schon die Vorankündigung vorhin gemacht, das ich geschrieben habe mit Leo Steinauer, einem Demenzbetroffenen, links zu sehen, und seinem Ehemann Rolf Könemann, die ihre Herausforderung mit einer Demenzdiagnose und was das in das Leben der beiden bringt und gebracht hat. Der Ehemann Rolf ist noch voll berufstätig,
wird es auch die nächsten 10 Jahre sein. Beni jetzt natürlich aus dem Arbeitsleben heraus katapultiert, was das mit ihnen gemacht hat und wie sie sich dieser Herausforderung stellen. Und wir haben gemeinsam ein Buch geschrieben, um anderen Leuten Impulse zu geben, Kraft zu tanken und sich auch zu artikulieren. Die sollen nicht gerade ein Buch schreiben, aber sich herauszuwagen. Also ist ja immer das große Thema auch, Klappe auf, nicht Klappe zu. Darüber reden, nicht verstecken. Und wir haben, weil es so schön war und weil wir eben die Kunst und die Kultur auf allen Ebenen lieben, gesagt, Musik spielt auch im Leben der beiden eine ganz große Rolle. Also müssen wir was mit Musik machen und haben Musiker angesprochen. Die sehen Sie da links, sieht man ja gleich, dass das Musiker sind. Und haben einen Song komponieren lassen und eingespielt, mit sehr prominenter Besetzung übrigens auch, der das Lebensmotto der beiden und des Buches wunderbar zum Ausdruck bringt. Und die dritte Säule ist, das ist das Buch, das ist die CD, der Song und das Musikvideo, ist, dass wir mit dem Ganzen natürlich hinausgehen wollen und werden in Diskussionen, in öffentliche Veranstaltungen, in Lesungen, in Pflegeheime hat schon stattgefunden und so etwas, um eben auch die Message weiterzutragen, Diskussionen zu entfachen, anderen Leuten Mut zu machen, etc. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir Abissa Kultur und wir spielen jetzt mal ein, nicht das Buch, aber das Musikvideo. Herausforderung angenommen heißt das, ganz genauso wie das Buch, damit man da vielleicht ein bisschen in Stimmung kommt. Also, Mats ab oder wie die Leute an der Stelle dann immer sagen. Ja. Ich will diesen Ton aktivieren. Ja, es gibt sogar mit Ton bei uns heute. Okay, Ton und Bild. Gerade sind wir in der Welt angekommen. Wir haben uns verliebt und haben uns angenommen. Gemeinsam so manche Hürden genommen und auch viele, viele, viele Gipfel erklommen. Und plötzlich ist die Erinnerung wie von Sinnen, die Welt tickt verkehrt. Und doch heißt verlieren nicht auch gewinnen, ist die Welt nicht so auch unendlich viel wert. Herausforderung angenommen, was kommen will, soll kommen. Herausforderung angenommen, was kommen will, kann ruhig kommen. Das Hier und Jetzt mit dir, meine Liebe, ist das, was zählt. Und wenn der Wind sich ändert, dann setzen wir die Segel neu und bleiben unserem Lebensmotto treu. Herausforderung angenommen, was kommen will, soll kommen, soll kommen. Herausforderung angenommen, was kommen will, kann ruhig kommen. Gerade sind wir in der Welt angekommen, gemeinsam so manche Hürden genommen. Und wenn der Wind sich ändert, dann setzen wir die Segel neu und bleiben unserem Lebensmotto treu. Herausforderung angenommen. Was kommen will,
Angenommen, was kommen will, kann ruhig kommen, kann ruhig kommen. Herausforderung, aha, angenommen. Herausforderung, Herausforderung, angenommen. Herausforderung, angenommen, was kommen will, soll kommen. Herausforderung, angenommen, was kommen will, kann ruhig kommen. Bin ich wieder auf Ton? Ja, ich bin wieder auf Ton, ne? Ja. Jo, ja, das war das Musikvideo. Eigentlich sollte ich ja mit dem Buch beginnen, habe ich aber nicht. Erstmal Musik macht auf jeden Fall Sinn, zumindest Freude, hoffe ich jedenfalls. Ja, wir konnten relativ schnell Musiker gewinnen, einfach von der Idee. Die waren so angetan von der Botschaft, die da von den beiden rübergebracht werden soll, dass sie sofort mitgemacht haben und wir dann gesagt haben, dass dazu später nochmal, Musik ist auch ein wichtiges Medium, was wichtig für die beiden Betroffenen ist, darum passt es, aber auch einfach, um bestimmte Dinge zu transportieren. Jo, jetzt möchte ich Ihnen aber ganz kurz noch die Autoren kurz vorstellen mit einem ganz kleinen Statement und dann was zu dem ganzen Projekt nochmal und Hintergrund sagen. Hallo, ich heiße Peter vom Team Wahlwachstum ab der Lebensmittel. Ich habe ein Buch geschrieben mit Beni und Rolf, das heißt Herausforderung angenommen, und ich habe vor vielen Jahren schon mal ein Buch mit einem Demenzbetroffenen geschrieben, aber ich glaube, dass das jetzt hier ein ganz besonderes ist, weil es einfach zeigt, wie zwei Leute eine schwierige Lebenssituation annehmen, Herausforderung angenommen. Ich bin der Beni, ich bin der betroffen ist. Ich habe Demenz und muss damit leben. Ich will mein Leben noch leben, solange es geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann werde ich mich verabschieden von der Welt. Aber ich glaube nicht dran. Ich schaffe das noch. Ja, hallo, ich bin der Rolf, ich bin der Mann von Benny und ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf meinen Mann, weil mein Mann ist betroffen und hat Demenz. Und ich glaube, er und wir beide somit lebt gut mit dieser Krankheit. Er hat der Krankheit den positiven Kampf angesagt und bietet ihr der Krankheit der Stirn. Und darauf bin ich sehr stolz und hoffe noch lange mit ihm so ein tolles Leben zu führen. Ja, hallo. So, hallo, da wollte sich der Musiker, der Nils, nochmal schnell einschleichen, aber den wollen wir jetzt mal gerade nicht. Ja, machen wir auch die. Nee, hören. Nur zur Vergewisserung, ich bin wieder zu hören, gell? Ja. Alles klar, super, Sie auch, toll. Ja, worum geht es da? Buch oder auch Musik machen. Mein Thema ist ja Menschen eine Stimme geben. Ich will Ihnen kurz erzählen, wie dieses Buch entstanden ist. Das erzählen die beiden jetzt im Film, aber so viel Zeit haben wir hier einfach nicht. Das Buch ist entstanden, ich nenne das, habe es vor 12 Jahren auch schon genannt, unterstütztes Schreiben. Dass ich sage, Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung haben viel zu sagen und können viel sagen. Manchmal hapert es an der Sprache. Manchmal hapert es an anderen Sachen. Dann braucht man Assistenz, Unterstützung. So wie die Angela heute gesagt hat, ich brauche persönliche Assistenz. Das, was die Hanni Böhringer macht, bei bestimmten Dingen. Dann geht das wunderbar. Dann klappt das super. Gell? Also ich brauche gar nicht viel. Ich brauche nicht Pflege und all diese Dinge. Aber ich brauche eine Form, ich finde, sollte es vielleicht eher Assistenz, auch in dem Fall nennen, von Assistenz, dann geht es. Und darum geht es auch hier. Charakteristisch war, als der Benny, als man ins Gespräch kam und er so viel erzählt hat, meine Partnerin damals sagte, daraus müsste man ein Buch machen. Das ist so gut, auch für andere Menschen. Da hat er sie ganz erstaunt angeschaut und hat gesagt, aber ich kann doch keine Bücher schreiben, also von der Sprache nicht, aber
mal ehrlich, wer schreibt Bücher? So normalerweise wenige. Heute am Bildschirm vielleicht überrepräsentiert, aber normalerweise tut das der normale Mensch ja weniger. Und die Idee ist schlichtweg zu sagen, ihr seid die Experten in eigener Sache, in eurem Befinden, im Sinne von Selbstvertretung, und jemand anders kann vielleicht ein bisschen schreiben und Ähnliches und hat auch ein bisschen Ahnung vom Drumherum. Wenn wir uns zusammentun, dann kann da was Tolles draus entstehen und ihr könnt euch nach außen artikulieren. Das ist das, was ich unterstütztes Schreiben nenne. Wie haben wir dieses Buch geschaffen? Wir sind ein Kind der Corona-Pandemie gewesen, weil die persönlichen Treffen, die wir alle geplant hatten, also wir kannten uns auch, aber alle in den Bach gefallen sind, weil es dann immer Corona-Verschärfungen gab, ich meine Hotels wieder absagen musste und nie war was. Wir haben eine Kultur über viele Monate des sonntäglichen Videotalks gehabt. Jeden Sonntag um 11 Uhr, wo andere anständige Menschen noch in der Kirche sind, haben wir Videotalks gemacht und haben über alles geredet. Wir hatten natürlich einen Plan. Wir haben aber natürlich auch sehr viel geredet über die Dinge, die wir gar nicht auf dem Plan hatten. Es war auch völlig unklar, was wird das mal für ein Buch, wie werden wir das angehen und so. Wir haben geredet über alle Themen dieser Welt. Viel, 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 viel Stoff ist da zusammengekommen. Unsere vielen Gespräche habe ich dann transkribieren lassen natürlich, das ist eine Unmenge an Material, habe daraus dann ein Buchkonzept entwickelt und habe dann so langsam eine Ahnung entwickelt, wie das Buch aussehen könnte, wie es angegangen werden könnte, habe das immer wieder natürlich mit meinen beiden Mitautoren besprochen und wir haben uns geeinigt, ja, okay, so wollen wir es anpacken. Ich habe dann schließlich aus all dem das Buchmanuskript entwickelt über einen Zeitraum X. Und ja, da komme ich gleich nochmal dazu. Und dann war es eben zumindest erstmal vom Text her da. In dem Buch sind wirklich viele wichtige Themen und was da eben auch wichtig war, man denkt ja auch immer, wenn es um das Thema Demenz geht, dann reden alle nur über Diagnose, Medizin, wie war das? Darüber reden wir auch, ist ja ganz logisch, aber das ist nicht das Leben, sondern wir haben natürlich geredet über, wie war das, wie geht man damit um, soll man damit rausgehen, soll man damit in die Öffentlichkeit gehen, wie reagiert die Umwelt auf solche Dinge? Was sind Kraftquellen für euch? Woraus schöpft ihr Kraft? Wie habt ihr euch wieder aus dem Tal der Tränen herausgezogen? Was habt ihr erlebt in der professionellen Welt als hilfreich und als schädlich? Total interessant. Da können wir, und das ist der Wert, ja, dieser Selbstzeugnisse vom Betroffenen, eine Menge lernen, was Sprache angeht, was Inhalte angeht, wie wir denken, die Profis, wie Beratungsangebote konzipiert sein müssen. Und das geht oft glatt am A vorbei von bestimmten Leuten. Aber das erfahre ich nur von Menschen, die betroffen sind. Das erfahre ich nicht von meinem Professor oder von sonst irgendwem. Also all diese Dinge haben wir besprochen, über die Spiritualität von Beni und all diese Dinge. Wir haben Gespräche, Diskussionen geführt. Wir haben auch andere Betroffene teilweise mit reingeholt in dieses Buch zu bestimmten Fragestellungen jedenfalls und haben zu bestimmten Themen auch so Infoboxen konzipiert, weil wir gesagt haben, es fehlt manchmal an Hintergrundinformationen. Also ein Beispiel, die beiden sind ja ein schwules Paar, die sind verpartnert gewesen und verheiratet und da kamen dann immer ganz oft Fragen, hä, was ist denn das, verpartnert und heiraten, geht das überhaupt und wie ist das in Österreich und wie in der Schweiz? Also das haben wir dann auch so ein bisschen aufbereitet, damit es über das Individuelle hinaus, darum geht es ja nicht nur eben für andere Menschen interessant und spannend sein muss. Ja, aber jetzt nochmal, was mir wichtig ist und an diesem Ansatz ist, es ist ein Team, das hier schreibt mit unterschiedlichen Kompetenzen. Aber es geht nicht darum, dass der Schreibkompetentere sich letztendlich durchsetzt. Also nicht darum, dass es schließlich dann in dem Fall mein Buch wird, klammheimlich, sondern dass es, wenn auch ich die Sätze dort niederschreibe und so, das Buch der beiden ist und ihre Dinge, die sie zu sagen haben, widerspiegelt. Sonst ist es eine Mogelpackung einfach. Wie macht man das? Wir haben wirklich alles besprochen. Wenn ich Ideen hatte, wie will ich das Buch aufziehen, habe ich Ihnen das aufgeschrieben und mit Ihnen gesprochen. Wir sind nachher die einzelnen Kapitel wirklich Satz für Satz alle durch. Es ist nichts drin, kein Wort, kein Satz.
den die beiden nicht auch abgesegnet haben oder wo wir vielleicht auch nochmal Dinge verändert haben, gesagt haben, ja, das ist okay, aber trifft nicht so oder so würde ich das vielleicht nicht sagen, sagt einer von den beiden. Das heißt also, dieses Buch ist Ihr Buch in dem Sinne auch. Es ist unser Buch und Ihr Buch, weil es komplett wirklich durchgeschaut und abgesegnet wurde. Und das ist für mich wichtig, das ist eine Kernfrage. Wir wollen keine Farcen machen, ja, und Leute veräppeln, sondern wir müssen es dann auch ganz ernsthaft so realisieren. Und erst als wir damit durch waren, als wir dann das fertige Manuskript, übrigens auch den Songtext, genau dasselbe, hat natürlich der Composer geschrieben, aber er wurde auch abgesegnet hier von uns und von den beiden. Da stand das Buch dann eigentlich auch wirklich. Also dieses Prinzip ist mir wichtig, um das es mir bei der ganzen Geschichte geht. Und das Ergebnis. Jetzt kann man sagen, jetzt ist da ein Buch. Es gab schon mal, davor gab es auch schon mal Bücher und wird es hoffentlich noch lange, lange geben. Ja, das stimmt. Auch von Demenzbetroffenen. Ja, das stimmt, viel zu wenig, aber gibt es ja durchaus. Was ist spannend daran? Das eine ist, das erklärte Ziel des Autorenteams war, es soll ein Mutmachbuch sein. Das sollen die Leserinnen und Leser entscheiden. Also nicht nur so zum Spaß, wir hatten alle höllischen Spaß und viel Arbeit natürlich auch, sondern es soll anderen Menschen ja etwas geben. So individuell jedes Schicksal ist, so individuell der Weg ist, den die beiden gefunden haben. Das kann ja gar nicht anders sein. Rechtfertigt das dann ja allein kein Buch, sondern es soll ja anderen Leuten Anregungen geben, etc. etc. Daran lassen wir uns dann auch gerne messen. Aber was das Tolle war, der Prozess dieses Schreibens, nicht nur das Produkt, der Prozess dieses Schreibens. Weil hier sind viele Diskussionen zwischen uns gelaufen, sonntäglich, und viele neue Erkenntnisse gewonnen worden. Die beiden haben sich intensiver in unseren Gesprächen, und das wäre es ohne das Buch nicht gelaufen, mit ihrer Zukunft auseinandergesetzt. Was ist, wenn sich Dinge verändern? Wie ist das? Wie wollen wir? Wie will Benny leben? Wie ist das mit meiner Angst, die Selbstbestimmung in einer Institution zu verlieren? Wie weit wollen wir gehen? Etc. Da ist viel prozesshaft wirklich abgelaufen. Oder die Macht von Sprache und von Begriffen. Total spannend, wirklich empfehle ich wirklich nachzulesen. Naja, muss ich ja wohl auch empfehlen, aber auch wenn ich jemand anders wäre. Diese Dinge, die Sie schildern, was hat uns geholfen, was hat uns nicht geholfen? Wie hat uns vieles, was von der professionellen Welt State of the Art ist, gut gemeint ist, wo jeder seinen Haken drunter machen würde, Best Professional, also gute Professionalität, was hat das aber mit uns gemacht? Und auch mit vielen anderen, die ich kenne. Es hat uns niedergeschlagen. Die Sprache, dieser Informationsoverdump oder wie sagt man da, und all diese Geschichten. Das waren sehr, sehr spannende Sachen. Bis hin dazu, aber das bitte auch selber nachlesen, der Benny hat eine Lewy-Body-Demenz-Diagnose bekommen, lebt seit vielen Jahren damit. Und alles, seitdem ist er der Lewy-Body-Demente. Und davon gehen ja alle aus, die Ärzte, der Angehörige und Ähnliche. Uns ist im Laufe unserer Zusammenarbeit ein großes Fragezeichen gekommen. Wir sind misstrauisch geworden. Frau Hobel, Sie sind hoffentlich nicht böse, dass wir uns da was angemaßt haben, aber wir haben ein großes Misstrauen entwickelt, nicht Ihnen gegenüber, und haben das einfach hinterfragt, haben danach geschaut, wirklich schildern das auch alles in dem Buch, mit dem Ergebnis, dass wir gesagt haben, wir glauben nicht, dass das richtig ist. Wir glauben nicht, dass das stimmt. Diese Diagnose stimmt nicht. Was mittlerweile übrigens dann auch, und das haben wir auch so geschrieben in dem Buch, mittlerweile medizinisch bestätigt ist. Sie stimmte nicht, all die Jahre nicht, aber sie hat eine ungeheure Macht ausgeübt, natürlich. Also auch kritisch hinterfragen, sich nicht totmachen lassen von Begriffen, von Worten, von Stigma und von solchen Sachen. Das alles ist als Qualität in diesem Buch drin und, glaube ich, ist das Besondere auch, und das kann man eben nachvollziehen, das können eben auch andere Leserinnen und Leser nachvollziehen. Wo sind Chancen solcher Projekte? Chancen sind, glaube ich, neben dem, was ich gerade ausgeführt habe, auch, dass man vielleicht zu neuen Gefilden, neuen Kooperationen kommt. In dem Fall hier wieder mal, darum geht es ja heute beim Symposium auch, mit dem kulturellen Bereich, also mit Musikern. Sogar, entschuldigen Sie, in jedem Menschen steckt ein kleiner Angeber. Der Saxophonist von Simply Red bläst übrigens das Saxophon auf unserem Song, wem der Name da irgendetwas sagt. Also dort Interesse zu wecken in der Kulturszene. Den Song gibt es auf Spotify, dass wir versuchen,
dieses Thema auch noch auf anderen als den üblichen Kanälen zu transportieren. Nicht nur auf Fachkongressen, nicht nur durch ein klassisches Buch und Ähnliches, sondern auch über einen musikalischen Zugang, der vielleicht Menschen erreicht, die sonst nicht zu erreichen sind. Wir haben sehr gut bis jetzt, mal schauen, wie sich das auszahlt, was jetzt auch PR und so weiter angeht, im Bereich der Organisation und auch Medien zum Thema Homosexualität Anklang gefunden, weil das war auch ein Anliegen der beiden, die gesagt haben, auch in der schwulen Szene beispielsweise kriegen die Leute ja genauso eine Demenz wie in der, keine Ahnung was, irgendwas anderes. Nur man setzt sich da bisher mit, das ist noch nicht so ein richtiges Thema dort angekommen. Wir hoffen auch darüber einen Fuß einfach auch hier reinzubekommen in bestimmte Personengruppen, die sonst nicht da so ansprechbar sind. Und da käme jetzt wieder der Film auch, Angela, wie heißt er, Supernova, ne? Der da gerade läuft, wo es auch um ein schwules Ehepaar geht. Ja, das ist es, und dass man Exempel einfach statuiert und sagt, ja, so kann es gehen. Es können Menschen sich äußern in kulturellen Artefakten, will ich das mal einfach nennen, wenn wir eine Kultur der Assistenz weiterentwickeln. Der Assistenz im Alltag, so wie Angela sagt, ich brauche die für mein Engagement, und anderes brauche ich Assistenz, damit ich zum Beispiel heute in diesem Symposium als Vortragende sein kann, und auch der Assistenz direkt im kulturellen Bereich, wo es um Literatur, wo es um bildende Kunst, wo es um Musik und viele, viele andere Dinge. Dann ist viel möglich. Dann können wir das noch viel mehr erweitern, dass es normaler wird, dass Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung sich ganz selbstverständlich artikulieren und auch etwas geben in die Gesellschaft hinein. Ja, und der andere Punkt sicherlich auch neue Zugänge, lockerere Zugänge vielleicht, und auch, das wollen wir ja immer alle, aus dem Dunstkreis herauskommen, so dieser Dunstkreis der Demenzszene oder der ganzen Szenen, die ja unser Leben so umgarnen etc. Das sind die Chancen solcher Dinge, und darum sind wir stolz auf das, was wir da gerade auf den Weg gebracht haben, sind ganz gespannt, bitten Sie natürlich auch, das da, wenn es geht, irgendwie weiter zu kolportieren, und bitten darum, möglichst viele Nachahmer zu finden. Es geht nämlich. Soweit, so gut. Es ist 18:31 Uhr und ich glaube, ich muss aufhören. Herzlichen Dank. Hier nochmal, ja genau, unter der Webseite finden Sie alles, Musik, Video, Filme, unsere erste digitale Lesung, die wir gemacht haben, das Buch und so weiter, wer Lust hat, da zu schauen. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für ein paar Fragen. Also falls es vom Publikum Fragen gibt, können Sie gerne die Hand heben oder auch im Chat schreiben. Brigitte Hobel, Sie haben eine Frage. Bitte schön. Ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht eine Frage. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihr Engagement. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass auch positiv sozusagen die positiven Facetten aufgezeigt werden, weil in den letzten Jahren die Filme, die über Demenz gebracht worden sind, immer ein eher düsteres Bild gezeigt haben. Das gefällt mir als Psychiater nicht wirklich. Ich finde, man muss immer den individuellen Patienten wahrnehmen. Und für mich ist eine Diagnose, aber ich bin Psychiater, ja, ich bin Sozialpsychiaterin. Mir ist jetzt eigentlich egal, welche ICD-10-Diagnose jemand hat, sondern ich habe den Menschen vor mir sitzen, der dann, wenn er zu mir kommt, doch einen Leidensdruck hat in einem gewissen Bereich. Und ich hoffe, dass ich ihn, so gut es halt geht, dabei unterstütze, diesen Leidensdruck zu minimieren. Das heißt, für mich ist es auch jetzt nicht ausschlaggebend, welche Demenzdiagnose jemand hat. Und ich kann Ihnen sagen, ich glaube, man könnte es nur postmortem dann 1:1 feststellen, welche Demenz jemand wirklich hatte. Da reicht einem auch nicht der Amyloid-PET. Ich sehe immer den Menschen vor mir sitzen, jetzt egal, welche Demenzform er hat. Es gibt so viele Demenzformen, die gar nicht so bekannt sind, die sehr komplex ablaufen können und nicht wie die klassische Alzheimer-Demenz, die meistens präsentiert wird. Das heißt, ich finde das toll, wenn das so ist, dass man den Menschen wahrnimmt und nicht die Diagnose, die vor ihm steht oder dass er die vor sich hertragen muss. Also vielen Dank für
für diesen anderen Blickwinkel auch etwas konstruktiv und positiv sehen können, trotz dieser Diagnosen. Ich sehe das im ganzen Psychiatriebereich als etwas ganz Wichtiges. Danke. Dankeschön. Es kam gerade ein Feedback in den Chat von Reingard Lange. Das lese ich mal kurz vor. Großartig, dass Sie sich die beiden durch das assistierte Schreiben so äußern und einbringen konnten. Super. Und ich habe gerade auch noch per Chat 2 Fragen gekriegt. Eine davon lautete, bekommt man Beihilfen auch ohne Diagnose? Irgendwelche Leistungen Ja. sind damit gemeint. Na, das ist so eine Diskussion, die uns alle ja seit vielen, vielen Jahren begleitet, was auch immer ein Argument ist, warum gesagt wird, Diagnose muss unbedingt sein. Es gibt viele Gründe dafür, aber auch manche dagegen, dass natürlich viele Leistungen an die Diagnose gekoppelt sind. Hast du keine Diagnose, bekommst du auch keinen Zugang zu bestimmten Geschichten. Ne? Das ist leider so, oder was heißt, das ist leider so? Es ist ja in gewisser Weise vielleicht auch verständlich, dass man sagen will, ich will dann ja auch wissen, wenn ich bestimmte Leistungen geben soll, dass da wirklich irgendwo etwas ist. Die Frage ist für mich nur so, welche Art müssen diese Diagnosen sein? Also brauche ich da ein bestimmtes Wort oder brauche ich da eigentlich, so ist das aber meistens, also da muss dann irgendwas von Demenz, Alzheimer oder irgendwas draufstehen halt, wie das alles eben so heißt, vaskulär oder frag mich was. Das finde ich gefährlich. Manchmal auch schlecht. Also wir haben vor einigen Jahren Teilhabe-Sportprojekte gemacht. Da ging es gar nicht um Gesundheit und um sonst was. Das ist klar, dass es gesund ist, sondern um Teilhabe. Und da war eben wichtig, dass es dann nicht Demenzsport war. Musste es dann in vielen Fällen aber sein, weil ohne Diagnose kriegst du wieder bestimmte Sachen nicht. Das ist nicht gut, weil es viele Menschen gibt, die wollen dieses nicht. Die wollen auch nicht diese Diagnose. Und meine Idee und mein Traum, und ich halte es auch für realistisch, wenn man will, würde das gehen, wäre einfach, dass man sagt, das Wort, also diese ICD oder sonst was Nummer, wie Sie gesagt haben, ist ja vielleicht nicht das Entscheidende, sondern die Beschreibung der Beeinträchtigung, die ich habe, die sind doch eigentlich wichtig, ja. Also wie man das in diesem amerikanischen DSM-Klassifikationssystem, das andere da, eben ja auch versuchen will, also eher die Dinge zu beschreiben. Das ist total spannend übrigens auch bei Benny zu sehen, was wie wo bei ihm noch geht und was nicht geht. Und dass das doch das eigentlich Wichtige ist und nicht das Wort, was am Ende darüber steht, wie sich auch dort gezeigt hat, ne, wie sich auch dort gezeigt hat. Ist aber nicht so. Heute ist es so, dass viele Leistungen eben wirklich daran gekoppelt sind. Und ich finde es schade, so wie die Kollegen, wie die Angela, wie die Hanni und auch die Reingard Lange von Promenz sicherlich im Hintergrund, von der ich ja weiß, dass sie da ist, weil wir ja eben wissen, dass sehr viele betroffene Menschen sich nicht bestimmten Begriffen unterordnen lassen wollen und vielleicht auch sagen, ich will da gar keine Diagnose haben. Und wenn das dann dazu führt, dass ich bestimmte Leistungen nicht bekommen kann, dann läuft was schief in unserem System, nach meiner Meinung. Das müsste anders sein und ist meines Erachtens auch möglich. Wo der Wille, da der Weg. Aber der Wille ist ja im Moment, glaube ich, auch noch gar nicht gegeben. Vielleicht ist es auch ein zu fremder Gedanke noch. Aber es wäre schön. Okay, ganz lieben Dank. Eine letzte Frage kam gerade noch rein, und zwar eine gestalterische Frage. Und zwar war die bezogen auf das vorletzte Slide. Und zwar haben Sie da die Gruppe unter sich gestellt. Und Sie sich quasi darüber, warum? Wo habe ich wen drunter gestellt? Bei der vorletzten Slide. Ach, was ist denn das? Da sind Sie mit der Gruppe abgebildet. Ach so, weil ich da rechts stehe? Ja. Ja, da kann ich nichts dafür. Ich habe das auch nicht gemacht, diese Slides. Das sind alles, wie sagt man, das sind alles Abbildungen von der Webseite, wo die in einem ganz anderen Zusammenhang einzeln stehen. Und das ist da gestern einfach schnell oder letzte Tage einfach ganz schnell zusammengestellt worden. Also, dass zum Beispiel der Musiker so groß ist im Vergleich zu anderen oder so, hat keine Wertung, und auch nicht, dass ich da ganz dünn in der Ecke stehe oder sonst irgendwo etwas. Das ist pure Fotogestaltung und soll jetzt nicht zum Ausdruck bringen, eine Hierarchie oder sonst was. Okay. Danke Aber schön. schön, in diesem Symposium die richtige Frage. Danke für die Vorstellung Ihres Projekts. Gut,
Gibt es noch eine weitere Frage? Sonst würden wir jetzt gleich nochmal in die Pause gehen. Alles klar. Dankeschön. Alles klar, danke auch. Bis gleich.
Ja, willkommen zurück. Sorry, I had to tell my husband that he has to be silent because I have to moderate now. Yes, welcome back. And I just wanted to explain, because I think we have also some guests from Portugal and of course, Sean and maybe some other people we don't know who might have a different mother tongue. We apologize for this, but it was like this, that the morning was in English and the afternoon is in German, and therefore we have this language mix. But we can try to make our own presentation now bilingual if we want to try. So I would ask maybe, Pia, that you put in the slides already. Also das, was wir jetzt präsentieren werden, ist unsere künstlerische Arbeit. Es handelt sich hier ja um ein künstlerisches Forschungsprojekt. Das ist die derzeitige Gruppe. Mein Name ist eben Ruth Matthäus-Bär, ich darf das Projekt leiten und im Team ist Christina Mayankali, die Designerin ist. Okay, du bist... Das ist einfacher, oder? Ja, okay, gut, passt. Dann Lara Girotto, die Studentin ist, Kunstpädagogik studiert, aber wir haben eben an der Angewandten ein besonders künstlerisch ausgerichtetes Studium, wo man sagen kann, es ist eine richtige künstlerische Ausstellung. Lisa Kielmeier ist auch Kunstpädagogin und Werkpädagogin, die aber zusätzlich Kunsttherapeutin ist und bereits auch mit Menschen mit Demenz oder Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zusammenarbeitet. Susa Mutzler, die spezialisiert ist auf somatischen Tanz, Pia Schaler, die Industriedesignerin ist und Grafikdesignerin ist und verantwortlich ist für unseren wunderschönen grafischen Auftritt, aber auch für unser Buch Arts and Dementia, wo auch einige, die heute anwesend sind, ganz wichtige Beiträge geschrieben haben. Ja, Jasmin Scheitel, die noch in Mutterkarenz ist, aber Performance-Künstlerin ist, aber auch von ihrer Ausbildung her Kunstpädagogin ist. Und Dietmar Floßdorf und Agnes Haider, die beide von der Universität für Musik und Darstellende Kunst in unserem Forschungsprojekt vertreten sind. Now in English, our team. I have the pleasure and honor to have the project lead of this project, and I would like to present Christina Mayankali and Pia Schaler, who actually were the active positions also to give in the second call and co-wrote together with me the application. Christina and Pia are both designers. Pia especially responsible in this project for also our graphic design, but also as an artistic researcher as Christina. Lara Girotto, who was moderating recently, Peter Wissmann, she is an art education student and artist. And as I said before, we have at the University of Applied Arts a very deepened and detailed artistic education. So our students are also, of course, educated in pedagogy, but have a very good and very wide education in the arts. So our study time is kind of comparable with veterinarian medicine studies from the length of the studies. Lisa Kielmeier is also art and design educator, but she has something else in her background. She is not only a sociologist, but also an art therapist and works with people with dementia. Susa Mutzler is a somatic dancer, and Jasmin Scheitel is a performance artist, but also she's an art educator from her education. And Dietmar Floßdorf and Agnes Haider are our representatives and collaborators from the University of Music and Performing Arts. And yeah, that's actually the team. And yeah, so maybe we continue. So to give you an information, because this last year there were some misunderstandings of people joining our symposium, we have to explain that this is a specialized artistic research project. So actually, we asked some experts from different disciplines, but we are very focused on artistic approaches. So we started in February 2020,
And then really shocking, after a very short time of starting, there was this lockdown, and we immediately planned everything online and started to offer online workshops, which were very well visited. So well visited also that we sometimes have to make some breaks and say, okay, at the moment, no workshops offered, but actually there is a very interesting participation. When it was possible, we tried to move out and have projects with people. Thank you also again for the support of Antonia Croy, who managed that we somehow could organize a city walk in the park. But to be honest, it's very difficult because now already in Austria again, there is a lockdown. And of course, the schools could say that we are kind of teachers, but it's again forbidden to enter the schools. It's again forbidden to enter the caregiving homes. So actually our plan, as also Teresa de Ecker in the morning said, with her project of the Horizon 2020 project, is very difficult, as we we're actually working a lot with workshops online. Yeah, then next slide, please. Also auf Deutsch muss ich noch sagen, Entschuldigung. Ja. Bevor du das auf Deutsch nicht sagst. Stimmt, also ja, ich habe vorher noch vergessen, from the going back to English, our target group for this project is that we our schools, people with cognitive impairments or dementia, caregiving personnel, but also caring relatives. And yeah, and now to switch to German. Die Zielgruppe in unserem Projekt jetzt sind Schulen, Betroffene, also Menschen mit kognitiven Beeinschränkungen und Angehörigen, aber auch Pflegenden. Wir haben unser Projekt am 1. Februar 2020 begonnen. Es ist auch wichtig zu wissen, dass es hier wirklich um ein künstlerisches Forschungsprojekt handelt und nicht ganz weit und nicht für alle Zielgruppen im gleichen Ausmaß gedacht ist. Wir haben dann das Problem gehabt, dass gleich am 16. März der Lockdown kam, und Sie können sich wahrscheinlich alle vorstellen, wie hart uns das getroffen hat als Forschungsteam, weil uns über die meisten Strecken hindurch eigentlich der richtige, reale Zugang, sozusagen einen wirklichen Menschen zu sehen, versagt war. Ich habe selbst eine meiner Mitarbeiterinnen an der Uni ein Jahr überhaupt nicht persönlich, physisch kennenlernen können. Ich habe sie erst nach einem Jahr kennengelernt und wäre erst nach einem Jahr wieder im Büro, weil wir verpflichtend bestimmte Felder komplett auf Online-Teaching umgestellt hatten an Universitäten und nur ein paar Dinge geöffnet hatten. Ja, wir haben aber sofort nach dem Lockdown eigentlich ein Online-Workshop-Angebot entwickelt, das sehr gut angenommen wurde. Manchmal so gut, dass wir gesagt haben, jetzt brauchen wir mal eine Pause. Und entwickeln laufend neue Workshops und Ideen und werden auch jetzt nach dem Symposium wieder mit einigen neu dazugekommenen Workshops wirklich wieder online gehen. Wir haben dazwischen ja auch noch ein Buch herausgebracht, das wir letztes Mal angekündigt haben. In der Zwischenzeit ist es schon erschienen und wir auch noch am Schluss noch einmal darauf hinweisen dürfen. Das Projektende derzeit ist Ende Februar. Wir sind ja gefördert vom Wissenschaftsfonds, das ist der größte Forschungsförderungsfonds in Österreich, der ein spezielles Budget für künstlerische Forschung zur Verfügung stellt oder zur Verfügung hat. Theoretisch ist es aber auch möglich, das Projekt sozusagen finanzneutral zu verlängern, besonders aufgrund der Bedingungen der Pandemie. Das müssen wir aber im Team noch besprechen. Das ist einmal so, wie das Projekt bis jetzt gelaufen ist. Ja, ich darf jetzt hier mal beginnen mit meinem Projekt. In English, I call it Be Present. Im Hier und Jetzt auf Deutsch. Und wenn du bitte weitergehst. Ich darf jetzt hier zwei Projekte vorstellen. Das eine Projekt handelt davon, dass ich aus den Online-Workshops mir Ausschnitte genommen habe von Arbeiten von Teilnehmerinnen, natürlich mit ihrem Einverständnis. Und habe daraus letztes Mal schon präsentiert, dass ich sehr stark mit der Collage-Technik gearbeitet habe, die auch bei Levy eben von Scotty und Chilton beschrieben ist in dem Artikel Collages Arts-Based Research.
aber in einer ganz anderen Form. Das heißt, ich habe die Teile dann noch einmal auseinandergenommen und neu assoziativ zusammengesetzt, habe daraus dieses Bild dann generiert. Das heißt, den Ausschnitt, den man in der Mitte sieht, der findet sich auch immer wieder in kleinen Details links und rechts wieder. Das Bild ist Öl auf Leinwand, 100 mal 140 Zentimeter groß, und habe dann, nachdem ich das Bild fertig gemalt habe, mich mit unglaublicher Überwindung dran gemacht, es mit einem weißen Schleier zu überziehen, weil für mich das so symbolisch war für das, was passiert, wenn man erkrankt. Nicht nur, wenn man an Demenz erkrankt, sondern grundsätzlich eben auch, weil man, wenn man älter wird, auch das Augenlicht schwächer wird, aber auch oft einen Zusammenhang besteht in der Wahrnehmung. Gleichzeitig aber auch ist das eine Erfahrung, die viele auch Künstler und Künstlerinnen während der Lockdowns in Isolation erlebt haben, ja, dass es sozusagen zu einem Verschwinden der Farben gekommen ist. Ja, zu einem eingeschränkten Bild und auch ein bisschen so ein Gefühl gegeben hat, wie es vielen Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen geht, wenn sie sich zurückziehen und alleine zu Hause sind und dann eigentlich nicht mehr die Welt so bunt erleben können oder wie sie das gerne möchten, sondern wo sich eben etwas drüber zieht. Und ich muss sagen, das war für mich eine unglaubliche Überwindung, dieses sehr fein mit ganz einem kleinen Pinsel gemalte Bild zu übermalen. So shortly in English, I wanted to, this is my clock, sorry. Ja. Man hört dich trotzdem. Yeah, okay. I wanted to present this is a painting I did, and it derived from the idea of making collages of parts of participants of our online workshops. Of course, they allowed us to use their images and their ideas. And if you look at this picture, which is the size 39 and 55 inches, so it's quite big. And I painted it with a very tiny brush because for me it was important to figure out very special patterns within the painting and to repeat also patterns. And then when I finished it, I went over it with a white fork. I call it fork. And the oil painting on oil on canvas is the technique, and it's called disappearance of colors. And for me, it's like something which might happen in my imagination for people with dementia or for people with cognitive impairments, because some things might be clear, but they don't, there are the connections missing or the whole composition missing. There is another composition laying over it. And it's also maybe when we were in the lockdown that we got just an idea of how it is for many people living with cognitive impairments when they have to live in isolation because they are afraid to go out, or that people don't realize their feelings. And this white fog, it was really a force for myself. It's kind of a destroying of something. And sometimes, in some ways, you still can see some fragments where the lights are coming out of the color, but it's very difficult to perceive. So this is the first image I wanted to show you, and I will show you also another work I did. And now I would like or ask you to watch this movie and try to be present. Deutsch bitte fragen. Ja, jetzt würde ich alle bitten, jetzt kommt ein Film, den ich gemacht habe, und ich würde jetzt alle bitten, dass sie den Film ansehen und ganz in der Präsenz diesen Film betrachten. Danke.
Ja, vielen Dank. Also zurückkommend, dieser Film ist sozusagen gewidmet, dass wir nachdenken sollen und das, was wir lernen können. Wir können von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen Präsenz lernen. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft heute komplett vergessen und verloren hat. So learning to be present, we can learn from people with cognitive impairments. This is something what our society needs and lost totally. And actually this we can learn. This is actually something very important. But what I want to ask you now, if you would be so kind to take your handy, open up your camera if you want, and then you have this QR code. And when you open this, the QR code will lead you to a homepage, and there you are asked to answer a question. Ja, danke, dass du mich erinnerst. Ja, ich habe jetzt hier einen QR-Code rechts im unteren Eck des Bildes angebracht und ich würde Sie bitten, wenn Sie jetzt Ihr Handy mit der Kamera draufhalten, kommen Sie direkt auf die Homepage. In der Regel bei den meisten Handys funktioniert das. Und dann haben Sie dort eine Frage gestellt, die Sie bitte beantworten wollen. So, Sean, if you're interested, I don't know if your mobile phone works, you just have to put your camera on and go to this QR code, and then it leads you to a homepage, and then you are asked to answer a question. Vielleicht Köpfe noch nach unten gerichtet, sehe aufs Handy, lasse ich jetzt noch ein bisschen Zeit vergehen bis zur nächsten Slide. Okay. Ich habe jetzt den Link, weil ich rausgefallen bin, habe ich leider nicht mehr. Vielleicht habt ihr noch irgendjemand im Chat, dann könnte man den Link auch noch einmal reinstellen an alle. Ja. Ich kann das gerade nicht machen, wenn das wer andere machen kann. Ja, sollen wir weitermachen? Ja, gerne. Mhm. Aha, jetzt. Ja, danke schön. So einen anderen Teil, den ich gerne kurz präsentieren möchte, ist, dass wir uns auch beschäftigt haben mit, wie man die Dinge, die wir entwickelt haben, auch vermitteln kann. Das heißt, weil uns viele Leute gefragt haben, was kann ich machen mit meinem Vater, was kann ich mit meiner Mutter machen, haben Sie irgendeine Idee? Aus diesem Grund entwickeln wir ein sogenanntes Toolbook, das wir dann online stellen als Open Source, wo man kurze Anleitungen hat für Dinge, die man mit sich selber machen kann, mit Betroffenen machen kann, aber auch viel für sich selber herausholen können sollte, aber auch Beispiele, die man im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern machen kann. So the last slide I wanted to present to you is a task we are in, because many people asked us, what can we do with our parents? What can we do with our relatives? How can we interact with them and do something which is good for them? So we developed educational material where different target groups are addressed. So for example, it's students in schools, but it's also caregivers, care relatives, but also people with cognitive impairments. And the idea is that first you have to take care for yourself and do something creative with yourself, and then you can do it with other people, or some tasks are done just to do it with other people or just with yourself. So it's kind of creative suggestions, which you can do with different people. Ja, so, nun bin ich am Ende von meinem Teil und darf an meine Kolleginnen übergeben. Die werden je nach Möglichkeit das auf Deutsch oder vielleicht auch simultan Englisch übersetzen können, weil wir doch ein paar haben, die nicht Deutsch sprechen. So I will pass it further on to my colleagues. What I wanted to say is that they might switch directly into and translate, but please excuse, we don't have now prepared the slides in English,
but maybe they will be able to explain some of their works, but mainly the images, the pictures will speak. Thank you. Well, thank you, Ruth. As Ruth already said, my name is Christina Carley, and I'm a product and graphic designer. Next slide, please. And my concept is concerning personal objects. So these personal objects you can find at home, at work. They actually represent a certain memory or also the values one person has themselves. And I see it as important that people rediscover these objects and start a dialogue also within the family. So grandkids and the elderly person, the grandfather or grandmother, can talk about those objects and have a conversation about that. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Christina Kali. Ich bin Industriedesignerin und Grafikdesignerin. Und im Rahmen des Demenz-Projektes beschäftige ich mich mit den persönlichen Objekten, die auch in der Erinnerungspflege eine große Rolle spielen und auch wichtig sind, wenn beispielsweise jemand mit Demenz ins Heim kommt, dass er auch diese Objekte um sich hat. Ich habe zu diesem Thema einen Workshop entwickelt. Die nächste Folie. Der ursprünglich online war. Hier ging es eben darum, dass ich die Teilnehmer also dazu angeleitet habe, die Objekte in ihrem Zuhause aufzuschreiben und eben diese wichtigen Objekte, diese persönlichen Objekte wieder zu entdecken. Sie wurden dann auch aufgefordert, sich wieder hineinzuleben in die Situation, in die Szene, beziehungsweise was dieses Objekt für sie bedeutet. Also das Empfinden wieder zu empfinden, auch die Umgebung, Temperatur, alles, was man jetzt sagen wir mit diesem Objekt oder mit dieser Szene verbinden kann, wieder zu entdecken. Und wichtig dabei war es auch, diese mit den anderen Teilnehmern zu teilen, weil das auch also Empathie unter sich und verbindend auch wirkt. In English, I created a workshop, which was basically online at first, where people would explore the different objects in their home and then identify these objects which are of great importance. The idea was that they would find or set them back in that memory when they got this object or what they actually connected with this object, and rediscover it, re-experience the scenery maybe, and feel into the scenery. And important was that you would share your story, and that would engage empathy. Next slide, please. Deutsch nicht vergessen. Yeah. Within my work, I also try to I use digital and analog techniques, and the aim is to create your own objects of memories of things which happened in your life, which represent your identity. And if you don't have an object which represents that, I would advise, or I want to create such objects, like here, where you can see that I plastered a hand, and then from this hand I digitally created a small hand which you could use as jewelry. Zum Deutschen wieder zurück. In meiner künstlerischen Arbeit arbeite ich eben mit digitalen und analogen Techniken und möchte diese Objekte, die wir eigentlich eben kennen, auch für Objekte, auch für Erinnerungen, die wir wichtig schätzen, neu zu kreieren und diese auch so zu kreieren, dass man sie eben beispielsweise wie Schmuck tragen kann, damit man immer wieder damit sich erinnern kann und konfrontiert wird. Dankeschön. Ja, mein Name ist Lara Girotto. Ich bin künstlerisch Forschende und Kunstvermittlerin.
My name is Laura Girotto and I'm a research assistant and art educator. Und mein künstlerisches Projekt im Rahmen von Demenz.Arts trägt den Namen Über Opa Karl, den Zufall und die Fantasie, ein Raum für Demenz. Auf Englisch, my artistic project is called About Grandma Karl, Coincidence and Fantasy, a Space for Dementia. Genau, ich erzähle jetzt kurz was zum Hintergrund. Und zwar hatte ich meine erste Begegnung mit Demenz als Kind. Als ich ungefähr 10 Jahre alt war, bekam mein Opa Demenz und damals verstand ich noch nicht wirklich, was das ist und wieso mein Opa sich nicht mehr so verhielt wie sonst auch. Und das Thema Demenz war mir generell ja sehr fremd und ich wusste es auch nicht ganz genau einzuordnen. Auf Englisch, my first encounter with dementia I had as a child. I was about 10 years old and my grandpa got dementia, and at that time I didn't really understand what it was and yeah, why my grandpa was acting the way and not the way he usually did. Und durch mein künstlerisches Forschungsprojekt habe ich dies nun nachträglich aufgearbeitet, indem ich eben einen Raum für Demenz geschaffen habe. Through my project, I have now worked this up and created a space for dementia. Und auf Deutsch mache ich jetzt nochmal weiter. Beim Ausmisten unseres Dachbodens sprachen ich und meine Mutter viel über meine Großeltern, über Opas Demenz und auch wie es für meine Mutter als Pflegeperson war. Und während dieses Gesprächs mir viele alte Tischdecken und Bettlaken von meinen Großeltern in die Hände. Und die nutzte ich dann schließlich dafür, um mein Projekt umzusetzen. Genau, und bei dieser künstlerischen Auseinandersetzung mit Demenz handelt es sich um eine partizipatorische Installation, bestehend aus eben diesen Decken und Laken von meinen Großeltern, die ich dann mit einer bestimmten Drucktechnik bedruckt habe. Nochmal auf Englisch, my artistic exploration of dementia is a participatory installation consisting of blankets and sheets of my grandparents, and I printed these with a certain printing technique. Ja, leider, also man sieht ja die Installation hier jetzt auf dem Bild. Leider ist es aufgrund des Online-Modus jetzt nicht möglich, aber eigentlich sollte man als Betrachterin durch diese Laken hindurch schreiten und diese auch von allen Seiten betrachten. Unfortunately, this is not possible now because of the online mode, but actually you as a viewer should walk through these printed sheets and look at them from all sides. Genau, und jetzt nochmal zurück zu der Drucktechnik, die ich benutzt habe. Und zwar habe ich einen Faden genommen, den ich mit dunkler Acrylfarbe, eingetunkt habe. Das war die Lieblingsfarbe von meinem Opa. Und diesen habe ich dann zwischen 2 Stoffbahnen gelegt. Danach habe ich den wieder herausgezogen und diese hier abgebildeten Druckmuster entstanden. Mir ging es dabei darum, die Kontrolle im künstlerischen Arbeiten aufzugeben und dem Zufall zu vertrauen, eben ähnlich wie bei dem Zustand von Demenz. Und in meinem künstlerischen Arbeiten hatte ich wenig bis gar keinen Einfluss darauf, was eigentlich im Endeffekt entstand. Es kamen jedes Mal neue interessante Kompositionen und Formen heraus und ja, durch Zufall entstanden ganz individuelle Figuren, die bei den BetrachterInnen die Fantasie anregen sollen. Also schreitet man durch diese Installation, nimmt jeder Betrachter, nimmt jede Betrachterin für sich unterschiedliche Figuren in den Abbildungen wahr, wodurch sich für jeden ein völlig individueller Raum für Demenz eröffnet. Und abschließend nochmal auf Englisch. The printing technique was that I put a thread I dipped in dark green acrylic paint. This was the favorite color of my grandpa, between 2 sheets. And then I pulled it back and the print patterns shown here at the picture were created. And for me, it was a matter to giving up control in artistic work and trusting in coincidence, similar to the state of dementia. I had little or
no really influence in the artistic work and on what emerged in the end. And each time new interesting compositions and forms came out, and by coincidence, very individual figures were created, which should stimulate the imagination of the viewer. So when you walk through the installation, each viewer perceives different figures in the images, which open up a completely individual space of dementia for everyone. Thank you. Ich glaube, Lisa kann. Du hast noch eine. Das war die letzte Folie eigentlich. Okay. Du willst nicht deinen Workshop? Also ja, ich kann auch noch kurz was zu sagen. Also mein Kunstprojekt ist aus dem Workshop, den ich erstellt habe, entstanden. Der trägt den Namen Fantasiefiguren. Den habe ich für Schülerinnen, für Menschen mit Demenz, für Pflegende und auch für Interessierte erstellt. Und hier habe ich genau die gleiche Drucktechnik, die ich gerade erklärt habe, genutzt, um auf Papier ähnliche Fantasiefiguren zu erschaffen, wie auf den Stoffbahnen. Und in dem Workshop geht es eben darum, durch diese Fantasie oder durch diese Figuren die Fantasie der Teilnehmerinnen anzuregen und auch mit Menschen mit Demenz in einen Austausch zu kommen. Und jetzt zum Ende nochmal auf Englisch. This art project that I made was developed from a workshop fantasy figures, which I created for students and for people with dementia, for caregivers and for interested people. And in this workshop, I used the same printing technique I just explained to create similar fantasy figures on paper, as on the fabric panels. And in this workshop, the aim is to stimulate the imagination of the participants through these figures and to enter into an exchange with people with dementia. Thank you. Ja, hallo, mein Name ist Lisa Kielmeier. Ich bin auch Teil des Demenz-Teams und studiere Lehramt an der Universität für angewandte Kunst und arbeite als Kunsttherapeutin für Menschen mit Vergesslichkeit. Mein künstlerisches Projekt, welches noch mitten im Prozess steckt, ist eine grafische Novelle. Das ist ein Comic im Buchformat. Hello, my name is Lisa Kielmeier. I'm also part of the Demenz team. I'm studying to be art teacher at the University of Applied Arts in Vienna, and I work as an art therapist with people with forgetfulness. My artistic project, which is still in the process, is a graphic novel that's a comic in the format of a book. Die grafische Novelle, die entsteht in Kooperation mit Andreas, einem Herrn, der mit Vergesslichkeit lebt. Und der Andreas ist auch da. Vielleicht, Andreas, magst du ganz kurz Hallo sagen? Okay. Also es ist besonders wichtig, dass wir dieses Buch in Kooperation zusammen machen. Natürlich übernehme ich den gestalterischen Part wie Zeichnen und Schreiben, aber dennoch wird das alles so gut es geht in Absprache mit Andreas eben gemacht. The graphic novel is created with Andreas, a man who is living with forgetfulness. It's very important to me that we do this book together. Of course, I'm responsible for the creative part, like drawing and writing, but as far as possible, everything I do, I discuss with Andreas. Ja, zu Beginn war es wichtig, abzuklären, was die Ziele für Andreas sein sollen, eben Betroffenen und Angehörigen Mut zu machen, das Bild der Gesellschaft zu verändern, aufzuzeigen, dass es auch Vorstadien gibt und Vorurteile aufzuräumen. Also, at the beginning, it was very important to clear up the goals of the graphic novel, encourage those affected and relatives, change the image of society, show that there are also preliminary stages and clear up procedures. Die Geschichte erzählt von der Zeit kurz vor der Diagnose bis hin zum Leben mit der Diagnose. Sie erzählt von Schlaflosigkeit, Besuchen bei Ärzten und Ärztinnen und Wegen, damit umzugehen. The story tells from the time shortly before the diagnosis and to the life with the diagnosis. It talks about sleeping problems, about visiting doctors and ways to handle it.
Erzählt wird auch vom Alltag, vom regelmäßigen Joggen durch die Gärten von Schloss Schönbrunn, Ping-Pong spielen, Spielen am PC, Kraftsport, regelmäßigen Mahlzeiten und was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, mit einer extra Portion Humor. Weil ich habe den Andreas als lebenslustigen, humorvollen, kreativen, sportlichen Mann kennengelernt, der unzählige lustige und skurrile Geschichten aus seinem Leben auf Lager hat. Und diese Aspekte und insbesondere seine Leidenschaft für Technik sind ein wichtiger Teil, der in der Graphic Novel auf keinen Fall zu kurz kommen darf, genauso eben wie die unzähligen Geschichten, die er erzählen kann. Wo wird es aufgehört? It talks about sleeping problems. Yeah, it talks about sleeping problems, visiting doctors and ways of dealing with it. It talks about everyday life and the present, like jogging through the gardens of Schönbrunn, playing ping pong, playing games on the laptop, weight training, regular meals, and what I can say from my experience, a lot of humor, because I got to know Andreas as a humorous, sporty, funny guy who can tell tons of stories. In der Graphic Novel wird Andreas zum Erfinder einer Geschichtenkonservierungsstation, kurz der GKS. Und das Ziel der GKS ist, wie der Name schon sagt, Geschichten zu konservieren. Und GKS ist ein wilder Zusammenschluss von technischen Geräten. Soll eine Geschichte konserviert werden, so durchläuft sie 5 Stationen. Die Audioaufnahme, die Visualisierung, die Mischung dieser Komponenten, Gefühlsextrahierung und der Marmeladen-Output. In the graphic novel, Andreas becomes the inventor of a story preservation station, for short SPS. The aim of the SPS is to save stories. SPS is a wild mix of technical stuff. If a story wants to be preserved, it passes 5 stations: audio recording, visualization, mix, emotion and jam output. Also das Endprodukt ist eine Erinnerungsmarmelade, die nach dem Vorbild einer herkömmlichen Marmelade abgefüllt und durch den speziellen oben genannten Herstellungsprozess haltbar gemacht wird. Und somit steckt die Geschichte in der Erinnerungsmarmelade oder die Marmelade steckt voller Geschichten. Durch die spezielle Zusammensetzung können die Farbe der Marmelade, die Konsistenz, der Geruch, der Geschmack, der Sound beim Öffnen des Glases dazu führen, dass die Geschichte wieder erlebt wird. Andreas kennt seine Geschichten natürlich in- und auswendig, aber so können auch andere Menschen nachempfinden, wie dieses oder jenes war, sich hineinversetzen und hineinfühlen. Und glauben Sie mir, es wird nicht langweilig werden. The end product is memory jam, which is bottled like a conventional jam and preserved through the special process I told above. So the story is in the memory jam, or the jam is full of stories. The color of the jam, the way it feels, the smell, the taste, the sound when the jar is opened, makes you feel like you are experiencing the story. Of course, Andreas knows everything about the stories, but in this way, other people can empathize with this or that and can imagine how this felt and how it was. And believe me, this won't be boring. So, ja, und jetzt können Sie für sich selbst überlegen, welche Ihrer Lebensgeschichte soll durch die Geschichtenkonservierungsstation zur Erinnerungsmarmelade verarbeitet und damit vielleicht für immer haltbar gemacht werden. So, now it's your turn to think about which story you make to the jam. Thank you. Ja, und noch kurz ein Workshop, den ich schon auch durchgeführt habe. Da geht es um die Differenzierung von Gefühlen. Da geht es darum, dass man zuerst den teilnehmenden Personen auffordert, mit warmen Farben zu malen, dann auffordert, mit kalten Farben zu malen und zu schauen, wie fühlt sich das an, wie ist der Unterschied zwischen den beiden und am Schluss quasi ein Verhältnis zwischen kalt und warm darzustellen. Und wichtig ist es auch eben, die Bilder dann zu besprechen, zu betrachten, Gefühle eben, den Fokus auf die Gefühlswelt zu legen.
yeah, and this is a workshop I already did. It's for people with forgetfulness, but also for everybody. And it's about the cold and the warm, and the goal is to paint a picture with warm colors that for yourself is warm, and pictures with a picture with a cold color for you. And in the end, you mix it together like how you want it. And it's also very important to talk about the paintings, how you felt while doing it. Yeah. Okay. Ja, mein Name ist Birschaler. Ich bin Designerin mit dem Hintergrund Industrie und Grafik. Lass jetzt noch laufen. Ich mache dabei den... My name is Birschaler. I have a background in industrial and graphic design. Hier zeige ich also ich möchte zwei Projekte heute zeigen. Das ist eine Skizze für einen Tisch, einen Interaktionstisch, den ich für nonverbale in Kontakt treten Situationen mir vorstelle. Wo würde der stehen? In Aufenthaltsräumen, in Cafés von Heimen, Pflegeheimen, Institutionen. Diese Punkte, diese gelben, wären Einkerbungen, also Vertiefungen in der Holzplatte. Diese Bälle würden dadurch nicht einfach runterrollen, sondern die wären gut aufgehoben. Und die Bälle selbst wären unterschiedliche haptische, sensorische Oberflächen, schwere oder auch leichte, weiche, aber auch harte, also von Metall, Gummi, Stoff bis hin zu einem Luftballon gefüllt mit Mehl, was auch immer das Herz begehrt und was einem dann unterkommt, kann auch ein Tischtennistisch, also ein Ball sein. You see a quick sketch from one of the two projects that I want to present today. It's a haptic table that I imagine standing in caretaking homes, in coffee places of institutions. It should be a non-verbal, without rule interaction point. So if you visit your relatives, you would have a different version besides banally talks about other relatives of yours, who is sick right now, or the weather. And maybe even if this is not possible anymore, you have an option of playful interact. The yellow marks on the right side are depths in the wooden surface, and I will explain that further with the next. Here in the pictures, you should see that they are small holes, where the balls, and here are just representative balls, are lying, and they could also decide that they are a graphic pattern, and it could be nice and good looking. It could also help with the need of organization and the joy of rearranging things. Ja, also unabhängig davon, dass diese Muster, die man auf dieser Tischplatte machen kann, jegliche Gestalt annehmen können, wären die ja auch praktisch dafür, dass man etwas vielleicht darauf arrangiert, unterschiedliche Dinge irgendwie sortiert und nicht also seine eigene Kreation hier schaffen kann. Abschließend auch, jeder von uns macht auch Vermittlungsprojekte, Konzepte. Das ist meins. Ich habe Zeitungen, Magazine. Wir alle erleben einen Schwall von News, Fake News, Good News, Bad News, whatever News. Und da selber mal einzugreifen und vielleicht das optisch zu beschneiden und neu zu gestalten und neue Bedeutung zu nehmen, das wäre hier der Plan. Ich habe zwei sehr große Formenvielfalten also genommen, wo grafische Formen ausgeschnitten wurden. Genauso gut könnte man aber auch Wörter einfach übermalen oder große Teile übermalen und neue eigene Sätze gestalten.
each of us is doing some kind of concepts, workshops for home, online, for students, for caretakers, for people living with dementia. We all have different approaches. Mine would be what could be lying around in the household, or in what could be easy materials, so newspapers and magazines. And with us, we live in a world full of news, good news, bad news, fake news. So the work title here is New News. You're creating your own approach. You choose the page that you want to recompose. You cut out big graphic geometric shapes, re-glue it, and create your own layout. That would be that was it for me. And now we end with an overview slide where we have different workshop possibilities. And I give it back to Ruth because she does the grateful last words usually. Du bist doch grateful, ja, thank you. Ja, die letzten Worte. Na, zuerst einmal möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken bei allen, die trotz ihres Arbeitstages oder wie auch immer heute den Tag mit uns verbracht haben. Ich hoffe, dass Sie sich da oder dort etwas mitnehmen konnten von uns. Wir haben vor, dieses Toolbook, wie gesagt, diese Educational Contexts so dann online zu stellen. Und wir würden Sie bitten auch, dass Sie auf unsere Homepage gehen, also www.Dementia.Arts.com, und dort auch, um weitere Aktivitäten von uns zu erfahren, aber auch über dieses Toolbook etwas zu wissen, würden wir Sie bitten, dass Sie sich da in den Newsletter bei uns eintragen. Und wir haben auch eine kleine Umfrage erstellt, die dauert wirklich nur ganz kurz und hat nur ganz wenig Fragen, aber das ist auch gut für uns als Feedback fürs Forschungsprojekt zu dem heutigen Symposium. Now in English, we want to thank you so much for spending the time with us besides your work or other things to do. I hope you can take one or the other thing with you, and we could inspire you here and there. And to be on site with us and to be informed about our next steps and also the toolbook, we would kindly ask you to register at our homepage. It's www.Dementia.Arts.com. And there we would ask you to go for our newsletter so we can inform you. And last but not least, we have created a very small survey. It will not take you a long time. It's very short. It's just for our research project. We would love to have a feedback of you. And actually, Pia promised to show the slide of this and also of the book as a reminder of our book. So some people might not know, but we presented last year the pre-presentation, but now it's printed, and it's a very nice overview from many people all over the world, and dedications from people present in the audience, like Sean McNiff, but also many other people who have joined us during the day. Ja, und jetzt gibt es noch das Letzte. Wir haben also ein Buch herausgebracht. Letztes Mal haben wir es nur angekündigt. In der Zwischenzeit ist es gedruckt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie vielleicht dieses Buch bestellen, sich anschauen. Es ist wirklich ein sehr umfassendes Buch, das Beispiele aus der ganzen Welt präsentiert. Einige der Vortragenden haben Sie heute kennengelernt. Viele andere sind nicht heute dabei gewesen, aber da können Sie nachlesen. Wir haben auch unsere eigenen Arbeiten niedergeschrieben, die wir vor allem im Jahr davor gemacht haben. Und wir würden Sie bitten, wie gesagt, dass Sie sich bei uns auf der Homepage eintragen bei www.Dementia.Arts.com und sich für unseren Newsletter anmelden, damit wir Sie informieren können über weitere Aktionen, die wir vorhaben, unter anderem das Toolkit, das wir online stellen wollen, aber wir werden dann auch die Konferenz online stellen. Falls Sie das nicht wissen, auch die letzte Konferenz ist dort online einzusehen.
Und ja, bitte nehmen Sie an dieser Umfrage teil, tragen Sie sich in unseren Newsletter ein. Und ja, jetzt sage ich einmal Schluss, aber vielleicht, was wir Pia noch vergessen haben, ob es noch Fragen gibt zu unserer Arbeit. Das können wir ja noch immer machen. Ja, Jetzt haben wir mal Informationen geteilt und jetzt können wir noch eine Fragerunde machen. Okay, yeah, so thank you very much. Maybe there are still some questions to our work. Before we say goodbye, maybe there is one or another question to our work. Na schau, das war doch einfach. Keine Fragen. No questions. Hello, this is Sean. Can I speak? Yes. This is Sean speaking. Thank you so much for the English and mit Deutsch. I keep learning every time, you know, especially for all those things where there's some forgetting going on. But I'm intrigued by how you've done this work for 2 years, basically online. Can you say some more about that? I mean, and how you think you will continue when you don't have to work online? I mean, that whole online thing was just fascinating. The fact that you could do what you just showed, and I could say so much, and I guess I'll save it for the session tomorrow, about each of those presentations. I mean, Ruth, your film, and you know, everything that you all did. I'm just curious if you have something more to say about online versus physically in person. Yeah, thank you very much for the question. Sean McNiff hat uns gefragt, ob wir etwas dazu sagen können, wie wir damit umgegangen sind. Ursprünglich haben wir alles analog geplant und dann war alles sozusagen digital umzusetzen. Yeah, actually, at the beginning, it was really a challenge because for all of us, I guess, it was a shock for everybody worldwide. And we actually in a very short time, we developed these online workshops. And then people took the advantage to participate, and the inspiration was great. And sometimes, you know, for example, to teach in schools, also that changed into the students were very upset because they could not teach, they could not go to schools anymore. They were not allowed to enter it. But what was still interesting that they continued. And then we said, okay, it's a very difficult time. And some said, please don't go with this topic of cognitive impairment. Now all the students are shocked, don't go. And I said, no. It's about well-being. It's about well-being and about thinking about critical situations in our lives and how to cope with it with arts. Also ich habe, die Studierenden haben gesagt, durften dann auf einmal nicht mehr in die Schule unterrichten gehen. Dann habe ich gesagt, naja, okay, wir werden das auch irgendwie meistern. Das war für alle schwierig. Dann haben die Mentorinnen an den Schulen gesagt, um Gottes Willen, kommt es nicht mit so einem schwierigen Thema wie Demenz und kognitives Impairment. Das ist alles so schwierig im Moment. Und dann habe ich gesagt, na Moment, es geht darum, wie man das Wohlgefühl erweitern kann für alle. Und es geht darum, dass Kunst sozusagen einen wesentlichen Beitrag dazu bringen kann, um dieses Wohlbefinden beizutragen und gleichzeitig auch aber etwas über ein Thema zu vermitteln, von dem mittlerweile sehr viele Schülerinnen und Schüler betroffen sind, wie wir schon erwähnt haben. So we reached quite a lot of schools and scholars. So we developed also educational material for it. And we have the offer of great opportunities. We will tell you tomorrow, so how it will go on. And also the University of Music entered a little bit later because also of some changes, you know, in research projects, everything is changing. People are getting pregnant, go on mother leave, so all kind of different items. Und ja, und wir haben eben versucht, immer das Beste daraus zu machen und glauben fest daran, dass man mit Kunst ein anderes Wohlbefinden herbeiführen kann. Und ja, und für die anderen, wenn Sie sich wundern, wir haben also in unserem Forschungsprojekt beantragt, dass wir immer am Tag nach dem Symposium ein Gespräch mit unseren Expertinnen und Experten haben. Da holen wir uns ein kritisches Feedback zu unseren erarbeiteten Dingen und das haben wir morgen geplant.
So just for all of those who are not informed, in our research project, we projected a one-day expert day after the symposium every year. And this is important because then we get critique to our developments and we can talk about the development of the whole project. Was it somehow a little bit an answer for you? Oh, magnificent, and bravo to all of you, all of the presentations this afternoon. Ja, thank you, Sean. Ich freue mich auch sehr. Auch es sind den ganzen Tag auch immer wieder neue Leute dazugekommen. Manche mussten gehen, aber auch ein herzliches Hallo an Herberti. Freut mich, dass du da bist. Ja, es gibt im Chat, also wenn man unten anklickt, gibt es so eine Sprechblase. Da steht oben Chat und wenn man den anklickt, kommt man auch, dann öffnet sich so ein Fenster und dann sieht man unsere Umfrage zu SurveyMonkey, wo wir alle bitten würden, dass sie sich da eintragen und uns ein Feedback geben. Das ist wirklich nur eine ganz kurze Umfrage, aber für unser Forschungsprojekt wertvoll. Gibt es noch andere Fragen? Wenn es keine Fragen gibt, wir haben einen langen Tag hinter uns. Wir freuen uns auch auf morgen, den Tag mit unseren Experten. It was a long day. If there are no questions anymore, we'll spend a long, long day together. I want to thank very much my team, which was responsible to plan, to graphic design, to check all details in all kinds of difficult situations. I really must say I appreciate your contribution and your dedication to this, which I mean so essential topic. And I think you received also feedback from the big audience, and all the feedbacks you received, you all mentioned or you figure out how important it was. So many thanks, especially to my team. And of course, to all of you coming here, giving your speeches and being part of our group, of our network. And please continue, become member of our homepage and newsletter. And in English, at least, I would say good night. So I will continue in German. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken an allerersten Punkt bei meinem Team, die unter schwierigsten, auch persönlichen Situationen es geschafft haben, dieses Symposium und vieles andere, was dieses Forschungsprojekt betrifft, gut zu bewältigen in allen möglichen schwierigen Situationen mit Lockdown und sonstigen. Ohne einem Team kann man, einem so hervorragenden Team kann man nicht solche Arbeiten bewerkstelligen. Das muss man ganz explizit ausdrücken und ich glaube, wir haben da sehr Gutes geleistet. Und ich glaube, ihr habt es auch gemerkt, wir haben durch den ganzen Tag hindurch, ich habe das ein bisschen beobachtet, immer im Durchschnitt ungefähr 50 TeilnehmerInnen gehabt, was zum Teil gewechselt hat, aber das ist, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen für das Interesse an dem Thema und als Feedback auch für euch. Ja, und natürlich ganz besonderen herzlichen Dank für unseren Expertinnen, die sich mit eigenen Vorträgen auch neben ihrer Arbeit und ganz viel Stress vorbereitet haben und hier beigetragen haben. Und auch sie sind ganz wesentlich für unser Projekt. Wir danken den Betroffenen, die heute bei uns sind und waren, die ihre persönliche Stimme erhoben haben und uns gesagt haben, wie es ihnen geht. Hier danke ich vor allem Frau Potocznik, aber auch dem Herrn Andreas Trubel, wenn er noch bei uns ist, für seine Anwesenheit und die Inspiration für Lisa. Und jeden Einzelnen von Ihnen, dass Sie heute hier waren, mit uns diesen sehr intensiven Tag geteilt haben. Wir freuen uns wirklich, wenn wir weiter in Kontakt mit Ihnen bleiben können und sind dankbar für jedes Feedback. Einen schönen Abend im Namen des gesamten Teams und der Universität für angewandte Kunst Wien sowie der Universität für Musik und Darstellende Kunst. Und danke, Ruth, für alles, was du übernommen hast. Ja, ohne Leitung läuft es auch nicht, gell? Ja. Thank you, Ruth, for your
But a lead. A possible open lead. You know, usually, if it would be live, but maybe next year it's live, usually I love to have big flowers. And the first thing, all my team gets a big flower, you know, they know that already. Yes, And you now cannot trick me with that anymore. I would have flowers. Yeah, so bravo to the team and to all the participants and the presenters and the witnesses who is just as important. Couldn't have an event without the whole community, Ruth, that you and your team so consistently create, that I think is so unique worldwide, this sense of community that you build. that's so wonderful to hear that from you. Thank you so much, Sean. And Yeah, I'm schönen looking... Abend. Thank you. Schönen Abend. And I'm looking forward to meet the experts tomorrow with all of the team. Good night. Andreas, wolltest du noch was sagen? Ja. Hallo? Andreas, Also auch schönen Abend noch. Uns hat mir gut gefallen, ja. Oh, danke danke fürs fürs Feedback. Kommen. Danke. Danke Danke fürs dir. Kommen. Schönen Abend. Danke sehr. Tschüss. Okay, ciao, Schönen ciao Abend. everybody. Bye-bye. Ciao. Bye. Bye, Ruth. See you tomorrow.